legen wir los mit dem letzten großen Sidequest-Abend. Mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Vielleicht fangen wir einfach mal mit der Post an. So, oh Gott, es sind 11 Sidequests. Ich habe gelogen. Es sind einfach 11 Sidequests. Na gut, doch zuerst ein neues Leben. Von Gav. Es hat zwar eine Weile gedauert und wir sind auch dem einen oder anderen Ork begegnet, aber ich habe Edda ohne größere Probleme zur Schattenküste gebracht, womit uns mit der Enterprise aufgelesen hat. Ach ja, was ist eigentlich aus Edda geworden? Auf der Rückreise ist die Arme dann zum Glück ein bisschen aufgetaut und hat uns von sich und ihrem Leben erzählt und auch von der Zukunft, die sie sich für ihr Kind wünscht. Jetzt müssen wir nur noch dafür sorgen, dass ihr Wunsch auch wahr wird. Okay, Gav, dann mal ran an den Traualtar. Was? Unglaublich, entschuldige. Ja. Ich bin eine Lügnerin, Chat. Tut mir doch leid. Eine Karen-Sidequest. Der treueste Freund. Schlechte Stimmung. Falls es dir nicht aufgefallen ist, dein armer Hund ist in letzter Zeit ständig auf dem Hinterdeck und jault wie Gav, wenn er es mit dem Bier übertrieben hat. Oh nein, ich habe Dinge über diese Sidequest gehört. Gelogen wie Sony mit der Prozentzahl, aber wirklich. Wir werden auch 90% Credits laufen haben. Ich sage euch das jetzt schon mal. Irgendetwas stimmt mit ihm nicht und mein Bauchgefühl sagt mir, dass es nichts mit seinen Antilopenknochen zu tun hat. Das Gute ist aber, wenn hier noch 2 Sidequests sind, geht die Wand vielleicht auf. What is it this time, Torgal? Immer Ärger mit die Viecher. Der arme Torgel. Auf der Suche nach einem Buch. Das klingt nach Holmes, aber der könnte mich selber fragen. Vivian. Okay. Ich möchte dich zwar nur ungern noch mehr belasten, aber ich muss dich trotzdem einer persönlichen Angelegenheit um einen Gefallen bitten. Eventuell könnte sich die Sache auch für dich als nützlich erweisen. Es gibt diverse alte Schriften, die als derart gefährlich für die heutige gesellschaftliche Ordnung angesehen werden, dass selbst ihr bloßer Besitz als Verbrechen gilt. Jedoch hat meine zufällige Lektüre einer solchen Schrift, namentlich aus der Ferne, das wissenschaftliche Interesse, das bis zum heutigen Tage in mir brennt, überhaupt erst entfacht. Bitte hilf mir, ein Exemplar dieses Buches ausfindig zu machen. Falls du einen zusätzlichen Anreiz benötigst, so bin ich gern bereit, dich für geleistete Dienste zu entlohnen. Körperlich oder mit Geld? Okay. Something tells me this is no mere adventure story. Und ich dachte schon, er sagt jetzt Groschenroman. Gibt's in Valisthea überhaupt Tierärzte? Wäre jetzt mal meine Frage an der Stelle. Was wäre dir lieber? Weiß ich gar nicht so genau. Ich meine, sie ist hot, aber wir haben ja Jill. Ich kann ja Jill eigentlich nicht fremdgehen. Was meinst du, was dann los ist? Noch kann sie potenziell Shiva beschwören. So, und dann wollte ich gucken, was wir denn jetzt noch brauchen. Denn wir gehen nicht ohne die Götterdämmerung ins Finale. Aber zuerst hat Schledorn auch noch Dinge zu sagen. Ich finde das so cool, dass die immer Dinge zu sagen haben, auch wenn es nicht alle sind. Jill Schmill. Rex hat auch nicht bei einer Halt gemacht. True. Rex und sein Haaremmann. Den Kristall zerschmettern, einen Gott töten, die Welt retten. Habe ich was vergessen? Ja, das erste haben wir schon erledigt. Nein, das ist in etwa der Plan. Oh, very good one. Kein besonders guter, wenn du mich fragst. Hey, hast du einen besseren? Aber was weiß ich schon davon, wie man Götter tötet? Ich kann mir höchstens vorstellen, womit. Ich werde dir etwas schmieden, mit dem dein Plan bessere Erfolgschancen hat. Und nachdem du uns so viel gegeben hast, ist das das Mindeste, was ich tun kann. Aber umsonst gibt das mir nicht, ne? Das ist mehr als genug. Danke, Schledorn. Bedanken kannst du dich, wenn du wieder zurück bist. Okay. What do you want? Ach ja, richtig. Den Verteidiger können wir uns schon mal machen. Das sind zwar nur 5 Angriff. Aber ich meine, das lohnt sich, denke ich, für den Verteidiger. Im Laufe der Zeit haben viele bedeutende Kampfstrategen immer wieder betont, dass die beste Offensive in einer guten Verteidigung liege. Demnach müsste ein Schwert mit dem Namen Verteidiger zweifelsohne diesem Prinzip entsprechen. Nicht auf diesem Goron-Channel. Aber hey, sowas brauchen wir denn. Das Orihalkum sollten wir aus den Sidequests bekommen. Dunkelstahl müssen wir aber handen. Das heißt, ich muss auf jeden Fall noch Hans machen.
Das gucken wir dann aber später. Ich würde sagen, das machen wir entweder irgendwann mal dazwischen oder zum Schluss. Kräfte einteilen und so. Aber den Verteidiger +1, der nimmt nichts hiervon weg, oder? Nö. Dann nehmen wir den doch glatt mal mit, weil 5 Punkte sind 5 Punkte. Should last you a good while. So, hier ist aber alles beim Alten. Die Sonnenarmreife sind aber richtig hübsch aus Behemoth-Fessel. Die Sonne wird mitunter auch die Verbannte genannt, wurde sie doch dem Volksglauben nach vom Mond und den Sternen aus der Nacht verstoßen, weil sie es gewagt hatte, zu hell zu strahlen. Während ihre Stärke beispiellos ist, ist sie dazu verdammt, in alle Ewigkeit allein am Tage zu kämpfen. Oh. Das ist trauriger, als ich es erwartet hätte. So, aber auch abgegradet kann ich hier nichts mehr rausholen. Verteidiger +2 habe ich leider nicht genug Eiererz. And? Nun. Okay, wo wir auch mal noch kurz vorbeischauen könnten, wäre bei Tomes. Ist nicht sonst der Mond immer der Moff? Ja, ich weiß auch nicht. Aber Moongazing, ne? Hier ist der Mond ja ein bisschen wichtiger für die Story. So, Tomes, ein letztes Mal spoilern, bitte. Knowledge hoarded is knowledge lost. Über die letzte Schlacht. Ah, yes. Ihr habt also eine Lösung gefunden. Dion wird uns tragen. Dion, mein Prinz. Indeed. Wahrhaftig ein angemessener Auftakt für den letzten Akt. Nun habe ich doch tatsächlich lange genug gelebt, um Zeuge dieses bedeutsamen Ereignisses zu werden. Der alte Mann kriegt bloß keinen Herzinfarkt jetzt, ne? Gegen einen Gott zu Felde zu ziehen, ist keine leichte Aufgabe, Clive. Ihr müsst euch eurer Sache sicher sein, damit die Winde des Schicksals euch nicht vom Weg abbringen. Seid ihr euch eurer Sache sicher, Clive? Naja, jetzt ist ein bisschen spät für einen Rückzieher, ne? Das bin ich. Then go. Dann geht und tut, was getan werden muss. I have a few new notes that might interest you. Wie sie ist halt einfach so. Ja, okay, Clive, mach einfach. There is a rather fascinating excerpt I've been meaning to show you. Wow, und wir sind trotzdem noch nicht durch. Krass. Barnabas Mutter, wenn uns das nicht alle interessiert. Barnabas Mutter gehörte zu den wenigen überlebenden Nachkommen der Kinder von Semekis, die sich aus Valisthea auf einen Kontinent in weiter Ferne gerettet hatten, später jedoch auf der Flucht vor der Fäule wieder in ihre einstige Heimat zurückkamen. Hey. Kinder von Semekis waren tiefgläubige Anhänger des Kreises des Malius und so bläute sie dessen Lehren auch ihrem Sohn ein. Sie wurde beim Angriff von Anhängern einer anderen Religion getötet. Jedes Mal derselbe religiöse Kram. Große Kontinent, Drachenhorn. Warte, Drachenhorn war der Leviathan-Kristall? Nein? Doch nicht. Okay. Der Kreis des Malius. Eine alte Religion, aus der der Erlöserkult entstand, der jüngst zunehmend Anhänger findet. Die Glaubenslehren wurden Wandbildern entnommen, die das Volk, das in früheren Zeiten am schon lange gefallenen Mutterkristall Semekis lebte, hinterlassen hatte. Obwohl die Religion einst in ganz Valisthea praktiziert wurde, geriet sie mitsamt der Erinnerung an die Zivilisation, der sie entsprungen war, in Vergessenheit. Okay. Ja, sie ist halt einfach nackt. So. Was willst du machen? If you have a question for me, I should be happy to answer it. Hey, das Bestiarium ist aber fast schon voll. Hier fehlt aber noch ein bisschen was, ne? Ich finde auch schön, wie wir zu Origin und Logos einen Eintrag haben. Den gucken wir uns jetzt aber nicht an. The door to the shelves shall ever be open. Logos spoilen wir uns mal nicht. Nachdem wir uns schon Ultima gespoilert haben. Vielleicht war es eine naturorientierte Religion. Meinst du, es waren Nudisten? Kann natürlich sein. Weiß man natürlich nicht. War hier nicht gerade noch einer? Du. Onkelchen. Wir können ja immer 3 Sidequests auf einmal annehmen. Ich weiß nicht genau, wie ich es organisieren will, aber ich glaube, ich möchte sie so gestaffelt annehmen. Sonst kommen wir wieder so hart durcheinander, was welche Sidequest war. Also Torgel, Vivian
Und Onkelchen. Das ist doch mal ein guter Anfang, oder? Dein Plan steht also fest. Das tut er. Naja, vor einem Kampf hast du dich ja noch nie gedrückt. Das liegt wohl in der Familie. Dein Vater wäre stolz auf dich. Thank you, Uncle. Er wird da oben bei uns sein, ganz sicher. As for down here, Und währenddessen liegt hier unten alles in meinen fähigen Händen. Da sei ganz beruhigt. Werde ich, Onkel. Ja, der Byron. Clive, my boy. Was hast du wieder angestellt? Rutherford informs me that we owe you our thanks. Hadn't intended for you to get involved, but such are the times we live in, huh? I would have done the same for anyone else. You're far too modest, Clive. You'd make a terrible nobleman. But tell me, is the realm truly in as dire a state as Rutherford suggests? Hast du mal in den Himmel From what geguckt? little I saw, you were right to be worried. I suppose I should have expected the worst. But I was rather hoping the great and good of the realm might have things a little more under control. Alas, it seems that firm leadership is in short supply these days, and without it, the people are bound to lose their way. We must move quickly. But where do we start? Hey, Les. True, the challenges that face us are many. But in my estimation, there are two key areas to be addressed before any other. The realm's armies and her larders. As you've seen firsthand, it's every man and woman for themselves out there. Certain cities have banded together to try and maintain some semblance of order, yes? But such cases are few and far between. Wo ist eigentlich unser Bunny And Boy? yet, the only remedy for the chaos that faces us is unity. A unity that transcends even the borders laid down by our ancestors. In short, if Storm does not stand together, she will fall apart. But how would one even begin to unite the realm? The armies, my boy. As I told you already, we begin by restoring order among the ranks of those sworn to maintain it. Sadly, I doubt I could convince even the lowliest gaggle of privates to dig a latrine together. But I do know someone the High Commanders have been known to listen to on occasion. Field Marshal Eugen Havel. I thought he was retired. He was, until an Akashic army tore through Randalar and killed most of the rank and file. There is no man alive more capable. Literally. And as luck would have it, I've already spoken with him on the matter. So ein Zufall. Of course you have. And he's agreed to help. On one condition. That he first speaks with you personally. Havel has always been a man of frustratingly rigid principle. And he has certain qualms about clasping arms with, well, with an outlaw. I extolled your many virtues as best I could, of course, but the old goat was adamant that he be allowed to appraise you in person. You don't mind, do you, my boy? Was auch immer nötig ist. Of course not. As long as chaos reigns, we will never build a better world. I'll do whatever it takes. And if the Field Marshal wishes to speak with me in person, then so be it. Begutachten. Ist aber auch so. I'll leave for Randalar at once. Would you send a Stolas? Of course. Rutherford is already in the Dalmekian capital. I'll have him tell Havel to expect you forthwith. Excellent. Thank you, Uncle. No, thank you, Clive. Waren wir überhaupt schon mal außerhalb einer Cutscene in Randalar? Bin mir gerade gar nicht sicher. So, Vivian ist... Vivian immer ist? Okay. Das Achterdeck. Oh. Was guckt er denn so traurig aufs Wasser? Weil hier ist nirgendwo Origin, also er guckt sich nicht Origin an. Oh boy. Was ist los? Was bekümmert dich, Torgel? Don't be sad. Pining for something, boy. What is it? What do you see out there?
never did ask where you got that anklet of yours. From Sid, that's why. On the day he brought him home. That long ago? And you're only thinking to ask this now? Sid saw that the pup had a habit of gnawing on his leg, since you ask. Clap that there iron on him to keep him from doing it. What was wrong, boy? I'll take like as not. Must have been hard on the poor whelp losing his loving masters at such a young age. War ja noch ein Baby. Doubly hard in being a frost wolf. Torn away from his icons and all. Sid would always tell him, you want that iron gone, you find what it is you're looking for. I reckon what he were looking for was you. I'm sorry, Torgal. Sorry for making you wait so long. Let's get that thing off you. Aber es ist doch schicki. Doesn't sound like he wants it off. Indeed. You miss Sid as much as the rest of us, don't you? You want me to go with you somewhere? Gehen wir Sid besuchen? Quick, aren't you? Glad you've been paying attention. Not nearly as much as you have, Lady Karen. Aye, good thing and all. It's not like Gav would have kept him in nuts and rubbed his belly these past 10 summers. Your kindness is appreciated. You've been a good friend to him. Only because he doesn't talk back like the rest of you. Go on now. Nein, Torgal ist nicht frech. Torgal ist ein good boy. Where to then, Torgal? So, Torgal, wo bist du? Wir spielen die beste Sidequest einfach zuerst. Dankt mir später. Torgal? Wo gehen wir hin? All right, Torgal. Where are you taking me? I'm going to need a little bit more than that, boy. Do you have a better hint for me? Unless... you've already given me one. Back on the rear deck, you were looking west. Toward Rosaria. Why don't we try the rookery? I haven't been to the island in almost 20 years. To Port Isolde, then. Fingers crossed the old mooring is still there. Ich muss ja auch sagen, was an Final Fantasy XVI für mich persönlich so cool ist. Bisher waren die Final Fantasy Protagonisten ja immer Teens oder maximal Early Twins. Also die Final Fantasy VII Gruppe ist ja Anfang 20. Und Clive ist einfach Mitte 30. So wie ich. Ich fühle mich sehr verbunden mit ihm. You know. Vivian, I read your note, and I'd be happy to help you find the book you're looking for. Thank you, Clive. But tracking it down will not be easy. Are you sure? Wieso sitzt ein Marble Please. drauf? You have always granted me your wisdom and insight whenever I asked. It's only right that I return the favor. Or at least attempt to. You are too kind. Alas, what I ask of you is rather more trying than delivering the odd lecture. I spoke with Harpocrates to see if he had any inkling as to where another copy might be found, but... But perhaps it is best that you hear the details from him. Okay. If you say so. Forgive me, Clive, for asking this of you. Ach. But this book, it set me on the path to becoming who I am today. Its importance cannot be overstated. Ich verstehe das. Ja, halt dadurch, dass du 3 Clives hast, mit dem Baby Clive, dem Middle Clive und dem Old Man Clive. Ist schon wirklich gut gemacht. Huch, der Selb ist da. Hallo. Dankeschön für 45 Monate, Mann. Ich hoffe, dir geht's gut und deinem Füßchen auch. Dankeschön. Das haben sie halt wirklich clever gemacht.
Weil so jeder so ein bisschen was zum Connecten hat. Aber ich meine, der Großteil, so die ersten 10 Stunden waren die anderen Clives und dann waren wir schon hier. Also ich fühle mich davon sehr abgeholt, muss ich sagen. Ah, Clive, my boy. What a pleasure it is to see you. Hippocrates. There's something I need to ask you. Ist halt auch mal was I've been anderes. charged with locating a book called From a Distance. Then you seek a rare gem indeed. One whose name I had not thought to hear from your lips. You've been talking to Vivian. Right as always. But she didn't seem keen to tell me very much. I take it she didn't like what you had to say. And yet I gather it did naught to dissuade her. Clive, if the young professor has tasked you with obtaining a copy, I fear she asks the impossible. The executors would not allow it. Wen? The executors. Coveters of Secrets. A clandestine organization committed to the collection and intenebration of forbidden texts and technologies. Aha. One such text being the tome Vivian seeks, chronicling as it does the true history of the enslavement of bearers. Oh, das würde mich aber auch A tale which interessieren. could overturn the established order were it ever to become widely known. Junge, welche Order? So rumor has it. Alles liegt in Trümmer. I've never actually read the thing, or even set eyes on it for that matter. How is it that I haven't heard of this organization? Why, secrecy is the executor's watchword. They lurk in the shadows, emerging only to seize that which must be seized, be it books, inventions, or people, before disappearing again, leaving nary a trace. Okay. Which would explain why Vivian's copy was snatched from her grasp not long after she found it. By the hand of the executors, yes. But what drives them? Self-interest or ideology? A fine question. Sadly, all that is known of the executors can be recounted in a single breath. You may just as soon ask me of their origins, numbers, or the identities of their leaders. Any answer I give would be pure speculation. Aber ihr habt von My ihnen hand was gehört. doomed from the first. What was Vivian expecting? That I'd pluck it from thin air? Not from thin air, no. From ash. Rumors of the executors are rife among the scholars of Storm, but rather less so across the strait. I have a friend. Well, I had a friend in the village of Garnick, a collector of rare tomes, upon which subject we would oft correspond. Alas, I have heard naught from him since the skies fell dark. And no doubt he, too, has turned. But, though he did not mention it by name, it is possible that a surviving copy of From a Distance yet rests upon one of his many shelves, quietly awaiting discovery. If you were, by some chance, able to save even a single book from the poor man's library, I know his soul would rest easier. Very well. When I next find myself in Waloed, I'll be sure to pay Garnick a visit. Okay. Ja, aber langsam, aber stetig ist ja besser als gar nicht. Ne? Ich meine, ich verstehe das. Es ist frustrierend, wenn es lange dauert. Ich fühle das gerade sehr doll, glaub mir. Aber das wird. So, wo gehen wir denn jetzt zuerst hin? Nach Port Isolde, oder? Wir wollen zuerst, hier, Torgel, ne? Torgel. Torgel, 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 Torgel. So. Ist ja auch hier. Ach, dafür ist dieser Port da. Ich hoffe ja, dass wir... Ihr erinnert euch noch an den Stein? Vor der Stadt, wo das Bordell steht? Den wir gefunden haben, mit dem wir nichts anzufangen wussten. Ich hoffe, der kommt heute Abend noch vor. Weil sonst bin ich ein bisschen verwirrt, warum der existiert.
Erstmal ein bisschen romantisch mit dem Boot rudern gehen mit It's meinem still Hund. here. After all these years. A lot smaller than I remember. And you're a lot bigger. You might have to swim, boy. Ich dachte, das Wasser ist verseucht. I wasn't being serious. Mach doch nicht diesen Mann. Das soll ein romantisches Date werden, Clive. Komm schon. Hier waren wir auch, glaube ich, noch nicht. This place hasn't changed at all. The rookery's right through those trees. Come on. Ja, ich kämpfe mit meiner Hand. Aber ich denke, ich kann nicht klagen. Es könnte immer schlimmer sein. Warte, wir müssen erstmal Torgel streicheln. Es läuft doch nicht weg. When did you get so big? Es sollte eine Trophäe geben dafür, dass man ihn mindestens 100 Mal streicheln muss. Leider gibt es Race you there? I bet I could still beat you. Oh, haben sie da ein Baumhaus gebaut? Etwas überdimensioniertes Baumhaus, aber nichtsdestotrotz. Here we are. Ein Secret Hideout quasi. This was our hideaway, Oh. wasn't it, Torgal? Damals, als die Welt noch in Ordnung war. Er war so klein. Coming here helped me to forget who I was. Or wasn't. Prince, shield. Son his mother could love. Had I been any one of those things? Perhaps. Naja, Annabella hättest du nicht retten können, Clive. What is it, boy? Oh, Schätze. This is all from the castle. And Phoenix Gate. Did you bring these here? My sparring sword. Well, well. You never stopped looking for me, did you, boy? Ich heule einfach jetzt schon. Thank you, Torgal, for never giving up. For never forgetting. Ach, komm. Let's take this with us, shall we? So I don't forget either. Wie süß sind die beiden, ey. Oh. That's not the way back to the boat, Torgal. Torgel hat noch was versteckt. All right, all right. I'm coming. Torgel ist eigentlich ein Mädchen und er hat ganz viele Babys versteckt. Imagine so. I think I know where we're going. Aber ich frage mich, ob sie da alleine waren oder ob sie Joshua und Jill auch manchmal mitgenommen haben.
People always talk about the importance of putting the past behind you. But without it, we wouldn't be who we are today. And we certainly couldn't steer our way to a better tomorrow. Come on, Torgal. Let's go home. Ich glaube, wir haben sie gefunden. Die beste Sidequest im Game. Oh. Verkohltes Übungsschwert. Clives altes Übungsschwert, das ein treuer Freund aus den Trümmern gerettet hat, die die Invasion der Eisernen vor 18 Wintern hinterlassen hat. Merk dir, Clive, verlass dich nicht nur auf dein Schwert. Oh Gott. Ich glaube, das wird ein sehr emotionaler Abend heute. Das waren sicherlich nicht die letzten Tränchen, die gekullert sind. Hab euch ja gesagt, bringt Taschentücher. Wir werden sie brauchen. Ich hätte nicht gedacht, dass wir sie gleich in der ersten halben Stunde brauchen, aber nun. So, was ist denn jetzt hier was? Tabor. Burglard. Hier ist auch auf jeden Fall irgendwas zum Jagen. Das war die Byron Sidequest, richtig? Das ist ein neues Joch. Ja, dann machen wir halt erstmal hier weiter. Ach, Torgal. Torgal ist so precious. Ich finde, viel mehr Spiele sollten solche Companions haben. Ich fand das an Tales of Vesperia schon immer großartig mit Repeat. Aber das sollten halt echt viel mehr Spiele haben. Do you see that too? Ich sehe nichts. Oh. Ups. Viele Spiele sollten einfach Torgal haben. Ich weiß nicht. Ich glaube, dann wird er sich vielleicht abnutzen. I'm scared. Das ist aber schon beeindruckend. Ich meine, Ambrosia hat er ja auch noch. Faster! Clive und seine sehr treuen tierischen Gefährten. Was das angeht, ist er schon zu beneiden. Bin ich ehrlich. Ein Reittier und so ein Wolf. Ach, das ist Randala. Okay, verstehe. Ich bin echt so schlecht geworden mit Ortschaftsnamen. Es ist nicht mehr lustig. Mein Namensgedächtnis ist komplett für den Po. Can't be Rutherford, can it? Sieht auf jeden Fall nach Krawall aus. Turncoats and cowards, the lot of you! If it's a fight you want, it's a fight you shall have! Das hilft doch keinem. Allow me. I don't need your... Please, Field Marshal, oblige him. This won't take long. Oh oh. You're right. It won't. Das erste Man. Kämpfchen. Finish him. Machen wir das mal kurz und schmerzlos. Oh hey. Wir haben ja viel mehr ausgehalten, als ich erwartet habe. Aber viel mehr. You're finished. Aber to be fair waren sie auch Level 40. Das ist schon mal was wert.
A little longer than I'd have liked. Field Marshal Havel, I presume. Are either of you injured? No, my lord. You arrived just as our escort turned on us. Fucking traitors. I'd heard reports of soldiers in the outlying regions abandoning the oaths they swore. But I hadn't thought the corruption had reached so close to the heart of the Republic. It's a fucking disgrace. Your interfering old bastard of an uncle tried to warn me, of course. Ach, Byron. My lord Never Marquis. change. Or is Sid the Outlaw more to your liking? Call me what you want. It doesn't change who I am. Er ist ein Or the ziemlich urgency of the message Handyman, I ja. bring. My uncle has a plan to right the realm, and he needs your help to see it through. Before I agree to anything, I'd have you answer one question. What do you stand to gain from all this? Genki Dama vielleicht? I won't deny that I might benefit from further chaos. But I seek a new beginning for all of us. And while the choices I've made may not always have been the right ones, I know I made them for the right reasons. For so long, so many of us have been told how we could live, how we could die, when it should have been our decision all along. Now we have a chance to put things right. Clive ist auch so gegen das System But in einfach. order to take it, we must stand together. Even if it be beside those with whom we don't see eye to eye. Certainly not the words I expected from an outlaw. But perhaps your uncle was right. You are no ordinary outlaw. Richtiger kleiner Rebell. Schon, ne? I'll never hear the end of this. All right. I'll start by ordering my most trusted guard to bring the Dalmekian fringes under control. Aber ich meine, nach der Next, I'll Emo-Frisur? make contact with my counterparts in the Imperial Army and see if I can't convince them to try and restore order in their own territory. Man hätte es Thank you, ahnen Field Marshal. können. Am 15-jährigen Kleid. But they are not the only ones we will need to convince. What do you mean? I don't doubt that I can bully some sense into a few generals. But those they answer to require a different kind of persuasion. And when it comes to honeyed words, well, we will need an envoy. One who can court even the most stubborn of statesmen. You, perhaps. I'm flattered. But I'm no diplomat either. Onkelchen? And I have other problems to attend to. Gav? What we need is a skilled arbitrator. And I may know just the person. Is that so? And would he happen to be an outlaw too? Of a different kind, perhaps. Beggars can't be choosers. I suppose we'll all have to find a little of the outlaw in ourselves if we're to make it through this. Very well. Send your man to me right away. I shall. Aber nur mit Brandweinfässchen. Ist übrigens voll süß, die Katze ist einfach komplett weggepennt hier. My lord Marquis, Die liegt neben mir und ist komplett weggeratzt. your lord uncle bade me escort the field marshal to his manor in Port Isolde. And I will see that my associate joins you there. Very good, my Das lord. muss ja eigentlich Gav sein, oder? Ich meine, Gav mit der Samtzunge. Ist richtig weggepennt, Mann. An envoy. I'm not sure I'm the man to talk anyone round. I can barely convince my brother to take his medicine. No. This is a job for someone with experience. Also schicken wir Taya. Scherz. Someone like Quentin. Ach, Quentin. I hope I can convince him at least. Ich kann versuchen, ein Foto zu machen. Halte ein. Oh, meine Kamera ist überhaupt nicht erfreut von meinen LED-Lichtern.
So sieht sie voll gerupft aus. So, warte. Warte. Ich glaube, der Ferminator muss heute Abend doch nochmal durch die Katze gezogen werden. Sieht halt wirklich total strubbelig aus. So sieht sie nicht aus. So sieht sie nicht aus. Also sie ist komplett gecrashed. Sie ist richtig müde. Seid ihr auch öfter so müde? Einfach so richtig müde. Hey, wir haben nicht mal Frames gedroppt. Ich bin ein Zauberer, Chat. Ich weiß gar nicht, ob das so klug war, mich hier hin zu porten, weil die wohnen ja jetzt nicht mehr in Lost Ring, wie wir gelernt haben. Hier ist ja alles verseucht. Die wohnen ja jetzt da oben auf dem Gut. Aber ich glaube, das hat keinen eigenen Ätheriten. Obelisken. 4 Jahre Final Fantasy XIV haben Spuren hinterlassen, okay. Ist schon cozy, ne? Ist einfach platt. Die Katze so, müdi. Dann ist sie einfach eingeschlafen. Hey, wie läuft's mit der Siedlung so, ne? I made sure our fallen comrades were laid to rest. Okay, die sind... And they can rest easy, knowing that their sacrifice wasn't in vain. Die sind nicht so wirklich weitergekommen, seit wir das letzte Mal hier waren. Quentin, I have a proposal for you. Do you now? Something tells me you'll be asking more of me than a cask of Gotand gold. Möglich. Go on then. Propose. Richtig süß, oder? Kleine Maus. Nachher rennt sie mir wieder übers Knie. Wie gestern. You'd have me convince the chiefs and chamberlains of the realm that they should simply swallow their pride and do the one thing that has proved impossible for thousands of years. Was there anything else? Perhaps I can fetch you a meat pie as well. I know it's a lot to ask, but I can think of none better suited to the role. And you'd have me give up what little I have left to do it. I told you, Clive. The people of Lostwing are my family, and I cannot abandon them. You'll have to find someone else. I'm sorry to hear that. Wäre ja auch zu einfach gewesen. So am I. And why might that be? What he's asking. How's it any different to what you've done so far? They want you to speak for those who can't speak for themselves. That's what you do best. If it's the vineyard you're worried about, we'll see that the grapes are picked and the tons filled. You know we will. It's not that. Then what is it? You said yourself we're family. Don't you trust us? You know that's not what I'm... Then what are you saying? That only we are worth saving? Why turn your back on everyone else? You convinced us we could build new lives for ourselves, and if you can do that, who's to say you couldn't convince the entire realm? A stirring argument. I fear that any rejoinder I make might fall somewhat flat by comparison. So you'll join us? Where do you need me? Field Marshal Havel will want to speak with you in person. He's currently in Port Isolde. I can arrange for a party of Cursebreakers to accompany you there. That would be very much appreciated. I hear the roads are far from safe these Das days. ist nett ausgedrückt, ja. Hopefully not for long. Ob wir wohl, wenn wir Ultima My uncle will want auslöschen to know that können, his plan is taking shape. auch die Monster alle auslöschen? So eine Welt ohne Monster, das wäre doch mal was. Ich meine, dann würden auch viele arbeitslos sein, vielleicht. Und traurig und einsam, aber... Also, das wäre doch schon mal was. Uncle, I bring good news. Langweilig. The Field Marshal has agreed to your plan.
Of course he has. I didn't doubt you for a moment, dear boy. Rutherford is accompanying him back to your manor in Port Isolde as we speak. They will await your return there. As will one other. One other? Who, exactly? Lord Havel was concerned that even if he could get the realm's armies to agree to an accord, he might not be as successful in convincing those with political power. He asked if I might have a solution. And I suggested a certain Imperial Lord Magistrate turned liberator. Ja, war ja Richter. One of your co-conspirators? Master Quinton would probably call me one of his. But yes. Another outlaw, then. Just the thing we need to put these rotten politicos in their places. Good thinking, Clive. I'm glad you approve. The more the merrier, eh? Uncle, assuming Havel and Quinton can solve our problem with the armies, you still haven't mentioned how we might manage the grain shortages. Oh, don't you worry, my boy. The 7 high houses will be seeing to that. They have all agreed to make the most generous of donations. Oh, of course, it did take a little persuasion. Die aber auch mitten im But luckily I Weltuntergang had some unexpected immer noch so viel Kohle haben. From who? Einfach. Why, you, my boy. Rumor has it that you rescued the Lady Ariane's head steward Rockford from a horde of bloodthirsty bandits. It was more of a handful. Well, the old battle axe was so pleased. She had a shipload of talents delivered to my private docks by the next new moon. Ach so. And when the other houses saw the parsimonious old crone's purse strings finally loosen, Oof. they as good as tripped over themselves in the rush to follow suit. I'm happy to hear it. Now, Ja, okay, I must fair. be getting back to the manor. Faires Join us there Argument. at your earliest convenience, would you? Spielhalle alle Of zu. course, Uncle. Aber ich mag halt voll, wir haben die Welt noch nicht mal gerettet. Möglicherweise sterben alle. Wenn es ein Bad Ending gibt und Clive verkackt, sterben literally alle. Ultima gewinnt und resettet die Welt. Ja. Und trotzdem arbeiten sie alle And zusammen, how, pray tell, will we get that grain to the capital if the roads are still Valistia wieder overrun with a aufzubauen. cash egg? Das ist so cool. You'll find another bloody road. I only have so many men, and I'm not about to send them headlong into an ether flood. That is, unless you'd have them turn as well. Well, I'd certainly eat less. Says the man with a belly bigger than a band of curls. My soldiers actually need their rations. Without any food to keep them going, they'll be dead even before you've sent them on your fool's errand. If I may, gentlemen, perhaps I might suggest an alternative approach. Though supply routes are indeed disrupted, there is no shortage of ships. Indeed, they bob away in every bay from here to Randalar, awaiting a safe haven. Allow them to make port and fill their bellies full of grain. And once those who crowd the cities are fed, ferry the displaced back to the countryside to work the fallow fields. Ah, but I'm sure that you wish to continue your discussion. Forgive the interruption. 2 such firm friends as yourselves need no help from the likes of me. Rutherford spoke fondly of the great bond between you. Sassy, Mann. Us? Friends? I can't stand the man. Clive, I'm beginning to question the quality of the company you keep. And what kind of company were you expecting him to keep? The man's a criminal. Criminal? How dare you? You are not fit to breathe the same air as this fine, upstanding young gentleman. Upstanding? He calls himself Sid the Bloody Outlaw. Once more onto the breach. Ach, es ist so cool. Shall we begin again? What we seek here is not to create a new nation, nor to claim the thrones of those that already exist. We wish simply to bring stability to the realm that mankind might weather the current storm. And to do that, we must convince those in power, the generals, the statesmen, the nobles, that our cause is just. There will be disagreements, yes. And I imagine some resistance, much resistance. But we cannot let that deter us. If we show them the path, show them that we walk it ourselves, then I am confident they will follow. Steht da ein Fate of the ausgestopfter world Curl?
lies in my nephew's hands. But the well-being of her people lies in ours. And we must not squander the chance that Clive has given us. Uncle Byron, Now, with that settled, let's move on to the signing of the Accord. Das Problem ist, What die great bleibt moment in history hasn't reversible. been accompanied by a little ceremony? Weil wenn nicht, naja, dann ist nicht mehr so viel Land übrig. Citizens of Valisthea, I present to you the Tri-Unity. Rutherford, Mike Will. Das ist nämlich so das größte Problem, das ich gerade sehe. Ein Großteil von Valisthea ist ja inzwischen verfault. Well, my boy, the stage is set. that it is. This is the role you were born for. Now I ask only that you trust in the talents of your supporting cast. We shall play our parts to the best of our abilities, that you might have the opportunity to shine. The realm needs its Sir Crandall. And there is no better Crandall than you, Oh. Clive. Ist aber auch ein schöner I Callback. want you to keep this signed accord as proof of our faith in you. Ach nee, erstes I will. Wiedersehen. Thank you, Uncle. Ich werde richtig sentimental, weil du richtig merkst, wie sie jetzt so alles aufs Ende zulaufen lassen. Vielleicht über den Äther. Ja, ich meine, vielleicht, wenn wir Origin explodieren lassen, geht dann der ganze Äther, den Ultima gesammelt hat, zurück ins Land. Aber vielleicht auch nicht. Clive meinte ja so, ja, wahrscheinlich dauert es mehrere Generationen, aber irgendwann wird das schon wieder. Also, gucken wir mal, ne? Aber wir haben die 3 Einigkeit bekommen. Das sind schon 2 neue Sachen für unsere Wand. Von den 12, die noch fehlen. Mit diesem von Vertretern aus Rosaria, Dhalmekia und Sunbreak unterzeichneten Abkommen wird in Storm, wenn auch nicht offiziell, so doch in den Herzen seiner Völker, ein neues Zeitalter eingeläutet. Denn welcher große Moment der Geschichte wurde nicht von einer Zeremonie begleitet? Schön. 2 Sidequests gemacht, 2 Memorabilias abgeholt. Läuft, würde ich sagen. So wie die Welt aufgebaut ist, glaube ich nicht an eine Wunderheilung. Nee, ich halt auch nicht. Ich denke mir so, es wäre relativ weird, wenn wir jetzt im Epilog dann... Oh, Hasenjagd. Hier geht's um Bunny Boy. Wenn im Epilog dann plötzlich alles tutti wäre. Eine unbequeme Wahrheit. Hier wollen wir hin. Muss auch echt mal gucken, dann wegen dem Schwert, welche Hans wir noch holen müssen. Weil ein paar werden mir hier auch schon angezeigt, dass die sich irgendwo auf der Map befinden, aber irgendwo auf der Map ist halt wieder so eine Sache, ne? Macht hier schon wieder Wegebelagerung. Sorry, aber dafür habe ich heute keine Zeit. Genau, wegen Dunkelstahl. Weil die Orihalkums müssen wir aus den beiden Quests kriegen. Und dann fehlen uns, glaube ich, 2 von den Dunkelstahls. Das ist die Mehrzahl von Stahl. Stahl? Wenn es dir nichts ausmacht, wäre das supi. Sonst kann ich auch The selber entire eine village looks abandoned. Now, blaue Liste gucken. which house would a bookworm live in? Ach, das ist dieses Dorf. Schau mal einer an. Na, wenn es dir nichts ausmacht, würde ich es sehr appreciate. Ich glaube, Stahl bleibt Stahl. Ja, ne? Guten Tag, ich sehe nichts. Es ist finster hier drin. Erstmal looten. Sweet. So eine Kiste hatten wir auch noch nicht, oder? Was haben wir denn hier?
Ausbildungsbericht der königlichen Späher. Im Hinblick auf das tragische Feuer im Cairn Norvent 873 V und dem daraus resultierenden Wegfall eines Großteils unserer erfahrensten Späher wurden alle Festungen auf dem Festland angewiesen, die Ausbildung in geheimen Manövern, improvisierten Waffen und Attentatstechniken zu intensivieren und vielversprechende Kandidaten zur Prüfung nach Stonehill zu schicken. Dieser Bericht enthält Einzelheiten bezüglich des Fortschritts der in der Festung bei Garnick unternommenen Bemühungen, die Ränge unserer überaus geschätzten Späher wieder aufzufüllen. Gav? This is a Royal Army logbook. Did he take this from the local barracks? Hast du etwa ein dunkles Geheimnis? Enzyklopädie der Giftpflanzen. Gesundheit? Wirrwarnzahn, gekennzeichnet durch weiße Blüten und schwarze Wurzeln, welche beim Zerschneiden oder Zerdrücken eine tintenartige Flüssigkeit absondern. Bei den Stämmen im Norden Storms ist es Brauch, die Haut an Armen und Beinen mit Hilfe von Eichennadeln, welche in diese Tinktur getaucht wurden, zu Ehren ihrer heidnischen Götter mit eigentümlichen Mustern zu verzieren. Guck mal, Oldschool-Tattoos. Die in der Flüssigkeit enthaltenen Giftstoffe sorgen dafür, dass ein einziger Tropfen mündlich eingenommen zu 5 Tage anhaltenden, äußerst schmerzhaften Krämpfen führt. Kontakt mit einer offenen Wunde bedeutet den sicheren Tod. Ja, das ist, wie sie die Brandings gemacht haben, ne? Das sind ja im Prinzip auch Tattoos. Gelegentlich beendet ein Missgeschick mit der Nadel das Leben eines jungen Kriegers. In diesem Falle wird geglaubt, die von ihm gewählten Muster seines Hautschmucks seien den Göttern nicht zum Wohlgefallen gewesen. Okay. Okay. Das sind 2 Hands, Handbreck und Dalmekia. Ja, die sollten wir hinkriegen. Schauen wir mal. His interests were certainly varied. Dankeschön. Fantastische Fabeln für Folkloristen. Der Mogri. Kein Geist oder Fabelwesen wird in valisteischen Volkserzählungen öfter erwähnt als der illustre Mogri, obwohl sie gelegentlich als spitzbübische Kobolde oder Butzemänner ähnelnde Wesen dargestellt werden, sind sie in den meisten Geschichten etwas ungeschickte, jedoch den Menschen zugetane Wesen, die uns nur zu gern bei der täglichen Arbeit behilflich sind. Man sagt, sie hätten eine Schwäche für Süßes. Daher stammt auch der Aberglaube, man dürfe keine Kuchen oder sonstigen Süßigkeiten unbedeckt über Nacht liegen lassen, sonst finde man am nächsten Morgen nur noch Krümel. Ja, sie sind einfach der Biber-Butzemann von Valistea. Ihre äußerlichen Merkmale umfassen das weiche weiße Fell, welches sie am ganzen Körper bedecken soll, ausgenommen der kleinen dunklen Flügel, die sie auf sonderbare Weise in der Luft halten. Ja, weil physikalisch gesehen sollte das nicht funktionieren. Und die bunten Bommel auf ihren Köpfen. Das Erstaunlichste an diesen Kreaturen ist jedoch zweifellos, dass sie überhaupt existieren. Lächerlich, höre ich euch protestieren. Jeder weiß, dass Mogris nur in Märchen und Legenden vorkommen. Verständlich, doch bedenkt, dass in jeder Legende ein Quäntchen Wahrheit steckt und im Fall des Mogris vermutlich sogar wesentlich mehr als das. Alte Bestiarien führen einen Maulwurf, dessen Füße den Boden nicht berühren, in ihren Listen der Kreaturen Valisteas und die dazugehörigen Illustrationen stimmen genau mit der Beschreibung der Mogris überein. Aber es ist natürlich richtig, dass heutzutage kein Aufenthaltsort lebender Mogris in Valistea bekannt ist. Vielleicht haben ihre kleinen Flügelchen sie in angenehmere Gefilde getragen, oder wurden sie bis zur Ausrottung gejagt. Oder vielleicht, nur vielleicht, leben sie immer noch unter uns, unserem Blick verborgen. Was könnte es nur sein, Chat? Was denkt ihr? Sie sind bestimmt einfach ins Paradies geflattert, zum Chocomoppel. Ach, da ist es. Aus der Ferne, Kapitel 16, der Fall der Träger. Die Erscheinung der ersten Magiebegabten wurde weithin als Geschenk der Götter betrachtet. So ist auch der Name, unter dem jene mit der Begabung heute gemeinhin bekannt sind, höchstwahrscheinlich eine Verkürzung der damals in Schriften üblicherweise verwendeten Bezeichnung Träger des himmlischen Segens. Wer mit der Gabe geboren war, wurde als lebender Kristall betrachtet, meist mit hohen Ämtern und anderen Vorteilen für seinen Status als Auserwählter belohnt. Guck mal an. Mit der Zeit wandelte sich diese Verehrung zu einer formalen Religion, angeführt von den Trägern selbst. Dies sollte zu ihrem Verhängnis werden. Eieieiei. Ja, die machen einfach mal Urlaub. Die sind wie in 14 in die Wolken aufgestiegen. Ich meine, wenn sie ganz, 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 ganz doll mit ihren Flügeln schlagen. Die Nationen jener Zeit waren geeint in ihrer entschiedenen Ablehnung der Gründung dieser Kirche.
Obwohl sie über Jahre Träger in Machtpositionen innerhalb ihrer eigenen Regierungsapparate gehievt hatten, misstrauten sie einer Organisation zum Vorteil von und geführt durch Träger. Daher wurden umgehend Maßnahmen eingeleitet, um die Macht der Kirche und ihre Anhänger zu beschneiden. Mitglieder konnten keine öffentlichen Ämter mehr bekleiden, viele Gläubige wurden aus ihren Häusern vertrieben und Versammlungen gewaltsam aufgelöst. Die Kirche antwortete auf diese Taten mit der Gründung einer Freiwilligenarmee, um sich gegen die Unterdrückung zu wehren, welche jedoch weiter fortgesetzt wurde. So begann ein sich immer weiter zuspitzender Kreislauf von Gewalt und Hass, und der Graben zwischen jenen mit der Gabe und jenen ohne wurde immer breiter. Was mit Prügeln und Straßenkämpfen begann, entwickelte sich schlussendlich zu einem erbarmungslosen Krieg, der fast ganz Valisthea für gut eine Generation vollends verschlang und die Zahl sowohl von Trägern als auch von gewöhnlichen Menschen erheblich verminderte. Die purpurne Flut, welche das Land in Blut tränkte und sich unauslöschlich in den Köpfen und Herzen der Menschen Valistheas festsetzen sollte. Ich sehe schon, die hatten das Problem also schon öfter. Nachdem der letzte Widerstand der Träger gebrochen war, unterzeichneten die Reiche Valistheas das Kontinentalabkommen, wodurch jenes System der Sklaverei festgeschrieben wurde, welches in allen Ländern bis heute besteht. Der wohlbekannte Ausspruch „Träger sind keine Menschen" hat seine Wurzeln in jenem bitteren Krieg der Jahre zuvor und ist die einzige Rechtfertigung der Ungesegneten für ihre verhängnisvolle Weigerung, den Trägern das Recht auf die Bestimmung ihres eigenen Schicksals zu gewähren. Uff, würde ich mal sagen. This is it. But if what it says is true, I need to get this back to the hideaway. Ich sag mal uff. Ich darf mich anscheinend nicht einfach zurückporten, denn Dinge. Leaving so soon, stranger. We've been watching you. Willst du Stress? From a distance, so to speak. Aha. Subtle. I know who you are. Then we need not waste time on introductions. Hand me the book. Nein. Leave it in our care and return to your life. Your care? Do you mean to burn it or bury it? That is not my decision to make. But by one means or another, its contents shall be removed from the common record. Then I'll have to politely refuse. I won't let you erase our history. Then we find ourselves at an impasse. Oh boy. Very well. The book can just as easily be pried from your dead hand. Ja, kann's ja mal versuchen. Huch, wo kommt die denn her? Let's see, shall we? Ihr habt euch leider mit dem Falschen angelegt. Ihr habt euch leider ein bisschen mit dem falschen Typen angelegt. So, du stehst natürlich noch. Wenig überraschend. Mal gucken, wie lange. Ich finde, Level 50 ist so ein weirdes Max-Level irgendwie. Das war aber, glaube ich, in 7 Remake auch schon so, ne? Ach komm. Das Ding ist länger, als es aussieht. That's what she said. Steht ja immer noch. Dankeschön. Schergen des Vollstreckers bezwungen.
Da müssen sie noch ein bisschen üben. Ah ja, Erz. Guck mal, vielleicht können wir unser Dings doch noch upgraden. Sweet. So, willst du jetzt auch noch mit mir tanzen, oder? Impressive. But we have other means. We shall claim the book yet. Why do you want it so badly anyway? It lays out in no uncertain terms the vanity and avarice of mankind. It tells the shameful history of the persecution and oppression of a gifted few by a giftless many. Would you say that this interpretation was correct? I don't know. You don't know. Your sword may be sharp, but your wits are dull. So let me answer for you. There is no correct interpretation of history. That a series of events took place may be proved beyond a doubt. But there can be no single, immutable explanation as to why they came to pass. Ja, der hat Clive gerade dumm It is a genannt. question of numbers and of belief. Aber er hat natürlich If nicht ganz enough unrecht. people believe that a set of events occurred for a reason, that belief becomes the truth. Es gibt ja dieses Sprichwort, dass die Sieger Geschichte schreiben und nicht die Trying to Verlierer. protect people from themselves, from knowledge that would bring them naught but pain. That is all. You may keep the book for now. The world is small. We shall meet again. Also, dass halt Until jede then. Chronik Wait. so ein bisschen gefärbt ist, je nachdem, wie es ausgegangen ist. Da hat er schon nicht ganz unrecht. Let's get this back to Vivian. Perhaps she can explain what that was all about. Weil es eigentlich super wenig neutrale Aufzeichnungen gibt. Ich glaube, also wenn wir jetzt mal im Universum hier bleiben, dann vielleicht Moss. Moss, der Chronist. Das ist ja zumindest der bekannteste von dem Haufen hier. Aber das Ding ist, wenn du nicht selber dabei warst, und selbst dann stehst du ja in der Regel auf einer von beiden Seiten. Also so eine ganz neutrale View wirst du halt nie bekommen. Das geht halt gar nicht. Das geht ja gar nicht. So, aber wo wir gerade da sind. Du mysteriöses Zauberwesen. Wir haben nämlich ein Problem. Die genannten Hans sind noch gar nicht auf meinem Brett. Also der Bote der Unterwelt ja, aber der andere, der Sensenmann, ist noch gar nicht auf meinem Jagdbrett. Ist der Mogel einfach nur schlampig geworden, oder? Schwierige Kiste. Vivian, Ich glaube, ich komme aus Origin nicht mehr raus, wenn wir da einmal drin sind. I found it. The book you lost. Ah, okay, ich muss erst die Quest abschließen. Okay, gut. Aus der Ferne. Der Name des Autors wird nicht erwähnt. Ob das daran liegt, dass das Deckblatt verloren gegangen ist oder ob der Band anonym veröffentlicht wurde, lässt sich nicht mehr sagen. Aber das macht Sinn. Irgendwie hängt sehr viel an Ein neues Joch 2. Vielleicht machen wir das dann auch als nächstes einfach. Die ersten 3 Quests haben wir ja gleich und es hat nur 1,5 Stunden gedauert. You found it. Thank you, Clive. Wird halt wirklich ein langer Abend. Even though I asked this of you, I was not entirely sure it would be possible. Okay. I feared the executors had seized every copy. I met with one of these executors, and I convinced him to let me keep it. For now. He told me something. That the truth is just a matter of collective belief. And that if enough people believe a lie, that lie becomes the truth. It does. But it also means that the truth is not immutable. That it can be changed. Provided that those who wish to change it can convince enough people that their perspective is the correct one. As the sad history of the bearers proves. You said that the book inspired you to become a scholar. It did. Or its author, rather. She was a heretic, you see. A firebrand and a dissenter. A gallows stood ready for her in every corner of the realm. And by shunning society, or perhaps being shunned by it, she stumbled upon a truth so potent that an entire realm trembled at the prospect of its utterance.
I, too, have always felt somehow set apart from the world of men. A stranger to my own species. She taught me that my solitude was not a curse, but a gift. And that, though my journey to the truth might be a lonely one, what I found at my destination would be more than worth the cost. Do you still feel that way? That you're not one of us? Honestly, I'm not entirely sure anymore. Since coming to the hideaway, I find my thinking somewhat clouded. Perhaps the result of studying mankind from a rather closer perspective than I had intended. But the more I study, the more I find value in this perspective. In looking not from the outside, but from within. So if you'll permit me, I'd like to continue my work here. Remember, Clive, when enough people believe, belief begets truth. Give the men and women of this benighted world the gift of truth. Make them believe in you, as I do. I'll try, Vivian. I'll try. Ja, die Vivian. Sie habe ich halt auch mega lieb. Auch wenn man echt nicht so wahnsinnig viel von ihr mitbekommt, weil sie so echt an den Rand gedrückt wird. Aber hey, dafür hat sie uns ihr Barret geschenkt. Der Hut der Vivian Neuengarn zum Abschluss ihres Studiums an der Universität von Canva übergeben wurde. Schenke den Männern und Frauen dieser dunklen Welt ein Stück Wahrheit. Ja. Warum hätte Clive nicht mit Vivian durchbrennen können? Macht er vielleicht noch? Macht er ja vielleicht noch. Aha, guck mal. Ein neuer Auftrag, ein neuer Brief. Das wird wirklich ein langer Abend. Eventuell müssen wir morgen nochmal ran. So, wir haben auch, glaube ich, schon neue Hans bekommen. Die heulende Todesfee. Okay, das ist ein Statement. Eine Belohnung gibt's auch. Welcome to the Patron's Whisper. Your benefactors are a generous lot. Weltweite Berühmtheit. Wenn man dieser Schnapsdrossel von einer Kapitänin, die gestern bei mir am Tisch saß, Glauben schenken darf, dann hat sich die Kunde von deinen Taten inzwischen sogar über Valisthea hinaus verbreitet. Und nicht nur das. Sie behauptet, es gäbe nicht wenige, die auf deinen Erfolg hoffen. Sie selbst mit eingeschlossen. Oh, Genji-Handschuhe! Let's go! Here you are. Sweet. Und das hier ist, glaube ich, die letzte Spende. In 500 Punkten. Mal gucken, ob wir das noch zusammen bekommen. Come again. I may have more. Aber Genji-Handschuhe. Warte, ist das so eins? Erhöht den verrichteten Schaden um 5%. Ich weiß nicht, ob das mehr ist als 12, aber... Im Glauben, dass es ihnen die Stärke ihrer Gegner verleiht, nehmen die Krieger ferner Inseln nach einem Sieg einen Teil der Ausrüstung des Besiegten an sich und tragen es über ihre eigenen bis zu ihrem nächsten Triumph. Aber Genji Gloves. Außerdem ist es gelb. Gelbe Sachen sind gut, habe ich gelernt. Also ziehen wir das erstmal an. Oh ja. So. How are you doing? Eigentlich wollte ich die ja zuletzt machen, aber wenn die uns neue Sachen eröffnen, dann machen wir direkt mit ein neues Joch 2 weiter. Während ich versuche, mich zu erinnern, was ein neues Joch 1 nochmal war. Das ist halt auch schon wieder ewig her, ne? Ist auf jeden Fall hier bei der Madame. A fortress? Das ist wahrscheinlich auch beim Schleier. Korrekt. Ist so traurig, wie jetzt hier die Märkte so zusammengeschrumpft sind auch. Realistisch, aber traurig. Haben wir von der Madame eigentlich schon einen Token bekommen? Ich glaube nämlich nicht. Your town needs you. Wir haben eher letztes Mal nur den Mackerich quasi rangetanzt. Guten Tag, Isabel. Lass mal hören. Do you have a moment, Clive? What is it? It's the Duke, unsurprisingly.
His Eminence has assumed full control of the garrison and put every able-bodied man to work on the fortifications. The town was left all but unguarded, so Philippe was compelled to form a citizen's watch to fill the void. And though my dear boys have been characteristically willing to assist him in this, they want for bodies. So I was wondering if you would lend them your strength, that the people of Northreach might sleep easier, if only for a few nights. Aber klar doch. Of course. Whatever you need. Thank you, Clive. What would I do without you? Philippe told me he had men stationed at... Where can I find the mistress of this establishment? Here, my lady. To whom do I have the pleasure of speaking? My name is Sabine, and it is my displeasure to be the daughter of the Duke of Oriflamme, who I understand is causing you and your town no small amount of trouble. Ach ja, die Engi-Frau. I wish to speak to you about what might be done. Ich erinnere mich. Very well. Let us speak. I trust you'll forgive me, Clive. Kiri, lass die Katze. Absolutely. Our conversation can wait. Please, proceed. As you know, my father is a most overbearing and supercilious man, and I join you in objecting to his every action. Indeed, I owe you my thanks for continuing to argue against his reckless plans. Yet I fear he is not one to be swayed by reason. No. He must be made to face the consequences of his actions. Ja, die Katze ist eh wach, weil sie jetzt Essen gibt. Who would make him do this? I would. Myself and several other like-minded individuals. Were you to join us, we would surely have the strength to drive him from Northreach for good. Voll hart, wie sie ihren Vater einfach verbannen will. Drastic. Drastic action is precisely what is called for. Unless you are content to see your people downtrodden and dispossessed. My father would have it that citizens exist only to serve the Empire. That they should be forced to make every sacrifice to ensure her revival. But he is wrong. It is not the people who must serve the Empire, but the Empire who must serve her people. He's always been like this. Scornful of the opinions of anyone he judged beneath him. But he cannot be allowed to ride roughshod over the common folk any longer. We must fight him by all possible means. Fight him? No. My purpose is to quell the tension in Northreach, not to stoke it. Respectfully, my lady. Our only chance of saving this town depends upon every one of us uniting against our common enemy. Your father and his followers included. While I understand your frustrations, I cling to the hope that he may yet be won round. False hope, I assure you. But I see that your mind is made up. I shall bother you no longer. If you will extend me the same courtesy, I bid you good day. She certainly has spirit. Sie ist ein bisschen auf Krawall gebürstet. But unfortunately for us, that spirit is only likely to harden the Duke's resolve, which may be enough to seal the fate of this town. Not that she cares. This is all about her and her father. Families. I'm sorry, where were we? Ah, yes. I was about to tell you of Philippe's plans for the town watch, but perhaps it's better that you heard them from him. I believe he's in the market, if you'd be so kind as to seek him out. Right away. It's just a pity I cannot join you. I'd like to see the two of you in action together. Das gefällt ihr. Das dachte ich mir schon. Ja, ja, ja. Wieso wird Clive eigentlich mit niemandem außer Jill geschippt? Ich meine, das hält die Leute doch sonst auch von nichts ab. Your town needs you. Aber bisher habe ich wirklich nur Clive und Jill Fanart gesehen. Ja, Clive und Sid. Ich meine. Wobei Sid hat ihn abgelehnt, wenn ich mich richtig erinnere. Sid wollte ihn nicht. Please, I beseech you. If you are a true son of Northreach, you must fight to defend your home. That's exactly what I am doing, milady. Or trying to, at least.
The land is crawling with fiends, and someone has to keep watch. Wie sie einfach weiter zu viel Liebe Even when our gelatscht true ist. enemy is hiding in the garrison. Fine. You're not the only able-bodied man in Northreach. Thank you so much for your help. So aggro, Mann. Was ist She da cornered denn you too, los? then? Could hardly get a word in edgeways. Like father, like daughter, eh? She made an uninvited appearance at the Vale earlier, hoping to convince the Dame to join her in fomenting rebellion. I bet that went well. Her ladyship seems to have a way with people. Anyway, what brings you here? Our mutual friend thought you might welcome some help. Oh, she did she? Right as always. In fact, you're just the man. Ich glaube, mein We've Controller had hat some gerade gemut. reports, you see. Sightings of, you know what. They're back. Seems that way. All over, too. We haven't been able to confirm anything yet, but if you're willing, you could go and see what's what. Right. Where should I look? You know Grieger's Weep? One of the sightings places them somewhere on its shores. I'm on my way. Thank you, Clive. Ist das der Stein? I'll look into one of the other sightings. Let's rendezvous back here later. Ich glaube, der war woanders. Ja, der war ja hier. Die Hand des Mimas. Stand das da immer schon? Vielleicht sollten wir da noch mal hinreiten. Ich meine, es hat eine Markierung gemacht. Das muss ja irgendwas zu bedeuten haben. Faster! Das geht schnell. Damn it. The reports were true. I need to stop them before they get to the town. So. Ein Auslöschungskommando. Wir sind aber wirklich zäher geworden. Mein Feuer reicht nicht mehr so weit, wie es mal gereicht hat. Bedauerlich. Wer? Warst du das? Warst du nicht. Wo ist der Vita-Typ? Als ob ich bei denen sagen könnte, wer von denen der Zauberer-Typ ist. Stand da oben nicht noch einer rum? Nein? Dass die Schemen vielleicht sind? Ich glaube, ich bin mit meinem Verdacht nicht so ganz von der Wahrheit entfernt. So. Aua, ich komme doch schon zu euch. Das drängelt doch nicht. Papa ist doch schon hier. Die können es ja gar nicht erwarten, mit Clive zu schmusen. You're finished. Ja, ich dachte, da kommt jetzt noch ein großer. Deswegen habe ich Zantetsuken mal aufgehoben. Die hatten wohl keinen Daddy. Schade. Call that a test, Ultima? Clive, it's me. What happened? You all right? I am. But it seems the reports were true. The thralls have returned. I dispatched the few that I found, though. Well, there's something, I suppose. But what were they doing south of town? They all came from the north last time. We might be able to fend off an attack from one side or the other, but from both? Do you have eyes in the north? Some. I should probably go and have a look, though, just to be sure. You head back to Northreach. I want you there just in case war breaks out while I'm away. What do you mean? Sabine.
Her ladyship's been busy working her magic on the townspeople, stirring up ill feeling towards her father. Einfach mal She'll have a Bürgerkrieg marching on the barracks if anzetteln. we're not careful. What? This is exactly what the Dane was afraid of. I'll do what I can to calm things down. Be careful out there, all right? Don't worry, I'm not like you. One sniff of those things and I'm running back to town screaming blue murder. Wie sie einfach rumrennt und einen Bürgerkrieg anzettelt, das hilft doch gerade keinem. Es gibt doch eh gefühlt nur noch so 30 Überlebende. Kannst du dich nicht gegeneinander aufhetzen? Do you not see, Father? The people of Northreach have given enough, and only a fool would ask for more. Listen to me, Sabine. Where would our people be without their country, hmm? The Empire is their sword and their shield. It is she that ensures they can live without fear. But now she teeters on the brink. Without their sword, how will the people fight? Without their shield, how will they protect their kin? Can the unarmed stand against the advancing hordes? No. But there is yet hope. A new shield, a new sword. A new empire. Das, was die Welt gerade braucht. We can rebuild Sandbreck, just as Great Grieger wills it. Perhaps we could, Father. But we don't want to. Not if it is built on the broken backs of the people. Please, let us not quarrel in the street. You must see that no good will come of this. Our fight is not with each other, but with the threat that draws ever closer to our gates. A threat that your sword has yet to rid us of, Your Eminence. You will hold your tongue, whore. You may have filled my daughter's head with your heresy, but I will not be corrupted. Corrupted? Your daughter's opinions are her own, as you would know if you had ever deigned to listen to her. At least I hope they are your opinions, and not posturing born of a family feud. Northreach deserves better than that. Northreach deserves better than you, Carla. Ouch. Yes, I know who you are. The slut of Twinside who bedded a Branded. Was? Jealous, are you? That a woman might choose a bearer over a pious man of Grieger. Clive! I met a swarm of thralls coming south from Oriflamme. Hundreds of them. Too many to count. No. Work on the fortifications has scarcely begun. Tja. We will retreat to Caer Norvent and there make our stand. Ich glaube nicht. Did you hear me? That was an order. Nun. Sagst du While hin. this is but a heartfelt plea, let us make our stand here and protect our homes. Protect those that we love. Together, for Northreach! You heard the dame. What are we waiting for? Pikemen to the gates. Archers to the roofs. Quickly, come on! So nämlich. So wird's gemacht. But she is but a common... Whore, yes. And we'd follow her to the gates of hell. Das ist für einen weißen, alten, religiösen Mann schwierig nachzuvollziehen, schätze ich. Dinge wie Integrität. Loyalität. Ganz schwierig. The men have their orders, and they look like following them. I got them spaced out at regular intervals. Whichever direction the thralls strike from, there'll be someone there to meet them. Thank you, Philippe. Rest assured the people will play their part. The herbalist has donated her stock of medicines to me. Should any of your men be injured, take them to the Vale. We'll see to them there.
Thank you, my Und lady. zack ist das Bordell ein Krankenhaus. Guck mal, I'll so play schnell my geht part das. too. You still one for numbers. Unlike the enemy. I only hope I can go some way to evening the odds. Philippe, can I leave the south in your hands? I doubt the thralls by the lake were the last of their number. Of course. I'll lead a party down that way so we don't get taken by surprise. What about you? I'll make my way up the road to Oriflamme. I fought a few of these things. And while I can't promise to hold them all back, I should be able to thin the herd. All right. But take care. Ist aber auch nicht, wo der Stein steht. Both of you. You can thank us when it's over. Till then, madame. Ja, der steht links von Oriflamme. Wenn wir jetzt noch da gehen. Der Stein ist da. Aber vielleicht kommt das später auch noch in der Sidequest vor. Also ich werde es jetzt mal nicht vorwegnehmen. Und dann nochmal womöglich sinnlos hinrennen. Aber wir behalten es mal im Hinterkopf. Hier, das da. Die Hand des Mimas. Vielleicht ist da auch später eine Hand oder so. Das klingt ein bisschen so. Ja doch, Zantetsu kennen. Ist ja gut, ich habe es wahrgenommen. Du bist aufgeladen. Blink, 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 blink. Gar nicht aufdringlich oder so. This is more like it. Komm mal her. Komm mal alle her, dass es sich auch lohnt. Mein Phönix zünde. Sind alle da? Lass mal wie so eine Herde zusammentreiben. Ey, ich war gar nicht einkaufen. Ich war doch einkaufen. Habe ich nicht gestern Abend noch eingekauft? Is it over? No. It's only just begun. Hä, wieso kommt die jetzt von hinten? Das macht nicht so viel Sinn. Au. Ach, die Schemen können sich auch porten. Das erklärt einiges. So, jetzt zu dir. Ach komm, ich hab den doch erwischt. Das war frech. Ich finde, ich habe den sehr eindeutig erwischt. So, einmal Zantetsu kannst du mitnehmen, bitte. Das war jetzt aber auch irgendwie weniger Damage, als ich erwartet habe. Oh, macht der einfach eine Arschbombe. Mit seinem Fuß. Das war eine Fußbombe. Aber erinnert mich mal dran, wenn wir gleich das nächste Mal im Hideout sind, mal Tränke aufzustocken. Das war ein schöner Finisher. Muss ich mal kurz selbst loben. Ich würde ja auch so gerne, so oft Fotomode und so anmachen, ne? Aber da das nicht bei der Switch so easy mit einem Knopfdruck erledigt ist, verkneife ich es mir. That looks to be the last of them. I wonder how the others fared. Better hurry back to town. Come on, Torgal. Ach, die machen das schon. Philippa hat alles im Griff.
glaube an ihn. Anscheinend können sie schon wieder kabbeln, also kann es nicht so dramatisch gewesen sein. Clive, it's good to see you. And you. The road to Oriflamme is clear. How did you and your men fare? Well, we ended up fighting for our lives down by the lake. Took a few nicks, but nothing the girls of the Vale can't put right. Glad to hear it. Well, it seems we've survived. For the time being, at least. I thank you both for answering the call. You were right. And I was wrong. About everything. I had thought that the only way to unite the people was under the banner of Empire. That without a strong hand to guide them, they would drift apart. To be borne hither and yon by the eddying currents of fate. But you brought them together. Not by force, nor by the exercise of goddess-given authority, but by simply being one of them. By knowing what they feel, because you feel it yourself. Our purpose was ever the same, Your Eminence. You were merely distracted by a loftier vision of empire and glory, while our eyes beheld matters closer to home. You have the right of it again. As did you, Sabine. His radiance said it himself. Sanbreque is naught without her citizens. I forgot that. And I am sorry. I'm sorry too, Father. Hätte ich nicht gedacht, dass sie so schnell I should never have taken things so far. sich versöhnen, aber ist I schön. only wanted you to understand how the people felt. How I felt. But my anger got the better of me. Do not blame yourself, my dear. This was my doing. I should have listened to you. To all of you. Your Eminence, Your Ladyship, I do not doubt that you came here with the best of intentions. But I believe the same could be said of us all. We all want safety, security, prosperity. Not just for Northreach, but for the entire realm. And we may yet achieve it. If only we work together. Will you join us in this? Yes. We shall. Thank you, Your Eminence. Wie wir einfach eine vereinte Now Welt that is erschaffen. settled, I must go and see to the wounded. The Vale's doors are always open to any soldier in need of relief. And today there are more than ever before. Alles klar, Girl, alles klar. Ich mag Isabel. Siehst du, Clive, ne? Du kannst auch mal vorbeikommen, Zwinky Zwonky. Madam Isabel is a rare soul indeed. In these dark times, I see that it is not men like me who should lead the realm, but women like her. You're right. If only I'd listened to her when I had the chance. Forgive me for saying so, my lady, but you still do. The dame said it herself. We can turn things around. We just have to work together. And that goes for you, too. You're one of us now. One of you. Well said, Captain. Let this be a new beginning. Not only for Sanbreque, but for us. Fine. Well, since there's nothing more to be done here, Noch eine Region I should see if gerettet. Isabel needs any help moving the wounded. Sweet. Bin gespannt, was sie uns als Token gibt. Vielleicht ein Schlüppi oder so für die Wand. Trägt sie überhaupt ein? Wäre die nächste Frage. Kenne mich da nicht so aus mit Dirnen im Mittelalter. Vielleicht ein Schmuckstück. How goes the treatment of the wounded? I'd be happy to man one end of a stretcher if it would help.
You've helped quite enough for one day, Clive. Thank you. Na, ist eh nur ein Don't mention it. Oh, but I must. After all you've done for this town, it is the very least you deserve. An Smoot kann ich mir nicht an die Wand hängen. Tell me, if Northreach had fallen, what would you have done? A woman of your means could find a home anywhere in the realm, but I sense you would rather have died here. It's a long story. For you, madame, I have all the time in the world. Ooh. Very well. Long ago, I had a life in the Crystalline Dominion. I was Carla then, courtesan to the nobility. So sought after was I that it was only they who could afford my time. Alas, those halcyon days were not to last. For naive as I was, I fell in love with a bearer. He was my master's guard, the gentlest man I have ever known. After they discovered us together, he was whipped bloody and forbidden from ever looking at me again. And so we fled. Not that we had anywhere to flee to. We wandered, aimless and starving, half dreading, half praying that the next day would be our last. Until we found ourselves here, in Northreach. It was the veil that took us in, that fed us, clothed us, and healed our hurts. Those that could be healed, at least. My love was already too far gone. He passed away. He did. Not long after we arrived. But at least we were able to share a few moments of peace before the end. It was the greatest gift I have ever received. But the generosity of this town and her people did not end there. The men and women of the Vale supported me through my grief. Shared in it, though I was still a stranger to them. They treated me like a sister. And so I swore that I would always do the same. That I would return the kindness that Northreach showed me. That I would repay my debt to the Vale. Thank you, Isabel, for sharing this with me. You're a lot like him, you know. Perhaps that is why I have such a soft spot for you. Never stop fighting, Clive. And I shan't either. I know that it will not be easy to keep Northreach together. But our efforts will be rewarded. Just look at us now. The people, the soldiers, even the Duke of Oriflamme and his daughter. All united in defense of this town that we have come to call our home. And what of you? Can we count on your support too? Always. Weißt du, halt schon wieder so eine mega gute Geschichte. Schild des Schleiers. Das Schild des Schleiers, Nordstedts bekanntesten Freudenhauses. Die Stadt ist das Tor zur kaiserlichen Hauptstadt Oriflamme, wogegen beide Flanken der großen Mauer Wellen von allem altem und neuem Geld schwappen. Die kriegen das halt einfach so gut hin, auch diese, ich nenne sie immer gerne Hauptnebencharaktere, so lebendig zu machen. Ich meine, ja, ist das jetzt relevant dafür, dass wir Ultima kloppen? Nein, aber ist das richtig geiles Worldbuilding? Ja. We have brought Northreach together. Now the fight begins to keep her together. For if this town is to survive, we must all play our part. Including you, Clive. Wie sie halt alle jetzt hier so zusammenkommen und an einem Strang ziehen und sich alles so zusammenhutzelt und alles. Ich mag es halt wirklich so sehr.
Das ist so gut gemacht. Ich wünschte, mehr Spiele würden sich die Zeit nehmen, halt auch diese Nebencharaktere, die nicht so direkt zum Hauptcast gehören, so aufzubauen. Geht natürlich nicht immer, verstehe ich auch, muss vielleicht auch nicht immer, aber wenn es dann mal passiert, dann ist es umso schöner. Und wir haben neue Hans, da müsste jetzt eigentlich dann auch derjenige welche dabei sein. Es wird aber auch gleich schon Zeit fürs Päuschen, ne? Wir sitzen hier irgendwie schon seit 2 Stunden. Der Sensenmann. Und der Ritter des flammenden Herzens. My. Okay, aber zuerst würde ich gerne noch... How are you doing? Er hatte ja, glaube ich, noch eine Sidequest. Here you go. Richtig? 2. Hasenjagd 2 war doch am Anfang, aber auch noch nicht da. Bei Hasenjagd 2 müsste hier unser Bunny Boy sein. Ich habe seinen Namen schon wieder vergessen. Der jetzt vertrieben wurde, weil sich herausgestellt hat, dass er ein Bearer ist in der Wüste. Ihr erinnert euch. Der Schnuckelige, die kleine Sass-Bitch. Und ewige Pflicht weiß ich gerade gar nicht. Das sieht ein bisschen aus wie Jote vielleicht? Aber Jote ist eigentlich hier. Ach, Cyril! Lubor heißt er. Da steht sogar. Lubor und Cyril. Lubor wird sicher auch wieder lang. Aber ich glaube, das schafft man auch. Sein Schicksal interessiert mich nämlich auch brennend. Brennend. Habt ja vorhin erst nach ihm gefragt. Ich schätze, jetzt kriegen wir unsere Antwort. Noch wurde er also nicht vertrieben. Here to help me pack? Aber gleich. Thanks, but I'll be traveling light. I'm almost finished already, in fact. Ich meine, vielleicht doch nicht. You're really going to go through with this then? Wir uniten ja gerade alle. I am. But before I go, there is one small issue I'd like your assistance with. Well, 2, in fact. If it's within my power to help you, I will. It's the children. I refuse to let them share in my disgrace. And if I leave them here, they surely will. Our friendship would see them ostracized forever. But I can't take them with me either. Das ist halt so dämlich, die Kinder I can können think nichts of only dafür. one place where they are certain to be safe and provided for and loved. The hideaway. Du kannst auch kommen. Ich nehme dich auch auf. Of course. The children would be more than welcome. Er wäre ein Thank you, super Clive. Add-on. I will not forget this. Lubor, are you still here? What is it, Ferda? You look pale. There's been a flood in the Velcroy. A damn big one. The League of Outlaws encampment was completely submerged in ether. What? Every last one of the bastards has turned. And they're headed this way. Bandits are one thing, but Akashic bandits are quite another. The town guard won't stand a chance against them. We need to evacuate. There's no time to lose. Ferda, gather the men. Aber wohin? The Akashic may strike at any moment. We must make ready to cover the townspeople's escape. Wo will er sie denn hin evakuieren? Hier What ist are you noch nichts. waiting for? Yes, my lord. Hier ist doch nichts. Clive, change of plan. The children stay with me for now. I need you to find Conrad and Natalie. Tell them to prepare for a full and immediate evacuation. Understood. I'll do what I can to convince everyone else. Wish me luck. Hier brennt aber auch jedes Mal, ne? Hier brennt es jedes Mal. Lichterloh. Ist nicht so ein bisschen dramatisch. Es ist immer, das ganze Haus steht schon in Flammen. 10 Meter hoch. Drunter machen sie es hier nicht. Ah, it's you. What do you want, Lord Underhill? To pass on an important message. There's been an ether flood out in the Velcroy. The camp where the so-called League of Outlaws were gathering has been swallowed. They're no longer just bandits. They're Akashic now, and they could be here at any moment. You need to begin preparing for a full-scale evacuation right away. Oh, do we?
And who was it who gave you this disturbing news, might I ask? Lubor, perhaps? The man spreading the same poison out in the square as we speak. You may believe his lies, my lord, but we know better. But why would he lie about something like this? Schon. Some twisted attempt at revenge, perhaps. If he had not been unmasked, he may well have been elected our leader. A great honor for one of his kind. One he might well feel aggrieved at having been denied. Lord Underhill, forgive me, but it has become all too evident where your sympathies lie. Lubor cannot be trusted, and neither, therefore, can you. Ja gut, dann sterbt ihr halt. But for the sake of your people, ask yourselves. Kann ich ja doch nichts If machen. there is any chance that this is true. There isn't. You can be certain of that. Now be off with you. Das nennt sich dann Natural Selection. Ich hab's You're gesehen. making a mistake. Die sind aber auch alle garstige Hobbitze, ja? You're not going to listen to me. Garstige We'll just have to do what we Hobbitze. can without them. I should speak to Lord Further. Anders kann ich es nicht ausdrücken. I think we'd better shut up. What's Lubor raving about now? Warte, ich wollte einkaufen. Wir müssen gar nicht zurück. Anything I can interest you in? Die verkauft mir doch bestimmt auch Tränke. An excellent choice. My thanks. Ich meine, der Tante fremdgehen ist natürlich schwierig, aber manchmal... An excellent choice. Manchmal muss man es einfach machen. So. Lord Further. Lord Further. Trouble. Sid, what's wrong? Trouble. I went to warn Conrad and Natalie about the Akashic, but they wouldn't listen. They've convinced themselves that nothing Lubor says can be trusted. The bloody fools. Which means the town guard can't be counted on for support. But I can. If there's anything I can do to help you defend Dalamil, you only have to ask. I appreciate it. Sid! Further! I've been looking for you everywhere. Victor? I thought you'd left. I couldn't abandon a friend in need. No. And Lubor is in need at this very moment. Come quickly. Schlagen sie ihn jetzt schon zusammen oder was ist passiert? Chat, freut ihr euch eigentlich auf morgen, weil Pikmin 4 rauskommt? Ich freue mich nämlich ganz doll. Wollte ich mal loswerden. You have to believe me. The Akashic are coming. They don't eat, they don't sleep, they don't tire, and they don't care who they kill. They're unlike anything that's come before. There will be no parley, no mercy granted. We may have saved the town once, but this is different. I do not ask that you forgive me, but please believe me. If you do not run, you will die. You will all fucking die! Aber nochmal, wohin? Wohin sollen sie flüchten? You'd like that, wouldn't you, bearer? Yeah, with us out of the way, your kind will be free to claim Dalamil for yourselves. You should run! Ei. Run, bearer! Yeah, run! Run! Far, far away! Just go on. Sie einfach steinigen, Junge. Come on, then. Lubor. Wait, someone's coming. Oh nein, die Kinder. Stop! You're hurting him! Hört auf zu werfen, ihr Idioten. Alter. Wirf doch nicht die Kinder. What did Lubor ever do to you? He solves all your stupid problems, and he keeps all of you safe. You know there's nothing he wouldn't do for this town.
Who was it who made that cleaver you use every day, Conrad? And what about your counting table, Natalie? Who fixed that? Whose men make sure the streets are clean so all your boots don't get dirty? Who spends all day, every day making sure things run smoothly round here? Das, wenn die Kinder die einzig Vernünftigen sind. Ever say thank you? Ever? But did Lubor ever complain? Well, does he ever stop smiling? He keeps this whole place going! And you act like it doesn't even exist! Lubor, we've heard enough. No! We will not run. The town guard will not abandon the very place it is sworn to protect. And I will not give up for lost the stores that we labored so hard to fill. So tell us, how do you propose we deal with these Akashic of yours? We won't run, but we will fight. All right, then. Fine. Gather around if you don't want to die. Okay. Onkel Clive fixt es schon, schätze ich. Allow me to explain the situation. Aber wir haben ja schon mal die Stadt verteidigt. The ether flood occurred near the village of Cheratina, deep in the Velcroy. The place had been abandoned for years, until the League of Outlaws decided to make it their base of operations. Now they're all turned, and if the scouts' reports are correct, heading in this direction. They are mindless monsters, driven only by hate and rage. And they are utterly unpredictable. With the bandits, we at least knew how and where they were likely to attack. When these creatures come, Dalamil will have the bitterest fight it has ever faced on its hands. The town guard will muster at the north gate. The rest of us will take the south. Both forces will provide men to serve as scouts and messengers, ready to spread word of the size and nature of the Akashic force as soon as it is spotted. And as soon as it has been, we will converge on its position and see that it is driven back from Dalamil at all costs. Conrad, can I count on the support of the town guard? Always. I leave the selection and coordination of the messengers in your hands, Victor. And the command of our men in yours, Ferda. If you would both be so kind. Consider it done. As you wish. Natalie, I would ask that you and your people have the townsfolk barricade themselves inside the bathhouse. And tell the merchant not to waste time securing anything beside the essentials. Preserving life is our one and only concern. As long as we survive, it doesn't matter what trinkets we might lose. Our riches can be regained. And if anyone doubts that, let it be known that the Briar's Kiss stands ready to cover any losses. Very well. I shall tell them. Where do I fit into this plan? Where else but the most perilous place of all? An der Frontlinie. I would like you to travel to the home of our erstwhile League of Outlaws, Cheratina itself. The main host is most likely still there, and Dalamil will not be safe until it is eradicated, root and branch. A little gardening. How pleasant. I doubt it. I have a feeling these weeds will be particularly stubborn. Chat, habt ihr Unkraut-Ex dabei? So you are. All right then, we all know what we have to do. Das hätte ich wohl bei Karotte auch gebrauchen können.
Karotte. Wisst ihr noch? Damals. Als wir gegen Karotte gekämpft haben. Looks like everyone's ready. I'd better not keep them waiting. Ist das wieder das, wo ich immer runterfalle? Nein. Ich glaube, das war weiter hinten in der Wüste. Oh, guck mal, die haben ganz schön schicke Barrikaden gebaut. Ich meine, das wird die Viecher nicht aufhalten, aber... Sie haben es versucht, die Zombies ein bisschen in Schach zu halten. Komm, Torgel. Was traurig ist, die kannst du ja nicht mal essen. Also zumindest ist es wahrscheinlich nicht klug, Zombies zu essen. There's the flood. But what's waiting for us inside? Ah, ich sehe da schon so ein paar Versprengte. Die lassen wir mal wandern. Da sind ein paar viele. We can't leave a single one alive. Aufräumt Trupp Rossfield zu ihren Diensten. Ich fühle mich halt wirklich wie so ein Kammerjäger. Kammerjäger Rossfield. Sind aber wirklich viele. Echt? Ach komm. Die immer mit ihren dicken Keulen. Weißt du was? Jetzt reicht's. Räumen wir erstmal ein bisschen auf hier. Steht der Typ ja immer noch. Ja? So. Diesmal war ich schnell genug. Da können wir wahrscheinlich auch gleich Santetsu kennen. Jetzt wäre es so eine Kanone. Santetsu kennen. Ey, habt ihr gesehen, wie krass stark Ramu geworden ist? Holy shit. Das war ein Riesenhaufen Schaden. The League is disbanded. Mari gefällt das. Big PP Energy, ja, Sid's PP ist ja aber richtig big. Big in Valistea. Lebt ihr denn alle noch? Einige Zeit später. War ja jetzt eigentlich wieder gar nicht so dramatisch. All the Akashic we were able to find have been dealt with. Bless Clive. Seems that might be the last of them. The last of them here, perhaps. Lubo, Sip, Clive has returned. Clive! What news from Charatina? It's done. Root and branch. I knew you wouldn't let me down. Thank you, my lord. Das ist auch noch Unkrautvernichter. Friends, the Horde has been driven back. The Akashic have been defeated.
And we need not fear the arrival of any more, thanks to Clive. Victory is ours. Woo! We bloody did it. We saved Dalimil. Ja, ihr habt richtig viel beigetragen. Lubor, allow me to apologize. After all you have done for this town, we should never have doubted you. But we did. And for that we are truly sorry. We only hope that you can forgive us. Schätze, ich muss die Kinder doch nicht We mitnehmen. need you, Lubor. Dalimil needs you. So, if you would still like to be considered for the position of mayor, you have our backing. You do remember that I'm a bearer, don't you? We do. But that is not a stain on your character. Endlich haben sie It es is a begriffen. stain on ours. Endlich. We thought only of what we perceived bearers to be, not what you truly are. The man who saved Dalimil twice over. Mhm. I see. Und so viele Male vorher wahrscheinlich auch. But I will only accept your proposal on 2 conditions. Name them. Firstly, that you will both do everything in your power to rally your people to my cause. If the Town Guard and the Merchants League do not accept my leadership, it will be doomed from the start. Unity is the key to defending Dalimil, and I do not doubt that we shall need to call on our combined strength again. When that time comes, I will expect us all to pull together, just as we did today. Of course. You have our word. And secondly, you will accept that if I am to lead you, the mistreatment of bearers must end here in Dalimil. Any bearer within our walls shall be afforded the same rights as any other citizen. They will not be judged by what they are, but who they are. As we failed to do, and came so close to losing everything. We agree to your conditions. And we have only one in return. That you continue to work for the good of Dalimil, as you always have. Changing the world, one city at a time. Schon so, ne? Condition Das einzig accepted. Traurige ist, wie lange wird der Frieden halten, wenn wir erstmal die große Bedrohung ausgelöscht Seems my haben? mayorship is all but confirmed. Do I get some sort of special hat? How fickle fate can be. Not so long ago, I had resigned myself to leaving Dalimil in disgrace. And now, I find myself her leader. How Here. the turns have tabled. For everything. Was guckst du denn so grimmig, Clive? About the children. Fear not, you are of course relieved of your responsibility. I would sooner face another horde of Akashic than see them brought up as outlaws. I'll make sure they're safe here. I don't doubt that you will. And not just the children, but everyone in Dalimil. I'll do my best. Can't have all your hard work going to waste. So viele Happy Ends. Vielleicht kriegen wir doch auch ein großes Happy End. Wenn ich mir das hier jetzt so angucke. Vielleicht ist es möglich. Mit der Kraft der Vereinten Nationen. Wenn sie alle eine große Clive-Dama machen. Schild des Dornenkusses. Das Schild des Dornenkusses, stolz von Dalimil. Die Schmiede ist bei reisenden Kaufleuten fast so beliebt wie die berühmten heilenden Bäder, in denen sie auf dem Weg nach Drachenfang ihre Sattelwunden auskurieren können. Und so cool ich das auch finde, aber eine Frage habe ich. Wenn die mir jetzt alle als Token ihre Ladenschilder schenken, was machen die denn dann? Gehen doch dann pleite?
Die gehen doch dann einfach pleite, wenn die keine Schilder mehr haben. Und das ging jetzt wirklich eine halbe Stunde. Das sind, glaube ich, tatsächlich die ganz großen Sidequests, die wir hier in der Liste haben. So, wir haben jetzt noch 1, 2, 3, 4, 5. Und in der Post ist noch eins aufgetaucht. Und 6. Also das wird ein langer Abend. Du trägst die und machst Gratis-Werbung. Du meinst, wie meine tolle Schärpe mit all den Siegeln drin. Pfadfinder Clive. Fancy a look at the list, do you? Quick look. So, weil in der ewigen Pflicht gibt es, glaube ich, unser zweites Orihalkum. Also unser drittes eigentlich. Ist das die Stadt, von der ich denke, dass sie es ist? Ja, hier sind nämlich die andere Secret Organization, die für Joshua arbeitet. Aber ich würde sagen, bevor wir weitermachen, wird es Zeit für eine kurze Pause, oder? So, ihr Kinder der Nacht. Ich habe auch mal nach den Hans geguckt. Die können wir auch demnächst mal angehen, aber ich glaube, ich würde dann erstmal mit Cyril weitermachen. Weil wir die, glaube ich, auch sogar vorher machen müssen, bis der eine spawnt. Ich hoffe, ihr habt euch alle versorgt. Geh mal rein da. Cyril! News has reached us of the black bulk that soars over the strait. Lord Cyril has ordered our survey teams to investigate it forthwith. It would seem that your battle is coming to a head, my lord. I pray that you and your brother will emerge victorious. May the Firebird's flame burn ever in your hearts and guide you back home safely. Plötzlich sind hier irgendwie voll viele Leute. Cyril, mein Bester. Lord Marquis, was liegt auf deinem if you have Herzen? a moment. What is it, Cyril? One of our brethren lately journeyed across the strait in order to pursue a new avenue of inquiry in our ongoing investigation. He sent an owl some while ago, but we have heard naught from him since. Was he surveying another fallen ruin? No. The object of his study was a savior cult that has arisen in Ash in recent years. We believe it may have some connection to the Circle of Malleus, an ancient religion that worshipped Ultima as its god. By gaining an understanding of this new faith, we hoped to learn more of the Circle's original beliefs. And so you sent one of your brothers to Ash? A continent teeming with orcs and Akashic? Smart. Fully cognizant of the risks, yes. I entrusted the mission to one of the most able of our order, the third chair, a master of the arts of combat and survival both. Deren Risk Assessment ist so ein Though he has bisschen been silent for some days now, I have thus far refrained from sending any others in search of him, lest they be lost in turn. Yet, it seemed only right to inform you of the situation, given your unique experience of the perils of Ash. For as you so earnestly advised me, it would not do to abandon a man to his fate, when he might yet be saved. Na gut, weil du so nett bitte, bitte Onkel Clive gesagt hast. It would not. But Ash is a big place. Can you be any more specific? So dumb. Perhaps. The last owl I received from him mentioned a village where he had heard the cult were wont to assemble. Mickelberg was its name. Mickel! It lies in the southern reaches of Waloed. If aught ill Wann ist befell Mickel, him, Chat? I expect it did so there. All right. I'll see what I can do. You are much too kind, my lord. Go then, with my hopes. And may the Firebird's flame ever burn in your heart. Ja, Clive willst du noch hinter sich haben. Kann ich verstehen. Aber leider hat er sich dafür den falschen Spieler ausgesucht. So then, Torgal, how do you feel about a trip to Ash? We have a third chair to find. Assuming he's still alive.
Tut mir für ihn sehr leid, aber er hat sich leider eine Person ausgesucht, die echt gerne Sidequests macht. Sucks to be Clive. Ich glaube, hier ist auch sogar irgendwo einer von den beiden Typen, die ich platt machen muss. Er ist 33? Oh. Dann habe ich ihm... Oh. Oh. Dark. Ich hätte mal wieder so Bock auf so eine Serie wie Dark, by the way, ne? Wäre der nicht näher gewesen? Einfach mal was so richtig Mindfuckery, trippy, geiles durchsuchten. Hätte ich mal wieder richtig Bock drauf. Chat, habt ihr Empfehlungen zufällig? Und sagt jetzt nicht Stranger Things. Weil Stranger Things ist in Ungnade gefallen bei mir. Come on. Ich weiß, damit mache ich mich jetzt richtig beliebt. Aber so eine gute Serie, das wäre schon was. Ja, es gibt so viele gute Serien. Das ist Teil des Problems. Wusstet ihr übrigens, dass Disney dieses Jahr 100 wird? Ich hab's bis gestern auch nicht gewusst. Haben wir hier nicht gegen die Kuglerich gekämpft? This must be Mickelberg. Stranger Things ist auch nicht wirklich mein Fuckery. Na gut. Guten Tag, was macht ihr denn da? Wird das eine Hinrichtung oder betet ihr einfach nur? Bin unsicher. Unturned. And the village seems safe enough at least. Oh, ist das nicht so ein Aufzug? What is going on here? Ah, did you too heed the call? Heed the call? No, I came here looking for someone. To be honest, I wasn't sure I'd find him here. Let alone all of you. Is that so? What are you doing here? Bauchweh. Is this where you live? It is my home. The others, they heeded the call. You keep saying that. What do you mean? They came here to perform the rite, just as King Barnabas instructed. This village is their altar, where they shall cast their souls upon the gentle waters and give themselves to the Lord. Ach, hier turnen die sich selbst, okay. Oh, Lord, cleanse us of our sins. Aber ich finde das gut, dass wir das auch mal sehen. Let us be reborn in your loving arms. Wie das so läuft, wenn sie sich Ultima hingeben. Free us from the torment of this mortal realm. They want to be saved. Forgive me. But did another foreigner, like me, come here? He was probably wearing a cowl. You mean the traveler from Storm? Yes. He's staying at my house, toward the rear of the village. Thank you. If you don't mind, I'll go and greet him. They seek the same salvation Barnabas did. Bring us salvation. At least the third chair is still alive. Let's go and find him. Aber das hier ist doch so ein Aufzug aus einer der Ruinen. Bisschen sieht es aber auch aus wie so eine... Also Sternkarte ist das falsche Wort, aber es sieht so ein bisschen aus halt wie so Planeten. Weißt du, wie ich meine? So eine Planetenkarte. Ist hier irgendwo noch Loot? Weil Loot tut gut? Nein. Okay.
die sind hier wirklich alle sehr loyal. Ich meine, Barnabas ist tot und sie wollen sich trotzdem für ihn hingeben. Excuse me. Are you with the Undying? I am. And so it would appear, are you? Lord Rosfield, if I am not mistaken. That's right. And you must be the third chair. I am. Cyril was worried for your safety. He sent me to find you. Then I must apologize. I did not mean to trouble the bearer of the burning quill. Much less you, my Lord Marquis. Mann, wenn sie doch noch You said that you Smartphones had hätten. failed to report. Is there a reason for that? I came here to study the followers of this new faith. But the more I learned of them, the more my own faith began to falter. Oha. You have seen them at their prayers, have you not? Du sprichst zur falschen Person. Ich bin so unglaublich, wie es so geht. Devote themselves to the veneration of their Lord with a fervor I have never seen before. Praying night and day that they might be rid of their wicked wills and reborn in their Saviour's light. Not that they might be granted respite from their worldly woes, but so that they might continue to serve him. Serve him with all of their beings. Ja, aber Ultima findet leider, ihr seid Müll, I also. swore to devote my life to the service of my Lord and Master, but this... it is different. Schwierig. It is more. And so I would see it through to the end. See these people safe, that they might achieve their dream. That they might do their duty to their Lord. Even if it should keep me from doing my duty to mine. You do understand what their dream is, don't you? I do, my lord. They would cast aside their wills and become a Kashik. I know that it may be hard to believe, but to these people, that is the very essence of salvation. Forgive me, my lord, but I must remain here. If you are to return to Master Cyril, I would consider it a great... Uh-oh. Did you hear that, my lord? Something is happening. Ich glaube, Wünsche wurden I'll go find out what. erfüllt. Stay here. Oder sie sind jetzt runtergefahren, weil das klang ein bisschen so, als wäre der Fahrstuhl angegangen. Dann wimmelt's hier gleich vor Echos. Ja, jetzt sind sie nämlich alle weg. Sind einfach runtergefahren. Oh no. There must be something I can do. Oder weggerannt. Aber sie wollten doch Hakashik werden. Echoes as well. Found her. Ist das nicht, was ihr wolltet? Over here. Das heißt ja nicht umsonst, be careful what you wish for. Richtig? Richtig. You're finished. What now? Ich hoffe, da kommt jetzt nicht noch ein Eisengigant raus. So haben die sich das einfach nicht vorgestellt? Glaube ich auch, ja. Wie nennt man das? Unsanftes Erwachen? Ach komm schon. Ich habe doch gesagt, ich will das nicht. Immer auf die Kleinen. We meet again. War halt so klar. Titus, du hast dich aber verändert. Ich meine, 22 Jahre sind lang, aber... Wisst ihr, Final Fantasy X? Ich weiß, der heißt Titus. Er ist gestern 22 geworden. Er darf jetzt überall legal trinken. Praise the Lord. Nice try.
Hoppla. Tito ist ganz schön gut im Einstecken. Das muss ich ihm lassen. Schneller, Clive. Uff. Und zwar einen Gegenhit kassiert, aber worth it. So, Vorsicht, 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 Vorsicht. Aber bitte da, so denkbar schlechter Zeitpunkt. Verdammt, die Explosion hat mein Sandhälse gerne abgebrochen. Rude. Mann, der kann das hier wirklich dauernd abbrechen. Ist ja super unfair. Der pupst einmal und schon ist meine Attacke abgebrochen. Ist aber auch ein bisschen weak vielleicht dann. Wenn sich das so leicht unterbrechen lässt. Warum ihr alle da seid? Will ich. Er hat noch ein paar neue Tricks drauf, der Typ. Die konnte sein Vorgänger nicht. Der ist ja auch on fire. Ja, soll Ultima den doch nehmen. Ich meine, ich sehe da keinen Unterschied. Toll, es hüpft da einfach weg. Ja, ich reg mich einfach nicht auf. Das nützt ja auch nichts. So, Sid, bring's zu Ende. Er ist halt schon, also The bestest of boys. Hat sich ja nicht umsonst einen Namen ganz Valisthea gemacht, ne? Damit. Don't you die. Come on, speak to me. I had to save them. They might have a chance to find
true salvation by devoting themselves to the service of their Lord. Just as I did. Ja, und gleich bringen sie dann alle um, ne? Plucked me from the gutter and gave me a cause to believe in. A duty to serve was everything to me, and I would not deny them that fulfillment, even if they must become a Kashik in order to achieve it. Forgive me, my Lord Marquis. I did not mean to trouble you with this. My findings. Could you deliver them to Master Cyril for me? Of course. Your duty will be done. Look, my lord. Dieser ganze Orden der Ewigen ist irgendwie They are saved. Die haben alle eine sehr komische Weltansicht irgendwie. Soll ich die jetzt einfach marschieren lassen? Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Ich meine, die tun wahrscheinlich keinem weh. Aber... They are saved. Founder. I should get this report to Cyril. Aber dann wiederum kämpfen wir ja dafür, dass jeder on his own terms, also wie er oder sie möchte, leben oder sterben kann. Also im Prinzip auch dafür, dass sie Zombies werden können, wenn sie es halt toll finden. My Lord Marquis, welcome back. I am glad to see you hale and whole. I met with your third chair, Cyril. He bade me deliver his findings to you. Mickelburg-Notizen. Der Bericht des dritten Stuhls über die Lehren eines Erlöserkults aus Ashra. Die äußeren Ränder sind mit dem Blut des Mannes befleckt. Thank you, my lord. He remained in Ash? He died protecting the villagers from an echo. I buried him in Mickelburg. I'm sorry that I couldn't save him. Cyril, du hast eine komische If you could Truppe. not save him, no one could. The villagers, they were believers in this savior cult. They prayed to their god that they might be unburdened of their wills. Then an ether flood came, and their wish was granted. Your brother sacrificed himself that they might live, even knowing that that life was death by another name. Then he perished defending liberty. A hero's end. Weil ich meine, wer sind wir zu bestimmen, ob die For the recht right haben to oder dumm choose how sind, aber one es ist halt ein dies bisschen schwierig. is no less sacred than the right to choose how one lives. Sid would agree. He wanted to build a world where people could die on their own terms. Aber eigentlich ist halt wirklich genau das, wofür wir kämpfen, ne? A noble ambition. To die for one's cause is the most perfect expression of one's faith. Auch wenn es uns It dämlich matters erscheint. not how misguided others might judge one's decision to be. Only that the decision is one's own. We live according to the teachings of our order. We believe in them. We protect them. And yes, we die for them. For better or worse, that is our creed. But he didn't die for your creed. He died to save them. And you still believe that what he did was right. I believe
that he believed it was. We of the Undying are not slaves, but willing servants. And this was his will, the ultimate expression of it. All right. I'd like to know this man's name, Cyril. To know the names of all the Undying who've fallen in the line of duty. They died serving my house. It's only right that I remember them. That is my duty. Of course. I shall fetch the Book of Martyrs at once. Es gibt ein ganzes Buch. My lord, it has been, and shall ever be, the greatest honor of my life to serve House Rosfield. Though our duties may differ, yours is no less important. I pray with all my heart for your success. And were they here, I have no doubt but that every one of my fallen brothers and sisters would feel the same. Heieiei. Der Cyril. Level up. Ob wir die 50 wohl noch knacken, bevor wir zum Finale gehen? Emblem der Ewigen. Das Emblem des Hauptquartiers der Ewigen in Tabor. In dem kleinen Dorf sind die besten Lederarbeiter und Steinschleifer der Republik Daimekia zu Hause. Von einer geheimen Gesellschaft, die geschworen hat, dem Phönix zu dienen, wissen dort allerdings die wenigsten. Und da ist auch das fehlende Orihalkum, das heißt, ich denke, wir gehen jetzt ein bisschen jagen, bevor meine Hand sich denkt, es ist ein bisschen zu spät, ich habe keine Lust mehr. Damit wir uns dann die beste Waffe heute noch auf jeden Fall holen können. Weil jetzt müsste das eigentlich gehen. Aushängeschild! Sweet. So, ich habe aber, glaube ich, gerade nicht alle Tränke. Lass mal gucken. Are you buying or selling? Einer hiervon, Anything else? einer Of course. davon, einer davon. A fine choice. Okay, dann lass mal gucken. Dann können wir das nämlich auch gleich abhaken. Bevor wir dann mit den restlichen Sidequests weitermachen. Da hier sogar gleich 2 sind, stehen unsere Chancen wohl nicht so schlecht. Oh hey, das ist sogar da hinten bei dem Stein. In der Nähe. Der ist nämlich genau hier. Ah, vielleicht ist er auch hier. Schauen wir doch mal. And how might I help the garrison today? Ich glaube, ich muss durch die Stadt, ne? Und dann durch die Garnison. Und dann komme ich hier wahrscheinlich nicht raus. Those things didn't fight like men. Hey, die Barrikade ist ja mal richtig gewachsen. Da haben die sich aber richtig Mühe gegeben. So, und für den Fall der Fälle erstmal ein Speicherlein. So. Faster! Und los. Na, wenn wir dann jetzt schon in der Nähe sind, können wir vielleicht gleich die paar 100 Meter noch zurücklegen und nochmal den Stein versuchen anzufassen. Gucken, ob jetzt irgendwas passiert. Aber erstmal muss ich den Typen irgendwie gelegt kriegen, wenn er denn hier ist. Da steht er doch. Der Sensenmann. Guten Tag. Be safe. Prinz des Todes. Das ist quasi ein übergroßer Lich, ne?
wenn du so willst. Bei dem schaffe ich das nicht, der ist zu schnell. Da komme ich mit meinem eisernen Tanz nicht gegen an. Eieiei. Der teilt aber aus. Komm schon. Das ist halt wirklich so ein kleiner Litsch. Wenn du da nicht direkt rauskommst, dann vermöbelt er dich einfach. Da musst du ihn einfach kommen lassen. Bin ich jetzt schnell genug? Nein. Nein, nein. So, versuchen wir es jetzt mal. Hat leider nicht ganz gereicht. Also. Oh oh. Hi. Junge. Übertreib halt. So ein kleiner Übertreiber. Da. One down, one to go. I'm getting tired of these things. Oh, klar, frag mal meine kaputte Hand. So, aber wie gesagt, wo wir jetzt gerade hier sind, Ready, go? würde ich ganz kurz die Gelegenheit mal noch nutzen. Like wahrscheinlich passiert wieder nichts, aber hey. Ich wünschte, das wäre so easy peasy, wie es aussehen würde. Aber danke, Chat. Oh, no dragons. Ein akasischer Anus. Chat hilft. Oh, aber jetzt leuchtet er. Aha. Okay. Ja, dann komm halt. Die sind so weird, Mann. Ich hätte vielleicht vorher speichern sollen. Chronolithen. Chronolithen beherbergen wie der Arete-Stein einen virtuellen Kampfplatz, den allein Clive betreten kann. Jeder Chronolith stellt eine Prüfung dar, in der Wellen tödlicher Gegner mit der Kraft und den Fertigkeiten von nur einer Esper besiegt werden müssen. Nee, eigentlich will ich nicht.
Prüfung des Lichts. In diesem uralten Menhir erwartet Clive eine gefährliche Prüfung, in der er seine Feinde mit der Kraft einer einzigen Esper überwinden muss. Bahamut. Nee. Aber jetzt wissen wir es, zumindest. Das wollte ich ja nur wissen. So, und jetzt müssen wir runter nach Dalmekia. Glaube ich. Kretov. Aber ist schon cool, dass du halt auch noch so kleine Arena-Sachen im Prinzip bekommst. So denn du denn Bock drauf hast. Aber ich fürchte, ich werde auch aufgrund der Situation nicht mehr alle Hands machen können. Ich hätte das sehr, sehr gerne gemacht. Aber ich glaube, das ist der Situation leider nicht so zuträglich gerade. Aber das ist okay. Kann man sonst ja auch bestimmt noch irgendwann nachholen. So, warte, bevor wir da jetzt reindüsen. Safety first. Vertraue niemals einem Autosave. Hallöchen. Ach, du bist wieder so einer. Thanatos. Was machst du denn hier? Ich hoffe, er schnippt nicht, Chat. Ich hoffe, er schnipst nicht. Eieiei. Napp. Der hat schon geschnippt. Ja. Also bisher sind seine Angriffe überschaubar. Schauen wir mal, ob es so bleibt. Go, Torgel! Reiß ihm seine Kristalle raus. Ei! Das war knapp. Ich glaube, den werde ich auch gleich abkriegen. Hi, Minnie. Aha. Schneller. Der ist aber ganz schön tanky. Au. Hab ich verdient. Winnie ist mir einfach in den Rücken gehüpft. Der kleine Lümmler. Clive ist aber auch so ein kleines Tischfeuerwerk, ne? Schau dir den Jungen doch mal an.
wieder nicht geklappt. Das verstehe wer will. Das Tischfeuerwerk? Ich meine, hast du dir die Attacken mal angeguckt? Das ist aber ein Partikelfeuerwerk höchster Güte. Da ist es. Boop. Don't come back. Ja. Tut mir hinterher ja schon immer ein bisschen leid. Die können ja auch nichts dafür. Ne? Die wollen ja auch nur eine gute Zeit haben und dann kommt Clive und sagt so, nö. Weißt du, du nicht. Du nicht. Ein neuer Brief ist eingetroffen. Doch zuvor holen wir uns die beste Waffe im Spiel. Hoffe ich. Ich glaube, wir haben nix vergessen. Götterdämmerung, Chat. Voll nice. Not bad, if I do say so myself. Die habe ich mir aber wirklich verdient. That it? Fine. Und sie ist irgendwie unterwältigend vom Aussehen her. Ist ja ganz schwarz. Oh. Aber sexy ist sie. Das stimmt. Das speichern wir erstmal. Vertraue niemals dem Autosave. Bam. Okay. Bleiben noch 1, 2, 3, 4, 5, 6 Quests. Checken wir doch erstmal den Brief. Und guck mal, wie die Wand sich füllt. Können wir auch mal kurz reingucken. Jetzt fehlen noch nur noch 2, 4, 5, 6. 6 Stück fehlen noch nur noch. Heißt, die Hälfte haben wir geschafft. Bin ich mit meinen 6 Stunden vielleicht doch nicht so schlecht. Mega gut. Eieieiei, ein Brief. Ein Brief. Verzeihung, da habe ich mich glatt verschluckt. Ein fabelhaftes Tier. Ihr beide seid nun schon so lange zusammen, dass es sich wahrscheinlich wie ein ganzes Leben anfühlt, aber du musst anscheinend trotzdem noch eine Menge über Torgel lernen. Ja, er würde sich einem geifernden Behemoth in den Weg stellen, um dich zu beschützen, aber das solltest du niemals für selbstverständlich halten. Schlussendlich ist er immer noch ein Hund und manchmal will er eben einfach nur den Kopf getätschelt, den Bauch gekrault und ein paar Kuponüsse gefüttert bekommen. Das solltest du nicht vergessen. Tante Karen. Die Dreieinigkeit. Ja, das sind alles die Briefe von den Sidequests, die wir schon gemacht haben. Es war vorauszusehen, dass es nicht leicht sein würde, 3 Männer mit so unterschiedlichen Überzeugungen zusammenzubringen. Und doch haben wir zum Wohle Valisteas unsere Differenzen überwunden. Die Dreieinigkeit war nur ein erster Schritt. Eine längere, äußerst bittere Reise liegt vor uns, an deren Ende uns zweifellos Leid und Elend erwarten. Doch wichtiger als das Ziel ist das, was wir auf dem Weg dorthin voneinander lernen können. Du hast uns diesen Weg mit deinem Mut bereitet, Clive. Jetzt müssen wir den Mut haben, ihn auch zu beschreiten. Dein Lieblingsonkel. Ich liebe Byron. Wieder ganz sich selbst. Clive, Worte können meine Dankbarkeit dafür, dass du mir aus der Ferne zurückgebracht hast, kaum ausdrücken. Das Buch hat mich zu dem gemacht, was ich heute bin. Ich hatte geglaubt, dass ich es nie wiedersehen würde, dass mir zusammen mit ihm ein Teil von mir unwiederbringlich geraubt worden war. Aber dank dir bin ich nun wieder voll und ganz ich selbst. Leider kann ich dir nur dabei helfen, die Löcher in deinem Wissen zu stopfen, aber nicht die in deinem Herzen. So werde ich sicher auf ewig in deiner Schuld stehen. Vivian. Was über allem steht. Oh wow, die Isabelle hat sich aber also... Hallo. Es ist noch gar nicht so viel Zeit vergangen, seit du dich das letzte Mal zwischen uns und dein Unheil gestellt hast. Und doch sitze ich schon wieder hier und schreibe dir einen weiteren Brief, in dem ich versuche, Worte für die Dankbarkeit einer ganzen Stadt zu finden. Aber irgendetwas fühlt sich anders an unserem neuesten Sieg an.
Früher haben wir uns so sehr auf deine Unterstützung und deine Stärke verlassen, aber dieses Mal haben wir die Kraft woanders gefunden, nämlich in uns selbst. Unser Leid hat uns deutlich gemacht, was wir ohnehin schon die ganze Zeit hätten wissen müssen. Wir sind gar nicht so verschieden, wie wir gern glauben wollen. Liebt ein Bauer sein Land weniger als ein Adliger? Liebt ein Träger seine Familie nicht genauso sehr wie ein gewöhnlicher Mensch? Es ist diese Liebe, die uns vereint und uns Kraft gegeben hat. Selbst wenn jedes blaue Wesen, jeder Akasische und jeder Bandit in ganz Valisthea unsere Tore stürmt, werden wir nicht aufgeben, nicht verzweifeln. Nein, wir werden kämpfen. Und wir werden siegen. Ja. So ein tolles Spiel, oder? Ein neuer Tag. Ich bin nicht so dumm zu glauben, dass eine Schelte von ein paar Straßenkindern den lebenslang aufgestauten Hass aus einem Herzen vertreiben kann. Wohl genauso wenig wie ein Topf sauber wird, indem man ihm sagt, dass er dreckig ist. Das braucht Mühe, Geduld und meistens auch eine stabile Bürste und eine gehörige Portion Seifenlauge. Am allermeisten aber braucht es Zeit. Glücklicherweise haben dein Mut und deine Führung uns genau das verschafft. Jetzt müssen wir nur entscheiden, ob wir sie nutzen oder verschwenden wollen. Ein weiser Mann hat einmal gesagt, dass die Nacht kurz vor Sonnenaufgang am dunkelsten ist. Ich kann mich also glücklich schätzen, ein so helles Licht wie dich zu meinen Freunden zählen zu dürfen. Lubor. Yep, definitely gay. Er ist einer vom Gay Squad. Eine Dankesnotiz. Lord Rosfield, ich möchte euch meinen Dank dafür ausdrücken, dass ihr jenen, deren Namen im Buch der Märtyrer geschrieben stehen, so viel Achtung erweist. Zweifellos würde es sie sehr berühren zu wissen, dass der erste Schild des Phönix ihr Ableben betrauert. Jedes Mitglied unseres Ordens ist jederzeit bereit, im Dienste des Phönix sein Leben zu opfern, doch ich bin sicher, dass jene, die vor ihrer Zeit von uns gegangen sind, voller Reue über die vielen Jahre unerfüllter Pflicht sind. In der Erinnerung eines stolzen Sohnes des Hauses Rosfield wie euch weiterzuleben, sollte ihren Schmerz beträchtlich lindern. Möge die Flamme des Phönix immer in eurem Herzen brennen. Surreal! Es ist so toll. Es ist auch eigentlich ein sehr, sehr, sehr gutes Einsteiger-Final Fantasy, muss man sagen. Weil es relativ geradlinig auch ist. Also du kannst relativ wenig verpassen, wenn du auch so Completionist-mäßig unterwegs bist. Du wirst dann sehr viel rangeführt. Die Story ist toll, die Charaktere sind toll. Ich meine, dadurch, dass es auch ein Love Letter ist, ist es natürlich noch toller, wenn du alte Final Fantasies kennst und weißt, was, warum, wieso auf was anspielt. Aber es ist halt, es ist schon schön. Oh, Tomes. Werter Clive, es ist mir bewusst, dass weit wichtigere Angelegenheiten eure Aufmerksamkeit verlangen, doch solltet ihr trotzdem einen Moment für mich erübrigen können, würde ich euch bitten, mich im Archiv aufzusuchen. Ich habe ein Anliegen bezüglich seiner Hoheit Prinz Dion. Dann aber los. It's usually me making demands of Hippocrates. I wonder what this is about. Dion! Und dann ist die Frage, also das ist wahrscheinlich mit. Eine Mid-Side-Quest. Das da ist, glaube ich, Joshua. Ich frage mich, ob Jill noch eine Side-Quest hat. Ich habe Jill irgendwie schon lange nicht mehr gesehen. Gav vielleicht noch, aber der steht da eigentlich nur mit Dialog rum. Schauen wir mal. Lawsman Hippocrates, I received your note. Ah, yes. I expect you're wondering what this is all about. You spoke of making amends with Dion, but I can't imagine what for. Then I should begin by telling you that I was once his tutor. You were what? This was some years ago, of course, before I joined Sid in his hideaway. Okay. At that time, I was counted among the foremost scholars of Oriflamme, and was accordingly invited to the palace Die Welt ist to klein. supervise the young prince's education, all to ensure that the future emperor had a firm grounding in, well, everything an emperor should. History, religion, commerce, government. Alas, our time together was cut short when Dion left to join the Dragoons, his studies no longer being deemed necessary. I had not expected to meet with him again,
least of all here. Das glaube Have you ich. spoken with him? No, I have yet to find the right moment. Na komm, His fass dir ein Highness Herz. always seems so preoccupied, especially when alone. I would not wish to disturb his ruminations with idle words of greeting. Not when I know he dwells upon the evil Ultima had him commit in the Dominion. The guilt weighs heavily on him, I know. But as you say, that was Ultima's doing. Surely you can't blame yourself. When I first met him, it was not guilt, but his people's expectations that weighed heavily upon him. And I did nothing to ease that burden. He bore it alone, until the day he could not bear it any longer. It is one of my greatest regrets that I only ever offered him my wisdom, when what he truly needed was friendship. The blame for Dion's transgressions lies not only on his shoulders, but on mine. I see. I'm ready to help you in any way that I can. Then I beg that you bring me a wild wyvern tail. Apothecaries across the ages agree that even to glimpse such a flower is to be granted inner solace. Fabulists and fraudsters all, of course. But there is oft a seed of truth to be found where even the most outlandish opinions align. Well, it can't hurt to try. Where can I find this flower? And how will I know it? You have seen cultivated wyvern tails before, I trust. The lily-white blossoms from whose roots the poisonous ink for the brand is distilled. Diese Pflanze bringen sollten. Those which grow in the wild differ only in their purple hue. The harsher the environment in which they are raised, the deeper the color. There is a waterfall in Rickmal's roost across the strait, where the flowers once grew in abundance. Whether they still survive there, I know not. But try as I might, I can find no likelier location. It's all right. I'll find you a wyvern tail one way or another. Thank you, Clive. And please, be safe. Bringen wir Dion ein Blümchen. Bringen wir Flower Boy eine Flower. Ich habe so Angst, dass ich aus Versehen Origin anklicke, ne? Und dann Dinge lostrete. Gar nicht losgetreten werden sollten. Ach, unser kleines Blumenkind. Ich meine, Dion ist halt auch so ein armes Bubu-Häschen. Dem wurde halt auch richtig übel mitgespielt. Und wenn er sich dann jetzt im Finale auch noch für uns opfert quasi. Fly, Ambrosia. Weil wenn er... Also ich meine, vielleicht schafft er es, dem Wahnsinn entgegenzutreten und nicht wie jetzt zum Beispiel Benedikta dann durchzudrehen, wenn er sich nochmal in Bahamut verwandelt. Will ich gar nicht ausschließen. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass es nicht klappt, ist nach allem, was wir gesehen haben bisher, wohl leider ein bisschen höher, ne? Seems this place has been flooded twice over. Purple flowers blooming next to a waterfall. Shouldn't be too hard to find. Bist du ein Wasserfall? Ich denke doch. Meine Güte, Junge. Lass mich doch erstmal ankommen. Ja, das ist halt das nächste Problem. Im Zweifelsfall versteinert er dann halt einfach. Was es dann auch nicht besser macht. Ne? Ich meine, er wünscht sich den Märtyrertod, das muss man ja auch mal sagen. Gerade um für seine Sünden zu büßen. Aber eigentlich hat er es halt wirklich nicht verdient.
Schorgel hat mich vom rechten Weg abgebracht. Junge, ich drücke doch. Ich fürchte, nach diesem Projekt sind der PS5-Controller und ich keine Freunde mehr. Was echt schwierig ist, weil noch ein paar PS5-Titel auf meiner Liste stehen, aber... Weil ich glaube, die PS4-Games kannst du ja trotzdem mit dem PS4-Controller auf der PS5 spielen. Aber ich glaube, mit PS5-Titeln funktioniert's nicht. Correct me if I'm wrong. Here they are. Might as well pick enough for a bunch, I suppose. Ach, auf einmal. Auf einmal kommt er auf die Idee, es wäre vielleicht ganz cool, mehrere mitzunehmen. Junge. Mein Messer später als nie, aber. Ja, aber das Problem ist, der PS5-Controller hat ja zum Beispiel die Haptic-Triggers und so. Könnte halt sein, dass es deshalb nicht funktioniert. Ich weiß, dass es mit PS4-Spielen geht, aber... PS5-Spiele brauchen wahrscheinlich ihren Controller. Oarsman, I found the flowers you were looking for. Ow. You did? I think I did. Wilder Wiwernzahn. Aufzeichnungen zufolge wurde der Wiwernzahn ursprünglich kultiviert, um aus seinen Blütenblättern einen violetten Farbstoff zu destillieren. Als man jedoch feststellte, dass die Blüten gezüchteter Exemplare mit der Zeit ihren Farbton verloren, trafen die frühen valisteischen Gärtner die verhängnisvolle Entscheidung, stattdessen die praktischen Eigenschaften ihrer Wurzeln zu untersuchen. Wo das geendet ist, haben wir ja vorhin gelesen. You did indeed. My dear boy, thank you. You wanted to make Dion a gift of one, did you not? Shall I invite him to join us? Oh, I don't... It's no trouble. I'll go and fetch him. Wo hängt er überhaupt rum? Vor der Tür, wie es aussieht. Von dem habe ich Haptic gesagt, Adaptive Trigger. Sorry. Mein kleiner Grantelbart. Your Highness, would you do me the honor of accompanying me? Er sieht halt so traurig aus. It is time, then. No. Only to the shelves. Our lawsman has something he'd like to give you. Master Harpocrates. No. I dare not show my face before him. Oh, Dion. Not after everything I have done. I have taken countless innocent lives. And ruined countless more. All because I was weak. I have sworn to atone for my crimes or die in the attempt. But were I to meet with him again, and see in his eyes what I have become, I fear that my resolve might falter. Then that is all the more reason to do it. Test your resolve. Prove to yourself, and to him, how strong it truly is. You are right. I must, at the very least, offer him my gratitude. Very well, then. Take me to him. Follow me. Ach, er ist so eine geplagte, gepeinigte Seele. Es tut mir im Herzen weh. Weil er ist eigentlich so ein guter. So ein gutes Kind. Even now,
I hesitate to approach him. What must he think of me? Ich auch nicht, to be fair. You'd be surprised. Hätte ich auch nicht gedacht. Aber hey, Holmes hat Beine. Naja, Habi war ja schon die kleine Bitch, ne? Master Harpocrates, pray, accept my apologies for leaving your tutelage before my studies were complete. Your lessons opened my mind to a world quite unlike the one I had imagined from within the gilded confines of the palace. And I shall be forever grateful for the efforts you made to enlighten me. Lift up your head, Your Highness. The deeds of youth require no apology. That you took the time to visit me says much about the man you have become. Now, there is something I would like to show you. Is that a wyvern tail? The color is unfamiliar to me. Because it is unique to those found in the wild. Something in the harsh environments in which they grow lends them this striking hue. Their roots are indistinguishable from those of their hothouse cousins, but once they bloom, the difference is immediately apparent. In this flower, I see you, Your Highness. Its roots were the roots of a wyvern tail, with all that implies. But they do not define it, just as yours do not define you. I want you to have it, that it might remind you of this truth. Master Harpocrates, I would ask of you a service. Keep your gift until I have fulfilled my duty to the realm. For only then shall I be deserving of it. Boah, wenn sie die nachher auf sein Grab pflanzen, schrei ich, ne? As you wish, Your Highness. I shall await your return. Das wär halt so ein Dick-Move, den sie machen würden. Das ist wie mit Sid. Oh Gott. Bitte nicht. Our roots do not define us. No wonder my stepmother didn't like him. Aber wen mag Annabella schon? Reuniting me with memories I had thought long lost. Ach, Dion. I shall not forget this. Ich meine, okay, sie mochte Joshua und Olivier. Aber ich glaube, dann hört die Liste auch schon auf. Oh Gott, was sind diese Sidequests, Junge? Thank you, Clive. Were it not for you, I fear I might never have found the right moment to speak with him. Not to mention the wyvern tales. I shall plant their seeds, that I might not disappoint His Highness upon his return. I hope the soil in the hideaway is to their liking. Why, these flowers bloomed in the bleak, black wastes of Waloed. I'm sure Nigel's yard will suit them to a T. When it comes to expressing one's gratitude, I find that words are seldom sufficient. Here. Haben wir jetzt gleich 2 Token bekommen? What's this? A stolas quill,
or more precisely, my stoler's quill. 'Tis said that an owl's feathers are steeped in the wishes it hears over its long lifetime. All those words just waiting to pour out onto the page. So consider this my wish for you. That one day you may put down your sword and pick up that pen. Well, when that day comes, I'll certainly have a lot to write about. Thank you, Harpocrates. It shall have pride of place in my chamber. Gebt mir doch nicht die Hoffnung, dass sie alle überleben könnten. Die Stolas-Feder. Die Lieblingsschreibfeder des Historikers Harpocrates. So manches anspruchsvolle Werk wurde in ihrer Tinte geschrieben. Ach, Bahamuts Gnade ist ein Accessory. Okay. Ein Geschenk des ersten Kaisers von Sanbreck an seinen Sohn. Seitdem wurde der Ring von Generation zu Generation weitergegeben und zierte die Hand eines jeden Dominus Bahamuts. Der Äther, den er über all die Jahre von der Esper absorbierte, befähigt den Erben dazu, die Kräfte seiner Blutlinie voll auszuschöpfen. Nun liegt das Kaiserreich jedoch in Trümmern und die Blutlinie ist gebrochen. So soll der Ring Bahamut begleiten, wie es ursprünglich beabsichtigt war. Okay, aber wo ich jetzt nochmal so drüber nachdenke, über diese ganze Bloodlines-Geschichte, werden die Domini vielleicht doch in der Blutlinie weitergegeben. Bis sie halt endet und dann wird weitergesprungen vielleicht. So, jetzt ist die Frage, mit was machen wir weiter? Sollen wir mal mit und Co. hier hinten weitermachen? Ich glaube, Joshua will ich zum Schluss machen. Ich glaube, Joshua reißt mir das Herz einfach direkt raus. Say what you will. Lady Karen has seen our... Ist gar nichts mehr im Garten? Nö. Nigel ist anscheinend schon wunschlos glücklich. Ja, macht schon irgendwie Sinn, ne? Oh, die Kinder! What do you think happened to Miss Middledore? I heard she was kicked out of the university. Ist das so? Ich muss mal kurz das Fenster schließen. Sid, you have to help us. With what? You didn't take apart another of Mid's contraptions, did you? No. Well, yes. But that's not what we want to talk to you about. It's Miss Middledore. She's been acting strange. Very strange. She's barely ever around. When she is, she acts like we aren't even there. Her head's in a crowd. In the clouds. That's what I said. In the clouds. Well, she does have a lot on her mind. When did you last see her? Not long ago. Right after she got back from saving you from Stonear. Then it's probably just about the Enterprise. It did take quite a battering on the way there and back. You didn't break it, did you, Sid? You really should be more careful around Miss Middledore's inventions. Sorry. Don't listen to her. Even if you did break the Enterprise, you could put it back together, couldn't you? But who's gonna put Miss Middledore back together? She seems really sad. Wahrscheinlich, weil der große Traum von Sid und ihr ja war, ein Luftschiff zu bauen. Und bisher ist das nicht passiert, aber vielleicht doch jetzt? Why don't I go and see if I can cheer her up? You do that? For us? She's in her dungeon. Don't scare him. It's not a real dungeon. Thanks for the warning. Ich dachte, dafür hätten wir nicht mehr genug Zeit. Aber wenn die Sidequest schon hoch hinaus heißt... Vielleicht habe ich mich geirrt. Wo ist dann die andere? Bist du die andere Sidequest? Ah, vielleicht oben, ne? Vielleicht oben. Ah, ich komme nicht mehr raus, Hilfe. Mit, mein Mädchen. Was ist los? Was quält dich? Mid, if you have a... That's it! I knew it! The answer was right here under my arse all
long. If this doesn't steer to the skies, nothing will. Dann müssen wir die ja noch nicht opfern. You aren't trying to give the Enterprise wings, are you? What else would I be doing? The children seem to think you're avoiding them. They're worried about you. Is this really so important that you need to shut yourself away from everyone? Ja. The Enterprise is already the fastest ship in the realm, and that's with the sea beneath her. But what if she weren't bound to the waves? What if she weren't bound to anything at all? It's not fair. The gods get the skies all to themselves, so I'm gonna do something about it. The Fallen had their chance, but they relied too much on magic. And see where that got them? But not me. I've discovered how to do it without. Well, almost. First, I need to make a prototype. And is that a one-woman job? Are you volunteering? I'll have you know the Enterprise is my baby. But if a godfather's offering to lend a hand, I'd be happy to take it. Boah, ehrlich gesagt habe ich von Akzenten im Englischen keine And not Ahnung. just some old drippings from Miss Molly's spits in the Tub and Crown. Refined stuff, like they make in Ordill. Then I'll need some bone, or shell. Light, strong, preferably no longer attached to the beast it belongs to. If it's beast bones you're after, I'm sure the Cursebreakers will know where you might find some. No, they'll know where you might find some. You're the one who offered to help, remember? Ach so? I should speak with one of the Cursebreakers before I set off for Old Hill. See if I can't find this bone while I'm there as well. Ja, so ein Glück, dass die Zeit immer so convenient anhält, wenn das Final Battle bevorsteht. Wenn ich jetzt gerade schon mal hier bin, Has Midadol mentioned a new project? gucken wir doch auch gleich mal, ob der Typ hier oben rumgammelt. Dann können wir die Sidequest auch noch mitnehmen. I will not let them be forgotten. Sid, may I have a Hermann, moment? für dich doch immer. Of course. It is an honor to finally speak with you. My name is Herman. I've been with the Cursebreakers for some time now, and I wish to be deployed to Ash. Any assignment will do. Okay. No. The lands across the Narrow are too dangerous. I will not send good men and women to risk their lives needlessly. Why would you want to go back? I need to retrieve something. Something important. I was raised in an orphanage. The Badbach Conservatory. Or rather, I was held captive there. It was not a place of nurture. It existed solely to turn bearer children into mindless weapons. We were tortured until we feared no pain. Tormented until our hearts turned to stone. And few ever survived long enough to become tools of the last king. I can't imagine. I lost so many. I can't even remember all their names. But they must be remembered. They cannot fade away, faceless and forgotten. The Institute was run with military precision. Every child measured, every name recorded, every death logged with Schon noch ein meticulous bisschen pervers. Sid, allow me to travel to Ash and recover the registry so that my brothers and sisters might live on. Lass das lieber mal mich machen. Mid und Sid haben Yorkshire-Akzente bekommen. Das ist eine Kontroverse in sich. Wusstet ihr eigentlich, dass Mid gar nicht Sids richtige Tochter ist? You were a good friend, Herman. Also seine But the fact remains that Ash is simply too dangerous. Sid, please. Even should it cost me my life. Too dangerous for you, Herman. But not for me. I'll go to Badbach and find the registry. You will? I won't let you risk your life. I don't know how to thank you. You can start by telling me where I'll find this orphanage. Vida Grace. Hidden in a forest, overlooking the plains. All right. I'll see what I can find there. In einem Wald, ich freue mich. Sie ähnelt Sid aber zu sehr. Ja, aber anscheinend hat er sie aus der Gosse aufgeklaubt und mitgenommen. Do you suppose it's magic keeping the thing?
Sie einfach gesidnappt. Quasi. Was aber irgendwie auch zu ihm passt, ne? Dass er sich einfach eine Tochter gemobst hat. Alright, Sid. Come to buy us around, have you? Immer. Sollte ich Only if vielleicht you want wirklich it. mal noch machen, das kann man ja machen. Mid needs a piece of light but durable bone for her next project. You've encountered your share of beasts on your travels across the realm. Hoppla. Any ideas? Most bones are the same. Whack 'em hard enough and they'll break. If it's durability you're looking for, shell will serve you better. Schildkröte. You know what an adamantus is? I do. And I know to give them a wide berth. Will any old adamantus do? Well, with shells, the older the harder. There's a rumor of an ancient adamantus down in Carava. Kinder, gibt heute Abend Schildkrötensuppe. All what's left of the village anyway. But don't expect to make quick work of the bastard. There's a reason it's lived as long as it has. Ja, das hatte ich I'll keep befürchtet. that in mind. Thank you. So. Was haben wir denn hier noch? Noch ein Fluchbrecher. Doris. Die Doris. Ja, weißt du was? Dann nehmen wir den hier doch auch noch mit. Krötensuppe mit Chocobo-Wurst. I was wondering So. if you could help me. Kleines Festmahl, It depends bevor wir what with. losreiten. A bearer, but recently freed from his bonds, is keen to join the Cursebreakers. As you know, the work we do is not easy, which is why we test every volunteer's suitability. I was hoping you could oversee this one's evaluation. Ist das nicht I don't Doris' mind, but Aufgabe? Why this one? Because he wants to be a scout. Oder Our Gers ranks in are dem Fall. filled with men and women capable of breaking chains and putting slavers to the sword. But scouting, we're few with the nose for that, which is why we still rely so heavily on Gav. And since he accompanies you on so many of your missions, I thought you might be better placed to recognize the traits in him that we should look for in those who'd fill his boots. Hä, frag doch Gers. Sounds reasonable. So you're happy to oversee the boys' test, then? Clive hat doch keine Ahnung. One can never have too many scouts. Truer words, Sid. I'll let the initiate know that you'll be attending his trial, and that he is to proceed directly to Northreach in readiness. No time like the present, eh? Clive No hat time doch like the present. keine Ahnung. I'll await you there. Northreach. I don't suppose they could have chosen somewhere closer. Schauen wir doch mal. Was ist denn am nächsten? Die Quest für Mid. Ja, ich habe tatsächlich irgendwo gelesen, ich glaube, das steht auch im Kompendium irgendwo vergraben, dass Sid sie als Kind einfach auf der Straße aufgesammelt und mitgenommen hat. Sie war so quasi der OG. Les, da bist du ja wieder. Hat dich dein Internet geärgert? Mid's well. After what happened here, it's a miracle there was any left at all. Du hast eine ganz tolle Sidequest verpasst. Die Dion-Sidequest This war should be enough. richtig schön. Fetch! So, Torgel, mein Schatz. Wo ist denn jetzt die Kröte? Die ist ja gar nicht hier. Kröte ist auch nicht hier. Hier ist die auch nicht. Ach, hier ist sie. Nee, ist sie auch nicht. Hä? Da. Oh nein, was, hattet ihr Stromausfall oder so wegen Gewitter? Klingt auf jeden Fall nicht so gut. Was machst du denn wieder? Mach doch nicht so einen Quatsch. Fly, Ambrosia. Ich habe mir auch überlegt, ich glaube, es wäre wahrscheinlich am klügsten, wenn wir am Samstag Finale machen, oder? Wir haben es am Samstag angefangen. Es dann an einem Samstag zu Ende zu bringen. Hey, habe ich gegen ihn schon gekämpft? Weiß ich gar nicht. Here we are again.
Carava, if you were a tortoise, Togo, where would you hide? Nein, nicht die von... Also die mit Torgal war auch toll. Aber es gab noch eine Dion-Sidequest, bei der wir auch alle geweint haben. Die war auch gerade eben erst. Wüstengestein. Wütende Schildkröte ist wütend. Wie sie einfach die Wand hochgegangen ist. Aber wer weiß, vielleicht schaffen wir es mit Hilfe ja doch, ihn zu retten. Würde ich mir halt schon wünschen, dass wir die Blumen nicht auf sein Grab pflanzen müssten. Das fände ich wohl ganz schön. Wenn es dafür nur ein bisschen Öl und ein bisschen Schildkrötensuppe bräuchte. Daran soll es wohl nicht scheitern. Wie ich die ganze Zeit da abpralle. Ihr Panzer ist zu mächtig. Oh je. Das tut mir sehr leid, dass sie dich so geärgert haben. Dann entspannst du jetzt noch ein bisschen, okay? Kommst ein bisschen runter. Weinst ein bisschen mit uns. Und guckst, ob wir noch ein Luftschiff zusammenbekommen mit diesem Panzer hier. Man nimmt an, dass eine Adamanteimei alle 2 Monde eine dünne neue Schicht ihres schützenden Panzers wächst. In Anbetracht der Tatsache, dass viele dieser Tiere hunderte von Jahren alt werden, überrascht es nicht, dass die Panzer der ältesten Tiere mehrere Handbreit dick und über 600 Pfund schwer sein können. Wow. Willkommen in der Final Fantasy XVI Sidequest Selbsthilfegruppe. Aber wirklich, du. Ich weine sehr überall an meinem Körper. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, wir werden kein Luftschiff mehr kriegen. Weil sie haben das jetzt so dramatisch aufgebaut mit Dion. Und es wäre halt auch viel epischer, auf Bahamut hinzufliegen. Aber eigentlich würde ich die Enterprise schon gern fliegen sehen. Aber ich hätte auch gern Leviathan gesehen und ich denke nicht, dass das noch passiert. Also, naja. Vielleicht im DLC. Prequel-DLC kannst du ja zu allem machen. Der Untergang des Leviathan würde mich schon interessieren. Also ich würde spielen. Wenn das Spiel DLC bekommt und es ist nicht nur irgendwelcher sinnlose Kampfquatsch, dann werden wir hier wieder sitzen. Das kann ich euch schon mal versprechen. Ah, das ist zumindest schon mal ein Wald. Ei. Hier den Schokobo vor die Wand gefahren. Aber ich hätte links rumgemusst. Okay, warte, machen wir uns mal einen Marker hin. Sonst finde ich das wieder in 3000 Jahren nicht. Ist hier aber auch ein bisschen unwegsam, das Gelände, ne? Ich meine, das haben die sich wahrscheinlich absichtlich so ausgesucht. Aber ja. No need to ride from here. Ja, ich habe leider auch gelesen, dass es keine alternativen Enden gibt. Es wäre halt aber super cool, wenn du dafür belohnt werden würdest, dass du den ganzen Kram hier machst. Ja, aber halt auch echt viel Entwicklungsaufwand, schätze ich. Wobei sie ja früher auch öfters mal multiple Enden gemacht haben. Also, ich meine, wer weiß, ne?
Konditionierungsprogramm. Heutige Übungseinheiten. Körperliche Ertüchtigung, 20 Sandsäcke, Dauer nach Ermessen des Ausbilders. Schmerzresistenz, Grad der Verbrennungen langsam erhöhen. Bestienkampf, 1 bis 3 Höllenhunde, je nach Leistung. Cool. Weil ich meine, es wäre halt schon irgendwie cool, wenn es so eine Variante gäbe, also so ein quasi, ich nenne es jetzt mal 100% Ending, wie bei 10.2 auch so ein bisschen, in dem das Ende dann noch ein bisschen anders ist. Aber es wäre halt echt viel Aufwand, weil es kann ja auch sein, dass du nur ein paar Sidequests gemacht hast. Also zum Beispiel, du kannst die Dion-Sidequest machen, aber hast jetzt die Mid-Sidequest nicht gemacht und dann würdest du kein Luftschiff bekommen, wenn es darauf rauslaufen würde, was ich leider nicht denke, aber du verstehst. Und ja, also ich meine, nach 10.2 glaube ich alles, aber ich fürchte, so viel Aufwand werden sie wahrscheinlich nicht betrieben haben. Bad Bach-Konservatorium Gründungsstatut. Das Königreich von Valut gründet hiermit eine Ausbildungsstätte, durch die junge Träger die Möglichkeit erhalten, sich dem Reich als Soldaten nutzbar zu machen. Träger, die dem Kristallfluch erliegen oder auf sonstige Weise verenden mögen, umgehend entsorgt werden. Verendete Träger sind unter keinen Umständen auf dem Friedhof zu bestatten. Ein Verstoß gegen diese Anordnung wird mit dem Tode bestraft. Föhns. Disposed of. Föhns. Herman wasn't exaggerating. It's a wonder he survived this place. I need to find that registry. Das ist halt echt so abartig, was die Kindern angetan haben. Kinder. Ich möchte es nur noch mal erwähnen. Kürzlich habe ich erfahren, dass meine eigene Tochter unter jenen war, die aufgrund meines strengen Konditionierungsprogramms zu Stein geworden sind. Ich habe nicht einen Gedanken an sie verschwendet, seit ich sie als Säugling ordnungsgemäß abgegeben habe, und meine Anfrage an die Armee hat ergeben, dass sie es wirklich war. Daran besteht kein Zweifel. Ich habe mein eigen Fleisch und Blut gefoltert. Jetzt sehe ich überall ihr Gesicht. Heute hat mich eines der Kinder angelächelt, weil es wohl hoffte, so ein paar Reste von meinem Teller zu bekommen, und auf einmal habe ich ihr Lächeln gesehen. Das Lächeln, das sie von ihrer Mutter geerbt hat, der Frau, die ich habe töten lassen, weil sie mir einen Träger geboren hat. Alle suchen mich jetzt heim, meine Tochter, meine Frau, auch all die Kinder. So viele sind durch meine Hand gestorben. Ich ertrage die Schuld nicht länger. Deshalb habe ich entschieden, dass morgen auch ich sterben werde. Mein letzter Befehl an diese bedauernswerten Kreaturen, die letzte Folter, der ich sie unterziehen werde, wird sein, mich in Stücke zu reißen. Dann sollen sie meine verfluchten Überreste unter dem weißen Baum begraben, dessen gegabelter Stamm aussieht wie Hände im Gebet. Und neben mir der Beweis meiner Schande, meines Fluchs, eine Liste all ihrer Namen, derer, denen ich Unrecht angetan habe. Ja, wow, das wird sie bestimmt überhaupt nicht traumatisieren. Puh. This reads like a suicide note. Junge. Did the director go through with his plan? There's only one way to find out. Das ist halt so twisted alles. Die sind komplett durch einfach. Komplett. Das ist halt richtig krasser Tobak so. Interessant aber, dass der Friedhof trotzdem so groß ist. Wenn sie eigentlich nicht bestattet haben, aber vielleicht... This must be the place. Vielleicht haben sie später damit angefangen. Das geht mir schon ans Gemüt gerade so ein bisschen. Could he really be buried here? There's something hidden among the roots. Let's see. Vor allen Dingen frage ich mich, ob unser Fluchbrecher da dabei war bei den Kindern, die ihn getötet haben. This must be the registry. Ich meine, wie grausam ist das denn bitte? Das sind Kinder. Bad Bach-Konservatorium, Register der Trägerverluste. 856 V, 8C, 16D. Also wahrscheinlich, nee, 8E. 8. Monat, 16. Tag wahrscheinlich. Hans, 10 Jahre, Tod durch Versteinerung. Alfred, 9 Jahre, Tod während Konditionierung. Franz, 12 Jahre, Tod durch Versteinerung.
Paulina, 10 Jahre, Tod durch Auszehrung. Okay, was ist der Unterschied? 846 V, 8. Monat, 17. Tag. Bruno, 11 Jahre, Hinrichtung wegen Fluchtversuchs. Johanna, 12 Jahre, Hinrichtung wegen Fluchtversuchs. 846 V, 9. Monat, 18. Tag. Reinhard, 9 Jahre, Tod während Konditionierung. Martha, 10, Tod während Konditionierung. Lothar, 12, Tod durch Versteinerung. Dietrich, 11, Tod durch Auszehrung. Und das geht einfach immer so weiter. Es sind einfach so 4 Kinder am Tag und es bockt einfach niemanden. Das muss doch irgendwann mal irgendwem auffallen, dass das vielleicht nicht der Weg ist. Where is the architect of all this misery? Oh. Guten Tag. It was only a matter of time, I suppose. Na wunderbar. This place is cursed. Ich finde das halt wirklich heftig. Nice try. Und was es halt so extrem krass macht, ist, dass die sich alle so übelst im Recht dabei gefühlt haben. Jetzt hör doch mal auf. Die haben sich ja wirklich im Recht gefühlt dabei. Aber halt so über Jahre hinweg, weißt du? Das ist so krass. Das ist ja so viel Gewalt, Grausamkeit. Das will man sich gar nicht vorstellen. So systematisch über Jahre hinweg. Hey. Nice try. Too slow. Nice try. Und das Traurige ist, für die kommt ja jede Hilfe zu spät. Da sind wir ja Jahrzehnte zu spät dran. Ich meine, fairerweise wurde Clive auch nicht früher geboren. Aber, na. I'm done here. Let's get the registry back to Herman. Aber erst gehen wir nach Nordstedt. Und ich glaube, da müssen wir noch mal ganz kurz Pause machen. Ich brauche mehr Tee und vielleicht mehr Schokolade. Bin ehrlich. Da steht er auch Zare gleich might at da. least have mentioned where in Northreach he'd be testing this recruit. Okay. Aber, wie gesagt, bevor wir den testen, die wahrscheinlich letzte Pause für heute. Dann wollen wir den jungen Mann mal testen. I'm nervous. Is it alright to be nervous? Ja. I don't care either way, so long as you do as I tell you. Well met, Sid. This is the initiate. Ember, present yourself. At your service, Master. Ember, huh? Please, just Sid. There are no masters here. Your life is your own. Oh, of course. Thank you, Sid. The sergeant says you'll be evaluating me at my trial. To become a scout, yes. You are aware of the dangers inherent in that role. I am. But I swore I'd face them. Just like the man who saved my life. Da kommst du einfach rum. Who would that be? Bisschen chillen. Wortwörtlich. Gav. It was him who found me and freed me. No magic, no support, just one man and his nose. Came and sniffed me out. It taught me what one man can do if he puts his mind to it. And I've been training ever since, so that one day I can be someone's saviour, just like Gav was mine.
Wer hat ihn denn eigentlich operiert? I'm sure he'd be flattered. Waren You wir clearly das? have good intentions, Ember. And it sounds like you're under no illusions. Stick to this path and you'll make a fine cursebreaker. So, what? Have I passed? You haven't even started yet. Now listen. Not far from here is an Imperial lookout, Eastwatch. The guards there record all their sightings in a logbook. You are to find it and bring it here. And bring it here, right. Ich hoffe, er kann gut klettern. Anything else? No. Sneaking into a heavily guarded Imperial outpost and stealing the logbook would be quite sufficient. You'll need to assess the situation, determine a point of entry, create a distraction and effect an escape, all without being discovered and thrown into an Imperial oubliette. Ember, Gav isn't our best scout because he can do everything. It's essential that you know your limits. Know my limits, right. I won't let you down. Ich habe Angst, dass das in die Hose geht und ich ihn gleich rausprügeln muss. It shouldn't be as dangerous as I made out. But keep a weather eye on him all the same, would you? On my way. Babysitter Clive to the rescue. All right, Ember. Impress me. Ich glaube, da lohnt es sich, den Chocobo noch mal rauszuholen. Come on. Whee! Eile wie der Wind, Ambrosia. Was wollt ihr denn jetzt? Ich habe keine Zeit, ich muss babysitten. Oh Gott, Katze. Clean kills. Perhaps young Ember really is ready. Was sollte er die einfach... Oh nein. Or maybe not. Alle umlegen. Papa kommt. Damn it. Gut, der ist vielleicht eine Nummer zu groß für ihn. Oh God! Then run! If you want him, you'll have to go through me. Ja, zum Glück ist Papa Clive zur Stelle. Nice try. Einmal Drache am Spieß. Heute wird gut gegessen, Chat. Heute wird gut gegessen. Ich freue mich auch schon richtig auf nach dem Stream. Mach ich mir erstmal geile Nudeln. So richtig geile Nudeln. Wow, ich habe nicht gedacht, dass er das überlebt. Aber schätze doch. Dann muss es halt wie immer Sid regeln. Habe ich Odin eigentlich ganz aufgepowert? Vielleicht liegt es auch daran. Könnten wir eigentlich gleich mal gucken. Ember, are you... Hat er sich in die Hosen gemacht? Ist er abgehauen? Gone. Of course. Scouts really are a rare breed. Back to Northreach it is then. Ach, Gav. Dann muss er es wohl noch ein paar Jahre machen. Vielleicht kann er dann ja Eddas Kind in seinem Namen großziehen. Nee, Odin ist nämlich noch nicht voll aufgepowert, aber ich habe auch leider nicht genug Punkte. Okay. Schade. Man kann nicht immer gewinnen. Aber wie ist es denn bei euch, Chat? Ist es bei euch immer noch so schlimm warm?
Weil bei uns ist es halt echt angenehm aktuell. Bleibt wahrscheinlich nicht lange so, aber gerade bin ich richtig froh und dankbar drum, weil sonst könnte ich hier auch nicht sitzen, bin ich ganz ehrlich. I didn't expect you back so soon. Where is Ember? How did he fare? I thought I'd find him with you. He must have fled. I followed him to Eastwatch, where I found him being set upon by a wild Avis. He was just standing there. Didn't even draw his sword. I had to step in and take care of things. But by the time I had, he was nowhere to be seen. I assumed he'd set off in your direction, but apparently not. Oh, I'm sorry, Sid. I knew the boy had a nervous streak, but he seemed like... The right man for the job? Da ist er. Hat nur das Notizbuch I believe geholt. this is the logbook you tasked me with retrieving. Eh? How did you... Don't you tell me you breached the tower while Sid was busy saving your skin. What? Wasn't that what you asked me to do? To bring the thing back without getting caught? He has you then, Nazaire. And he did it all on his own. But Sid, he did what he thought was best. And now I have to decide whether I agree. Of course. We'll await your evaluation back at the hideaway. So ein kleines Don't you Schlitzohr. leave my sight. Yes, Sergeant. So ein richtiges kleines Schlitzohrchen. This won't be an easy decision. Also, ich finde schon ganz cute eigentlich. Den Arsch musst du erstmal in der Hose haben. Ich hoffe, ihr habt euch, wenn ihr es noch nicht getan habt, inzwischen Taschentücher geholt. Weil Joshuas Quest nähert sich und ich glaube, die wird rough. There's something about him. You should have seen him. Welcome back, Sid. Welcome back, Sid. Yes. Welcome back. Otto. Trip wasn't too much of a pain in the arse, I hope. Truth be told, it was me who suggested roping you in to help with the trial. But from what I hear, things didn't go quite as planned. No, they most certainly did not. Was geht hier schon nach Plan? Chat, hat er seine Prüfung bestanden? Also, wenn ihr mich fragt, dann ja. Ich meine, er hat seine Aufgabe mehr oder weniger erledigt. Das mit dem Drachen war natürlich ein bisschen ungünstig. Aber er hat die Gelegenheit beim Schopfe gepackt, ist in den Turm gerannt, hat das Notizbuch geholt, was er machen sollte, und ist zurückgekommen, ohne entdeckt zu werden. Also, ich meine... Nein sagen wäre ziemlich fies. Amber lost his nerve in the face of a beast of prey, but he didn't lose heart. He pressed on, and he achieved his aim. And is that not what we ask of our scouts? Indeed it is. Thank you for your honest appraisal, Sid. The fact remains, however, that Ember will not always have a battle-hardened warrior on hand to pluck him from the jaws of peril. All I have gleaned from this trial is that without someone watching his back, Ember is little more than a liability. Wait, Sergeant. Ember still has much to learn, it's true. And this time he was found wanting. But I'd say he's due a second chance, nonetheless. After all, he did do as you asked. With a bit of hard work, any hand can be made to hold a blade, and any mind can conquer its fears. But a scout's nose is different. You've either got one, or you ain't. And by sniffing out that log, young Ember here has shown he has a conk and a half. Wouldn't do to waste it now, would it? Fine. One more chance. I'll do whatever you ask. I'll spend my days and nights in the pit if I have to. I'll show you. Just you wait. Das macht er schon. Hallo Soft as a September. brush, that one. But his heart's in the right place. Just like someone else we know. And if you ask me, we've been leaning on him for far too long. That time the curse breakers took some of the weight off his shoulders, I reckon. It couldn't hurt.
Just don't tell Gav I said so, will you? I won't have him thinking he's been hard done by. Next thing you know, he'll be asking for a day off. Chance would be a fine thing. Back to work. Bald gibt's Urlaub. Bald. Forgive me, Sid. This did not play out as I expected. Things really do these days. But that's why we need men like Ember more than ever. Men who can make the best out of a bad situation. Remember that. I will, Sid. Thank you. Aber trotzdem kann keiner Gav ersetzen. Unser guter Gav. So, wenn wir jetzt gerade hier sind, nehme ich die Quest. Warte, da ist eine neue Sidequest aufgeploppt. Es hört einfach nicht auf. Oh boy. Werden wir es heute Abend noch schaffen? Ich bekomme langsam Zweifel. Sid, do you have a moment? By all means. It's my old master. Seems there's no escaping her. She found some way to send me a letter. And something else. Records from a Waluda prison. Seems they were keeping a lot of bearers there. Irgendwann wollte ich auch mal schlafen. By such a thing? Finding bearers always was her strong point. And it seems the cells of Balmung Dark are full of them. Foreign captives, the masterless. Bearers no one would miss. Und meine Hand vorm Finale vielleicht nicht komplett ruinieren. Bearers with no one to look after them. When ether started lapping at the walls, the jailers fled. Leaving the bearers to be liberated by whoever happened to come along next. Sid, I'd like to believe that I've earned your trust by now. And while I'm well aware that you've forbidden Cursebreakers from traveling to Waloed, I can't let those bearers die in their cells. I'd rather risk shipwreck on the Shadow Coast than leave them to starve. Let's go together. We'll be needing the Enterprise if we're going to navigate the Narrow. Does that mean... I'm making an exception, but we travel together. And we stay no longer than we have to. Ash is an inhospitable place at the best of times. We save as many as we can, and we leave. Thank you, Sid. There was a name in the prison register. A name from my past. Chadwick. Another of my former master's protégés. A gifted soldier, and the closest thing I had to family. The thought of him held captive in that place. He must be very important to you. He was. Is. Then we find him. The entrance to the prison lies in the shadow of Ravenwit Walls, just beyond the portcullis. We should head there as quickly as we can. I only pray there are still bearers alive to save. As do I, Doris. Jetzt müssen wir aber trotzdem noch kurz warten. Nein, wir machen jetzt nicht Schluss und gehen schlafen. Du kannst gern schlafen gehen. Ich zieh das jetzt hier durch. Ist mir scheißegal. Ach, schau mal an. Wessen kleine Nase da grün geworden ist. Say what you will. Ich habe gesagt, wir machen heute alle Sidequests. Also machen wir heute alle Sidequests. Und wenn es das Letzte ist, was ich tue. Die halbe Stunde Finale könnt ihr euch dann auch mal woanders angucken, wenn es mich auseinanderreißt. Das ist kein Problem. Ich habe auch das Gefühl, dass mit uns möglicherweise nochmal einspannt. I hear that you traveled to Ash, Sid. Did you by any chance recover the names of my fallen friends? I did. Yes. If I may? The Bearer Registry. The director was a brutal man. He got no worse than he deserved. The registry was all I found beneath the tree. There was no sign of a body.
or any record of what happened to the children after the orphanage closed. I pray that at least some of them survived. All their names are here. The ones we lost. My friends. My light in those dark times. I can still remember their faces, like it was yesterday. Children who were taken from their bunks in the morning, never to return. No explanation ever offered. They'd be happy to know that you survived, Herman. But why did I make it out alive, when so many others died in that awful place? So, was gilt es It's so not your rough? fault. And blaming yourself won't bring them back. Honor their memory. See that their names live on. That way, at least. They're never truly gone. Thank you. Sid, I'm going to write a book. An account of the horrors of Badbach, and the spirit of those its custodians sought to crush. All of Valisthea will know of our suffering, and in the name of those I lost, I will not let it happen again. Neither will I. These records would have been buried for all eternity, were it not for you. Thank you. Ich hoffe, er findet irgendwann seinen Frieden. Aber leicht wird das sicher nicht. The realm will hear of Badbach. I pray that the tale of... Dann schauen wir doch mal, was unser liebstes Adoptivkind noch so für uns parat hat. Has Midadol mentioned an orphan? Mid, tell me this is all you need. Never. Never ist das alles. Ich kenne doch mein Mädchen. Oh, you make it sound like I asked you to save the world or something. Tell me this is all you need. It's most of what I need. After you left, I went over the figures again, and I realized I'd forgotten a 1 and a 0. And a cogwheel. Just a tiny one. Though, that's the problem. Gears that small are a bastard to make, and I may have lost the one Blackthorn spent a fortnight toiling over. Uh-oh. Wait. The children. When they took apart your scales, there was a tiny brass gear. Now that I think about it, they didn't use it when we put the scales back together. The young'uns? But why would they... You know what? I don't want to know. I'll keep working on the model. You go and find that cog. Als ob sie das wieder aufgreifen. Das ist halt auch so eine geile Sache an dem Spiel. Sie einfach so total unbedeutende Sachen wieder aufgreifen. Sid! Is Mid still hiding from us? She wasn't hiding. She's fine. Vielleicht soll Clive She's auch just Cox busy working on her next project. Weiß A man nicht new so genau. invention? What is it? What is it? Is it an airship? I bet it's an airship! I want it to be an Do you think she'll let us airship. help? That just so happens to be why I'm here. She needs something special, something only you three can provide. A brass gear. A tiny one. One that might fit on, say, a set of scales? Oh, the one you forgot! We remember! We saved it, just in case. It's in the bag of bits. The bag of bits. Since your lesson, we've been disassembling, then reassembling everything we can find. All the pieces that are left over, we keep under our beds, just in case. Die Kinder haben eine große That's Zukunft vor sich. Good to know. Look! I found it! Is that all? Just the gear? We have more parts if Mid needs them.
That's all for now. But I'll let Mid know about your hoard. Just in case. Diese kleine Drachenkinder. Einfach alles am Horten. Horten hört ein Hu. Midadol mentioned a new project yet? Ich bin immer noch nicht drüber hinweg, dass sie einfach fucking Midadol heißt. Well, did they have it? Bitte schön, Madame. They did. And they kept it somewhere nice and safe. Will it work? Will it work? It's perfect! You're a genius, Clive. What exactly are you going to use it for? Only the most important job of all. The wings aren't going to move on their own. But with the right cog in the right place... Well, you just wait and see. Jetzt bin ich aber gespannt. Wird das Modell fliegen? Oh, es ist so Prima Vista-Anspielung. That should do it. Weil ein bisschen sieht es auch aus wie das Luftschiff aus 4. Here goes nothing. Titan's tits. It wasn't supposed to fly, was it? Of course it was supposed to fly. Oh, Clive. Wouldn't be much of an airship if it didn't. Honestly, these bloody engines are driving me mad. I was so sure this would be the day she soared. The mithril engine was made to make dreams come true. But maybe this is one dream the world's better off without. Show folk how to take flying. It won't be long till they're raining death down on each other. People will lose their homes, children, their mums and their dads. Like I lost mine. I'm sorry. So am I, Clive. So am I. Sorry that I have to choose. Do I follow my head, or do I follow my heart? Good question. The first time I stood on the deck of your ship, felt the wind in my hair. It was like I was flying. But imagine how it would feel to actually do it. My dad always said there were two ways of living life. Chasing a dream or shuffling to your grave. And he were right. Right about a lot of things. Not that I like to admit it. People need dreams to chase. Especially in a world like this. Right. When this is over, I'm gonna take all my mithril engines to Zemeckis and sling them over the edge. I won't have my dream end up turning into someone else's nightmare. But all that hard work... All that hard work will not be used for war, Jamie. But it isn't like it'll be gone. Tell me, Clive, have you ever been on a treasure hunt? Not since Joshua and I were boys. Why do you ask? Because I'm gonna bury the engine schematics and leave behind a little riddle telling people where to find them. A really hard one, so that only the most dedicated dreamers will ever be able to work it out. Ooh, I can picture it now. Some daft general squinting at the words with a gormless expression on his mug. Like that one, yeah. Right. Okay, befriedet, dass wir kein Luftschiff kriegen.
Das ist eine Begründung, die ich durchgehen lasse. If I'm putting this engine at the end of a treasure hunt, I'll still need to make it a treasure worth hunting for. Won't be much of a prize if it couldn't even make a toy boat fly after all. My dad always said, dream big. But it ain't the size of a dream that's important, is it, Clive? Only that it's a good one. And I reckon I've got a fair few good uns left in me. I'm sure you do. Oh, sweet, sweet, smart, Mitterdoll. Das Luftschiffmodell. Mits tollkühner Traum vom Fliegen in Miniaturausgabe. Ja. Ich hätte es mir wirklich gewünscht, dass die Enterprise fliegt, aber... Das ist halt ein wirklich guter Grund, nach allem, was sie durchgemacht hat, es nicht zu machen. Das ist halt richtig erwachsen von ihr, zu sagen, nee, weißt du, nein. So, bevor du mich jetzt nochmal bambuselst, hast du dir jetzt noch irgendwelche Sidequests aus dem Po gezogen? Nein. Always something in there. So gute Charaktere einfach. Jetzt bin ich nur den falschen Weg gegangen, um zu GF zu kommen, aber das ist okay. Habe ich eigentlich neue Briefe? Habe ich auch. So viele Briefe. Die müssen wir am Ende auch noch lesen. Ach, you alright? About that. Ehrlich gesagt weiß ich nicht, was ich sagen soll, aber wenn ich irgendetwas tun kann, um dir zu helfen, diesen Ultima zu töten, dann mache ich das. Das weißt du, oder? Du könntest mir versprechen, der nächste Sith zu werden. Oh nein, er sucht sich schon Nachfolger. Oi! Das ist nicht witzig. Du kommst verdammt nochmal lebend zurück, ist das klar? Außerdem meintest du, den Namen würdest du nicht mehr hergeben. Du vergisst wohl nichts, was? Wenn überhaupt, dann brauche ich einen Namen, mit dem ich Sith dem geächteten Konkurrenz machen kann. Mal überlegen. Gav der Große, der allmächtige Gav oder vielleicht Drachenherz Gav. Oh, ja, mein Vote geht dafür raus. Die Entscheidung überlasse ich dir. Auf Siths rechte Hand ist schließlich Verlass. Siths rechte Hand? Als Namen lehne ich das aber lieber ab. Sonst kommen die Leute noch auf falsche Gedanken. Verpennt. Okay, der große Bruder, let's go. Something troubling you? No more than usual. It's just... Eda's baby will be coming soon and I wanted to make something for it. Das Baby! I'm sure she'd like that. Back in the north, families would always make gifts when a bairn was on the way. Yeah, I'll let the little tykes know they were welcome in their new homes, like. So, what's the problem? Well, the problem is that Eda's due any day now. And I don't know if I'll be ready in time. Kommt das Baby gleich oder erst nach Ultima? Is there anything I can do to help? You know, there just might be. All right then. What exactly are we making? A good luck charm. But not just any good luck charm. Not just any. No. One made from the feather of a silver chocobo. Ambrosia? There's naught luckier in all the realm, or so we used to say back home anyway. Thing is, they're hard to come by. Had Otto and Karen check with their suppliers, but nothing. I try and track one down myself, only... Ich meine, Ambrosia Only the big day is fast approaching. And that's all you need. Eine Feder kann sie bestimmt entbehren. That or the bird whose horse it's attached to, aye. I was gonna start by asking around with traveling traders plying the northern borders. Well, there's no shortage of those passing through Martha's. I think I might make that my first port of call. I'll let you know if I find anything. You're a good friend, Clive. I won't forget this. Sie fühlen sich aber halt auch alle so hart wie Family an inzwischen. Da wird ein riesiges Loch in meiner Brust klaffen, wenn die Credits gerollt sind. So, und eigentlich wollte ich ihn mir bis ganz, ganz zum Schluss aufheben. Aber es wird Zeit. Joshua, was liegt dir auf dem Herzen? Ah, Clive.
This is it then, brother. Dies wird unser letzter Tanz mit Ultima. Nur der Begründer weiß, was uns dort oben erwartet. Indeed. Ja, aber was immer es ist, wir werden stärker sein. Wir dürfen unsere Freunde nicht enttäuschen. Sie glauben an dich, Clive. Sie alle würden dir bis ans Ende der Welt folgen, wenn sie könnten. Aber so viel Platz ist auf Dion leider nicht. You're wrong. Das sehe ich anders. Meine Freunde folgen mir nicht, sie spornen mich an. Ohne sie wäre ich niemals so weit gekommen. Okay, Minnie, danke. Und erst recht nicht ohne dich, Joshua. Du hast mir deinen Segen gewährt und mich zu deinem Schild ernannt. Ohne dich hätte ich das alles nicht überlebt. Selbst als wir getrennt waren, warst du immer nah. Und jetzt bist du hier, an meiner Seite. Of course. Und das bleibe ich bis zum Ende, wann immer das sein mag. Nur ist dann noch dieses Ding in seiner Brust. Naja, nun. Joshua, what's wrong? And don't say nothing. It's not nothing. I've received word from Cyril. The Undying have found Father's will. Oha. Something akin to it. His will? How and where? In the crypt beneath Rosalith Castle. After Kupka was kind enough to drive out the Imperials, the Undying took the opportunity to recover what relics of the Duchy yet remained. And in the process of doing so, they found a letter from Father. I'm surprised anything survived down there. Cyril asked that I join him in Tabor at my convenience. I have been meaning to go, but would you join me? Natürlich. Der Cyril schon wieder. Of course. I want to know what's in that letter as much as you do. Ist ja auch mein Vater. I'm ready to leave when you are. Ich denke übrigens, dass Annabella auch final unsere Mutter tatsächlich ist. Dass sie sich nur so gefühlt hat, als würden alle denken, dass es so eine Dion-Situation ist. So, fangen wir mit Martha an. Mima Martha. Weißt du, und dann am Ende ploppt hier nach Joshua noch was auf und dann werde ich wieder bambuselt. Let's hope one of the merchants here has what Gav needs. Hast du eine Feder? Excuse me. I'm looking for something. Oh, well, then I'm your man. A silver chocobo feather. Oh, or maybe not. Though you're not the first to mention the bird around here. There was a man stopped by the rest not long ago, claiming he was attacked by a silver chocobo. Near some gutted hovel, not far from East. Was ist Ambrosia dann grau? Most took him for a braggart and a liar, but who knows? Perhaps there was some truth to his tale. We'll see. Thank you. Aber Ambrosia ist doch auch eigentlich ziemlich silbern unterwegs, oder nicht? Ist das nicht gut genug? Weiß. Okay, das könnte sein. Was sind denn jetzt die anderen Lümmler? It doesn't still hurt, does it? Wo waren nochmal die Stables unten, ne? Oder wir nehmen einfach den. Can I help you with something? You wouldn't happen to sell silver chocobo feathers, would you? I deal in fruit, not fancies. Ja, sorry. But if it's fancies you're after, I suggest you try Rhiannon's ride. Was a silver chocobo seen there? Oh, yes. If you believe the ravings of a madman. It wouldn't be the first time. Ich habe erst Rinoa gelesen und gedacht, warte mal. Das ist hier doch gar nicht Final Fantasy VIII. Das müsste ich wohl auch mal wieder spielen. Whoever's idea it was to take those bearers. Look, Daddy. Shining so brightly. Was ist denn jetzt der letzte? We've got a few rooms going spare now. Mister? Oh, this guy can fuck right off.
Okay, nicht unten bei den Stellen. Soll ja eigentlich irgendwo da sein. Just because the heavens have gone to rack and ruin it. Da. How do, traveller? You've the look of a man who could do with a new whetstone. Or perhaps a bawdy etching of the Vicerine. Maybe another Danke time. von Annabella, brauche I'm ich kein looking for a Bild. silver chocobo feather. If that's the case, rumours are all you're likely to find. No one has seen a silver chocobo for years. Word is they were all hunted for their feathers. Some northern nonsense about bringing good luck. Didn't bring them much, nor their bows. If any are still out there, I reckon they'll be doing their damnedest not to be discovered. Aber wenn die aus dem Norden sind, haben wir die dann mit Jill einfach mitgenommen, weil Papa und Clive haben ja beide. Silver chocobo sighted in the hills near Rhiannon's Ride. It sounds almost too good to be true. Haben ja beide diese silbernen Chocobos. Haben wir die vielleicht einfach aus dem Norden gemobst? Und der möchte jetzt nur seinem Chocobo nicht die Feder aus dem Popo reißen. I'll build a barricade so sturdy, even abandoned. Da hat sie sich richtig doll gefreut einfach. Ist das jetzt auch richtig? Ja. Weil, also... Ich finde, sie sieht schon ziemlich silbern aus. Come on. Ich meine, kann man drüber streiten, ob sie jetzt weiß oder grau vielleicht stattdessen ist, aber... Da bin ich mal gespannt, wie so ein echter silberner Chocobo aussieht. Wenn es nicht so ist. Weg. Ach, guck mal, hier ist noch so ein Stein aufgetaucht. Mit einer Prüfung. War der vorher schon da? Weil ich meine, den anderen haben wir ja vorher schon gefunden. Tracks. They're not left by bandits for a change. Chocobo? Wir haben doch hier runtergeführt, oder? Ja, dann beschwere ich mich aber auch, du. Wenn der jetzt nicht richtig fancy aussieht. More tracks. And these look fresh. Aber dann wiederum haben wir schon echt sehr viele fancy Chocobos gesehen. The chocobo was here. And recently. Perhaps it still is. Hast du ein bisschen Gisarkraut dabei, Clive? Hm? I don't hear anything. Ja, da ist sie. Dann dürfen wir ihn wohl nicht sehen. Aber die sieht genauso aus wie Ambrosias Feder. I'll be damned. Die sieht doch genauso aus. Okay. Er ist wie das Lavados aus Pokémon. Da, das ist doch derselbe Vogel. Badriggle. It's all right. I'm not going to hurt you. Just borrowing a feather for my friend. Thank you. Clive ist sich also überhaupt nicht bewusst, wie wertvoll sein Reittier ist. Uff. Uff, Clive. Was ist da wieder los mit dem Jungen? Das sah doch 1:1 aus wie unser Baby, oder? Mann, 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 Mann. Ach so, nee, warte, das wollte ich zuletzt machen. Den Joshua heben wir uns bis zum Schluss auf. Macht wahrscheinlich auch keinen großen Unterschied, aber mein innerer Monk will das so. Nach 5 Stunden darf mein innerer Monk alles, was er möchte. Mini, ich würde es gut finden, wenn du mir nicht in den Rücken springst.
Ich will mein Geld zurück. Ja, ich fühle mich auch ein bisschen betrogen. Weißt du, Joshua, sag doch auch mal was. Das sieht doch genau gleich aus, oder? Macht ja, wie gesagt, auch Sinn, wenn sie Jill, Doris is waiting for me near Balmung Dark. The longer she's out in the open, the more likely she is to be found by a Kashik. I need to hurry. Wenn sie Jill aus dem Norden geschnappt haben, warum nicht auch ein paar geile Chocobos mitnehmen? Und Torgel. Ich meine, das macht nur Sinn. Dafür ist die Quest wahrscheinlich auch da, um mir zu zeigen, dass mein Chocobo nicht so ultra besonders, sondern einfach nur aus dem Norden besonders ist. That'll do, girl. So, Doris, wo sind denn jetzt alle? In der Arena? There were no guards, I take it. Richtiges None Mobbing. manning the gates, no. It's a different story inside, though. The corridors are crawling with Akashic. Most likely guards left behind when the wardens ran. If Chadwick was being held here, I worry that he may already be. Don't give up hope just yet. But let's move quickly. Let me check the ground floor. The ether stick is there. Then I'll search the upper level. Good luck, Sid. Stay safe. Na, zum Glück sind wir unverwundbar. Das ist für die normalen Menschen halt wirklich auch ein bisschen unpraktisch, ne? Just how bad are the floods inside the walls? Bad enough to turn a bearer? I hope not. We're risking a lot just being here. Better keep my eyes open for signs of life. Stay down! Odin! So, was haben wir hier? Balmung-Warte Ernennungsstatut. Das Königreich von Valut weist hiermit diese Einrichtung als Gefängnis zur Verwahrung sowohl fremder als auch einheimischer Träger aus. Sinn und Zweck dieser Einrichtung sind die Aufzucht und Ausbildung einer Kusa-Bestie für den Einsatz im Kampf. Oh cool, eine Kusa-Bestie ist auch in Hand. Guten Morgen, Domi. Ich wollte schon fragen, ob du und Kay eingeschlafen seid. Schätze, da habe ich meine Antwort. Hast du gut geschlafen? Dieses Vorhaben unterliegt strengster Geheimhaltung. Jegliche Erwähnung desselben wird ausnahmslos mit dem Tod bestraft. Inhaftierte Träger werden ausschließlich für das oben genannte Vorhaben verwahrt. Die Verwendung von Trägern für sämtliche sonstige Zwecke ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung gestattet. Ach schön, schon wieder so ein Ort. This place was no ordinary prison. And I doubt they'll have taken the creature with them when they fled. Ja, ich habe letzte Nacht auch nicht so viel Schlaf abbekommen. Das rächt sich dann morgen. Aber gerade bin ich zu invested, um aufzuhören. Boop. So, sie wollte sich ja oben kümmern. Wow, der hält aber viel aus. Einer? Noch einer. Empfehlung bezüglich des Einsatzes der Kusa-Bestie. Die Kusa-Bestie ist im Vergleich zu bisher ausgebildeten Kriegstieren ein besonders blutdürstiges und aggressives Exemplar, weshalb man sich von ihrem Einsatz auf dem Schlachtfeld auch besonders großen Nutzen erhofft. Kürzlich aufgeführten Übungen hat sich jedoch gezeigt, dass die Bestie unglücklicherweise nicht dazu in der Lage ist, zwischen Freund und Feind zu unterscheiden. Es wird daher dringend davon abgeraten, sie gemeinsam mit regulären Truppen einzusetzen. Stattdessen wird vorgeschlagen, mit Trägersklaven die Bewegungen des Feindes auf einen Punkt zu konzentrieren und die Bestie dann in ihrer Mitte loszulassen. So sollten sich Valuta-Verluste minimieren und größtmögliche Effekte aus dem Einsatz erzielen lassen. Minimal loss of Valuta lives. And what happens when they run out of bearers? Even the Imperials take better care of their branded than that. Ja, je weiter man nach Osten kommt, desto beschissener behandeln die ihre Träger, habe ich so das Gefühl. Vermerk bezüglich der Fütterung der Kusa-Bestie.
Aufgrund gegenwärtiger Versorgungsengpässe verfügen wir momentan nicht über die erforderlichen Ressourcen, um die Kusa-Bestie in unserer Obhut adäquat zu versorgen. Glücklicherweise wurde sie jedoch dabei beobachtet, wie sie Träger, welche während einer Übungseinheit an ihrer Seite kämpfen sollten, getötet und verspeist hat. Darüber hinaus ließ sich nach dieser Mahlzeit sichtliche Zufriedenheit bei der Bestie feststellen, was darauf hindeutet, dass sie den Verzehr frischer Träger sogar ihrem üblichen Futter vorzieht. Dieses Verhalten ist zwar unerwartet, jedoch mitnichten unwillkommen. So können Träger, welche nicht mehr anderweitig zu gebrauchen sind, bei Bedarf ganz einfach einem neuen Verwendungszweck zugeführt werden. Aber wenn die schon halb versteinert sind, sind die dann noch frisch? They were feeding bears to it. Junge. This is even worse than I'd feared. Skrupel haben die schon nicht so viele. Hopefully things are looking better upstairs. I should go and see how Doris is getting on. Ist hier auch eine Treppe? Doris? Doris, mein Mädchen. Sieht ehrlich gesagt für Chadwick nicht so gut aus. Ohne jetzt die Negative Nancy sein zu wollen, aber sie sieht ehrlich gesagt nicht so gut aus. No lock downstairs. But I did find out that this place was more than just a prison. Something far more sinister was happening here. I know. I've been reading some of these documents and it can't be true, can it? Doch. Das glaub mal. Bearers die every day in service of their masters, but this is so much worse. Pitting bearers against a wild beast armed with nothing but their wits? And all in order to bring about more death. And not just those who could fight, but the elderly, children even. And those who wouldn't or couldn't were disposed of. Whatever that means. I'm afraid it means they were fed to the monstrosity they kept here. Then we're too late. And I was a fool to bring you here. Don't say that. Did you find anything else? A key. But it doesn't fit any of the locks on this floor. Perhaps it will fit one of the doors downstairs. There's a corridor I haven't searched yet. Finish up here, then come and find me when you're ready. All right. I'll be there in a moment. Ich möchte euch kurz daran erinnern, dass wir uns gerade in Valut befinden und dass das hier und das Waisenhaus, das wir zuvor besucht haben, demnach auf Barnabas Doktrinen, ich weiß nicht, wie ich es sonst nennen soll, aufgebaut wurden. Das ist alles Barneys Doing. Ist alles auf seinem Mist gewachsen. Let's see what we can find down here. Wo ist die Kusa-Bestie? Oh nein. A survivor. And she sounds close. Who are you? There's no need to be afraid. Are you alone? Are there any other survivors? Some of the guards. They're still here. But something's wrong with them. Everyone else was eaten by the monster. Of course there were. Thank the Founder. It was worth our coming.
but I'd rather we didn't linger. Are you ready? Ready when you are. You poor thing. He must have been terrified. Did Chadwick send you? What? He fought the monster. Distracted it so I could run away. He must have sent you. He promised to free the others too. Where is he? He opened your cell, didn't he? He wouldn't be here otherwise. Chadwick. Was that? Monster's back! Chadwick, help! We have to get out of here. Doris, keep the girl safe. Ich töte das All right. Monster. You put that bearer-eating bastard in the ground. Das war jetzt eigentlich nicht auf dem Plan, aber let's go. We have to run! You're safe now. We won't let it hurt you. It's out there waiting for me. Süß. I can't let it live. Not if it's got a taste for bearers. Die Synchro ist so fucking gut, Mann. Selbst bei so einem, ich sag mal, unbedeutenden Charakter, der wahrscheinlich einmal vorkommt, hauen die so eine Stimme raus. Ah, los geht's. Hallo, guten Tag. Ist das ein Behemoth? Auch. Da wirst du einfach in noch eine Hand genötigt. Na gut, Joshua, du machst das, ne? The beast will wreak havoc if it ever leaves the prison. I can't let that happen. Oh, Dave, too slow. Ich glaube, Joshua macht es nicht. Ich glaube, ich muss es machen. Ja, Mann, ich drück doch. Hab doch mal Erbarmen mit einer armen, verwundeten Frau. Immer auf die einarmigen. Und der kann auch Komet. Das könnte zum Problem werden. Genau deshalb wollte ich eigentlich keine Hans mehr machen. Ist schön, wie das Spiel meine Wünsche respektiert. So, ich hoffe, die anderen Kometen werden jetzt nicht wieder weitergeschossen. Sieht aber gut aus. Root Joshua. Ich habe einfach Right Joshua gelesen. Weil er ja Phoenix ist. Weißt du? Er hat immerhin seinen Strahl losgelassen. Mehr kann man von ihm nicht erwarten. He is just a baby. Oh, er dachte, ich bin eine Maus. Leider bin ich keine. Aber ein Behemoth ist doch keine Katze. Insofern gleicht sich das dann wohl wieder aus. Ich sollte vielleicht nicht unterm Kometen stehen bleiben. Too slow. Hä, wo ist er denn jetzt? Wo bin ich überhaupt? Kamera. Ich war in seinem Bauch, dabei ist das hier doch gar nicht 14. Okay, das war machbar. Glück gehabt. Glück gehabt.
Aber vorm Final Boss habe ich echt ein bisschen Angst mit der Hand. Ich schätze mal, danach werde ich dann erstmal verschwinden. Sid, are you hurt? Ach, Quatsch. I'm fine. I think. Ist das Chadwick? Ist der mutiert? Nein. No. What is it? A diary. I gave it to Chadwick before we went our separate ways. He was here. Do you think that creature? I'm sure he fought bravely to the last. The girl is safe thanks to him. Chadwick. You fool. Come on. We have to get her back to the hideaway. We don't want his sacrifice to have been in vain. No. Of course not. I'll see that she's looked after from now on. It's the least I can do. Ach Mann, ey. Was die alles durchmachen mussten. From what I hear, you've barely left the girl's side in days. I hope she's recovering from her ordeal. She is. Slowly but surely. Come on. She's far tougher than she looks. I thank the flames we found her. If we hadn't... I know. But we did. I'm sorry we weren't able to save Chadwick. There's no need to apologize. Without your help, I would never have found out what happened to him. How he fought to the bitter end to save her. To save Heide Marie. Es hätte so viele Namen gegeben, weißt du. The man I thought of as a brother. I wish I could have met him. I'd like to hear more about your past. If you don't mind, that is. Of course. You already met my former master. She trained Chadwick and I to do two things. Kill and obey. We were supposed to be sold to the highest bidder when the time came. But no bid was ever high enough to convince her to part with us. For years, we were her daggers in the shadows. But we could never quite shake our doubts about the things she made us do. And then, one day, we just couldn't do them anymore. So we escaped. But staying together was out of the question. They would have found us too easily. After so many years of training, the pull to serve was always strong. It scared me to think he might have taken another master, become a dagger in someone else's hand. But even in captivity, the battles he fought were his own. And he died not as someone's tool, but as a hero. Heide Marie is proof of that. Bearers can cast off their shackles. And the Cursebreakers will show them how. I'll fight until my dying breath to see it done. For Chadwick, and for all of us. Thank you, Doris. We'll be counting on you. Für Heide Marie, Chat. Aber ich glaube, es reicht leider trotzdem nicht ganz für die letzte Belohnung. Weil wahrscheinlich noch Hans fehlen. Das wäre ein bisschen schade. Huch. Ja, hübsch. Dann bringen wir Gav doch auch gleich die Feder von dem Chocobo, der nicht unserer war. Bisschen in den Mogri-Butt shaken muss drin sein. So, wie sieht's denn hier aus? Die heulende Todesfee. Der herrenlose Streuner. Da komme ich doch noch gar nicht hin. Und Bügul. Und der Ritter des flammenden Herzens. Aber wie gesagt, ich fürchte, das muss ich mir leider von der Backe putzen. Ich brauche alle meine Kräfte für Ultima. Something about
Ultima. So, ist das Baby schon da? It was no trouble at all. Ist das Baby schon da? Ist das Baby schon da? Clive, you're back. How'd you get on? Any luck? Any luck, you say? Aber so richtig lucky. Silberne Chocobo-Feder. Für die Menschen im Norden sind silberne Chocobos Glückssymbole und ihr bloßer Anblick kann den Unterschied zwischen einer Miss- und einer Rekordernte bedeuten. Zumindest laut Gav. Wir könnten ja auch mal Jill fragen, wo ist die eigentlich? Crystal's crack. Is this what I think it is? Where in the hell did you find it? It's a long story. Und sie geht so, also. Right there on the road to Eastpool. Who'd have thought it? Everything up there's been abandoned for years. The empty cabin made for the perfect shelter. Though I fear my presence may have forced the poor creatures to look elsewhere. Don't blame yourself, Clive. The Blight's right on Eastpool's doorstep. They'd have had to move on before long, even if you hadn't have turned up. They'll find a new home. Trust me. After all, that's what us endangered animals do. Anyway, what matters is, you managed to nick us one of their quills before they could run off. And now all that's left is to fix it to the carving. I didn't know you could carve. Reckon there's a lot you don't know about me. Like the fact I'm as good with a whittling knife as I am with a sword. Das wundert mich And übrigens that bone Ember überhaupt gave nicht. me's a dream to work with. What did you say it was from again? An Avis? But it weren't your Avis, Sid. Oh. I slew one of my own at last. So all those long nights in the pit finally bore fruit. I'm proud of you, Ember. Don't speak too soon. I ain't done my trial yet. There we go. What do you think? I think if you ever hang up your scouting cap, you'll be able to make an honest living. Das kann er ja Now, will nebenbei machen. I should go and see if Ed is awake. Give it my best. You can give it to yourself. Come on. Aber ist das Baby schon da? Ich meine, wenn sie schon auf der Krankenstation liegt, außer natürlich, dass dahinter wären Quartiere. Aber irgendwo müssen die auch schlafen. Das habe ich mich nie gefragt. Außer Sid hat hier eigentlich niemand ein Schlafzimmer. Liegen die einfach auf dem Boden dann? Oder sind das da hinten die Schlafquartiere? I was just about to go in. But then I thought it might be better if you went first. What with you being the head of the family and all. Okay, mach ich. Ty's tea stop the fizz. I only hope this stays. Jo, das steht hier einfach immer noch rum. Nee, das Baby ist wohl noch drin. Ah, me lords. Hey, Edda. How are you feeling? Well, thank you. Is something wrong? Wrong? No, nothing like that. What it is... Go on, please. So verlegen habe ich Gav aber auch noch nicht erlebt. Die heiraten noch, pass auf. It's beautiful. Did you make it? We did. Aye. It's from all of us here at the Hideaway. Your new family, like. It's a good luck charm. We may come up north when a band's on the way. I mean a baby. To let him know that they're part of the family too. Oh, I hope you like it. I don't know what to say. I thank you, my lords, for everything. If there's anything you need, just let us know. I will. Clive, fancy a swift off? I'm thirsty. I could be convinced. Die Onkelchen erstmal einheben. Da macht unser Onkelchen bestimmt auch gern mit. Ich habe auch immer noch keine Runde ausgegeben.
Don't you think you've had enough? No, we're celebrating. I'm gonna be a father. I think Edda might have something to say about that. Ah, you know what I mean. Bit of light in these dark times. Wird auf jeden Fall gerne Edda heiraten. Wasn't long after me 10th name day. My mum told us she was with child again. I was over the fucking moon. I was looking forward to having a little one to lord it over. What with me being the runt of the litter. Thought I'd finally have a chance to prove to the world that I could be a big brother. Imperials came the day she went into labour. Had myself a baby sister. And then I didn't. My whole family gone in a blink, while I hid in the cellar like the spineless little arsehole I was. Great brother I turned out to be. I'll never be a leader. And I'll never be a hero. I'm just a daft little dog who comes running when his master calls. I'll never be like you, or Sid, or Jill, or even Torgal. Have you finished? Maybe. Oh, Gav. Do you know why you're our best scout? Because you don't need anyone to hold your hand. Without your resourcefulness, your courage, your determination, I don't know where we'd be. Maybe hanging off a cliff like, That was only the once. Exactly. You learned from it. And here you are after Founder knows how many missions, stronger for everyone. And let's not forget Rosalith. Who was it who freed me from the dungeon? Who was it who ran to Jill's rescue? That would be me. Because you're our brother, Gav. My brother. Your brother. Which means that when the time comes, I get your room. And your sword. Protect Gav at all costs, man. I may have had one too many. Ja, nur eins? You may have had 10 too many. I said I was thirsty. Better get back to work anyway. After I walk this off. Clive? What is it? Thanks for, you know. I know. Ich will unbedingt Onkel Gav sehen, wenn Schifrid geboren wird. Bitte, bitte. Wintermet, ein erquicklicher Trunk, der aus Honig hergestellt wird, welcher in den kurzen Sommern der nördlichen Gebiete gesammelt und in den folgenden 6 Monaten langsam fermentiert wird. Das heißt, er wärme den Bauch in den kalten Winternächten des Nordens.
Och, Gav. One of these days. One of these days, I swear it's gonna be me who drinks you under the table. If by under the table you mean wrenching on my boots half the night, I reckon one of those days was yesterday. Ha ha. You think you're so funny. But just wait till we crack open the bottle I left in your chambers. That stuff's strong enough to burn the horns off a behemoth. Sounds like I'll be needing some new boots. Uff. Uff, 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 uff. Die beiden, Mann. Vor allen Dingen haben die jetzt alle noch so super viel Dialog, ne? Ready for the big heave-ho, are ya? Über das Versteck. Das alte Versteck war noch nicht mal fertig, als Sid mich aufgenommen hat. Wir hatten es uns zum Ziel gesetzt, eine sichere Zuflucht für die Träger zu schaffen, die wir befreien wollten. Wie die ersten von ihnen ankamen, werde ich nie vergessen. Ich war schockiert, wie verängstigt sie waren. Keiner von ihnen hat es gewagt, mir ins Gesicht zu schauen, geschweige denn zu reden. Aber nach und nach tauten sie auf, sie hörten auf, Sklaven zu sein, wurden zu Mitgliedern unserer Familie und das Versteck wurde ihr Zuhause. Genauso wird es auch für Edda und ihr Kind sein. Sie bekommen hier eine neue Familie, die sich um sie kümmert, durch dick und dünn. Und ich werde natürlich besonders gut auf sie aufpassen. Ich lasse nicht zu, dass dem kleinen Würmchen was passiert, das kannst du mir glauben. Go and give that fucker one for me. Och, Gav. Precious little Gav. So, was macht die Wand? Es fehlen halt aber immer noch 3 Sachen, ne? Das ist nicht gut. Aber ich habe ja auch keine Sidequest verpasst oder so. Hoffe ich zumindest. Bevor wir aufbrechen. Ifrit, ich möchte euch meinen aufrichtigen Dank dafür aussprechen, dass ihr mich wieder mit Meister Harpocrates vereint habt. Nun kann ich mit einem Herzen frei von Reue zu dieser bedeutendsten aller Reisen aufbrechen. Ich muss gestehen, ich habe bemerkt, dass ich immer tiefer in eurer Schuld stehe, je länger ich in der Gesellschaft von euch und eurem Bruder verbringe. Wir müssen uns daher rasch um Ultima kümmern, nicht nur um die Welt zu retten, sondern auch mich vor lebenslanger Pflicht zur Wiedergutmachung. Leon. Kommt heil zurück. Clive, ich danke euch, dass ihr wieder einmal den Launen eines wirren alten Mannes nachgegeben habt. Zu meiner Schande muss ich gestehen, dass mich meine eigene Sturheit und Angst jahrelang davon abgehalten haben, einen Freund einfach nur wissen zu lassen, wie stolz ich auf ihn bin. Ihr habt mir eine große Last von der Seele genommen. Vielleicht werdet ihr nach eurer triumphalen Rückkehr vom Ursprung einmal geneigt sein, die Feder zu benutzen, die ich euch vermacht habe. Viele von uns, selbstverständlich mich eingeschlossen, würden nur zu gern eine Beschreibung eurer Erlebnisse mit seiner Hoheit aus erster Hand lesen. Weiß nicht, vielleicht besser nicht. Schatzsuche. Was? Dachtest du, ich hätte das einfach so dahingesagt, dass ich meinen Antrieb verstecken will? Um genau zu sein, habe ich sogar schon den perfekten Ort dafür gefunden. Also beeil dich mal, diesen komischen Gott oder was auch immer zu erledigen, damit du ganz flott auf mein großartiges Abenteuer gehen kannst. Am Ende schnappt dir irgendein helles Köpfchen den Preis noch vor der Nase weg. Naja, in dem Fall könnte ich dir immer noch eine meiner etwas weniger genialen Erfindungen verbuddeln. Ich habe ja wahrlich genug davon. Mit. Wie kann einfach jeder dieser verdammten Charaktere so liebenswert sein? Wie? Chat, erklär mir doch mal. Wie kann das denn sein? So, jetzt wird gleich wahrscheinlich weiter geweint. Denn jetzt gehen wir noch Joshuas Quest machen. Ich war mit meinen 5 bis 6 Stunden leider echt näher an der Schätzung dran, als ich gehofft habe. Damn. Cyril! Cyril, ich bin schon wieder da. Your Grace, my lord, I trust your journey was not overly onerous. Cyril, you found a letter from Father? Yes.
I have it here. If you would do us the honor, my lord. An meine geliebten Söhne. Oh, Sekunde. Mein Gav hat mich echt aus der Bahn geworfen. An meine geliebten Söhne. Ich weiß, dass ich euch in diesem Krieg, der uns bevorsteht, viel abverlangen muss. Jedoch sehe ich keinen anderen Weg, die Zukunft unseres Landes und unserer Familie zu sichern. Doch selbst wenn es uns gelingen sollte, die Barbaren zu bezwingen und Drachenhauch zurückzugewinnen, bleibt die Gefahr der Fäule weiterhin bestehen. Eine Gefahr, gegen die wir nur dann siegreich sein werden, wenn ganz Rosaria zusammensteht. So der Begründer es will, werden meine Pläne unser Überleben sichern, aber die Hindernisse, welche uns im Weg stehen, sind immens. Zu meinem Leidwesen wird es daher eure Aufgabe sein, mein Werk fortzuführen. Ich weiß, dass ihr die Kraft, den Mut und den Willen dafür habt. Es schmerzt mich, dass ich euch dieses schwere Erbe hinterlassen muss. Deshalb habe ich noch ein weiteres für euch, von dem ich hoffe, dass es euch auf immer an meine Liebe und meinen Glauben an euch beide erinnert. Euer Vater. An inheritance. It would seem the late Archduke penned this missive shortly before his passing. The day before we left for Phoenix Gate. What are these plans he spoke of? His plans for the duchy, Your Grace. Your father entrusted them to my predecessor, the former bearer of the Burning Quill, who entrusted them in turn to me. The complete emancipation of bearers is their stated aim. But your father's dream did not end there. His Grace also spoke of building hospices to care for those stricken by the curse, and the founding of a new university to further the development of non-magical technologies. Einfach so With the blight Mann. spreading ever more widely across the twins, Archduke Elwyn saw this as the only means of securing Rosaria's survival. He wished to see men and bearers treated as equals. To see centuries of common wisdom overturned. Small wonder he did not think it achievable within his lifetime. But he thought it achievable nonetheless. Had he not, he would never have written this message. Wäre so stolz. Nor would he have entrusted his vision to his most faithful aides. Those who would have stood with you, shielded you from the machinations of the less benevolent personages at court. It's a pity only they are still with us. 'Tis true that those most loyal to your father were the first to suffer the Duchess's wrath. But one at least remains, and she has come bearing gifts. What do you mean? Mayhap it is better that she explain, my lord. After all, the duties entrusted to me by my predecessor extended only to recovering His Grace's will and arranging a meeting with the one who might execute it, or a part of it, at least. And where is this woman? She awaits you in the archive, Your Grace. Thank you, Cyril. Shall we then? Ich habe ein bisschen Angst. Wer oder was erwartet uns da jetzt? Er wäre so stolz. Da fragst du dich aber halt auch, wie ist er an Annabella geraten? Also ich meine, okay, Cousine, Arranged Marriage und so, aber so wie ist so ein Typ wie Elvin an Annabella geraten? This is the Required Tree, an archive where we of the Undying collect and collate our findings. Fragments of Ultima's true nature surely lie buried within these pages. We have only to unearth them. Na, dann unearth du mal. Kennen wir die irgendwoher? Ja, also ich meine, Dions Vater hat wirklich keine Ausrede. Ich glaube, Elvin hatte nicht so die Wahl, weil wegen Phönix und so, weil die Blutlinie war ja anscheinend ihre Blutlinie und nicht seine. Aber, you know. Lord Cyril.
Nach dem Fall von Drachenschweif und der Verdunkelung des Himmels haben Anhänger aus ganz Valisthea eine seltsame Veränderung an den vorzeitlichen Gebilden, welche wir gemeinhin als Chronolithen bezeichnen, festgestellt. Ach guck, jetzt wird das auch erklärt. Erlaubt mir, euch erste Ergebnisse unserer Studien an den nächstgelegenen dieser Tafeln zu präsentieren. Es gelang uns, die Aktivierung des Gebildes in der nördlichen Velcroy mit eigenen Augen zu bestätigen, doch ein Sandsturm zwang uns zum einstweiligen Rückzug. Wir werden einen zweiten Versuch unternehmen, sobald sich der Wind gelegt hat. Im Drakos-Becken glückte unseren Forschern ein direkter Kontakt. Es konnte jedoch keine weitere Veränderung festgestellt werden, weder durch Berührung noch durch einige kräftige Hiebe mit Faust und Schwert. Junge, mach's doch nicht kaputt! Was auch immer der Zweck ihrer Aktivierung sein mag, es scheint ein anderer zu sein als jener der zur Verteidigung bestimmten Echos, die wir bisher in den Ruinen der Gefallenen vorgefunden haben. Wir werden unsere Studien der Chronolithen und jeglicher Schriften, welche sich mit ihnen befassen, mit der gebotenen Dringlichkeit fortsetzen. Über erwähnenswerte neue Erkenntnisse werde ich eure Lordschaft eiligst in Kenntnis setzen. Thomage. Okay. Thomage. Was haben wir hier noch? Erster archäologischer Orden Dalmäkischer Flügel, 53. Monatsbericht. Neue Erkenntnisse von unserem eingeschleusten Mitglied bei jenem Bergvolk, welches jüngst in einer abgeschiedenen Gegend Dalmäkia Zuflucht gefunden hat. Der Hauptsitz dieses kleinen Stammes scheint regelmäßige Vorratslieferungen von Hugo Kupkas steinerner Wache zu erhalten. Weitere Nachfragen ergaben, dass die dort ansässigen Lord Kupka, wie sie ihn nennen, größte Achtung entgegenbringen. Ob er ihre Loyalität schlicht erkauft hat oder eine tiefere Verbindung zwischen dem Volk und Titan besteht, ist noch unklar. Die haben ja wirklich Dinge gemacht. The Undying are not the only secret fellowship in this realm, you know. Ja, habe ich mitbekommen. There are others, each working for their own ends. Why, not so very long ago, a society committed to discovering how one might cast magics without a catalyst was found to be operating throughout Valisthea. They were denounced as heretics, rooted out, and driven from our shores, never to be seen again. So. Was würdet ihr sagen, wenn es einfach 16.2 gäbe? Das wäre wild. Glaube ich zwar nicht, aber ich meine, wer weiß. Dann könnte Mitt doch noch fliegen. Irgendwann. My lord, your grace. I hardly recognize you. I am Goditha, retainer of House Rosfield, loyal servant to the Phoenix and his shields. Ich kann mich leider nicht an sie erinnern. Your father, the Archduke Elwyn, entrusted me with the delivery of a gift. I only hope you can forgive my tardiness in bringing it to you. Lift up your head, Lady Goditha. You have our gratitude for your service to our house and to our father. I merely did my duty, as any proud Rosarian would. My lady, perhaps you could explain a little more? What exactly is the gift you bring? As I'm sure you know, it has long been the custom for the children of House Rosfield to be presented with certain keepsakes upon their coming of age. Indeed it has. Our father often spoke of the day when our turn would come. And had he lived to see it, he would have presented you with the treasures I bear. Matching armbands for you both. Alas, he did not live. Indeed, he was taken from us even before they could be completed. He had intended to claim the Heartstone with which each armband was to be finished himself, but it was not to be. And his gifts remain incomplete. I see. It saddens me to bring them before you, as they are. It was your father's wish that you be presented with the finished articles, not these works in progress. But with his grace long since gone, and the stone left unclaimed, I had little choice. You are grown men now, and his house is yours. And while I would not presume to insist upon your claiming the Heartstone in his stead, I know that nothing would have pleased him more than for you to do so. Thank you, Lady Goditha. What say you, Clive? What else? Ja, ich gehe ja schon. Of course, my lady. Geh noch ein Monster kloppen. May our father's will be done. Oh, I am much obliged. Do you know where we might find this Heartstone, my lady?
I do. Though it may be a matter of a good deal more than simply happening upon it. It is found in the bellies of elder griffins, you see. We do at least know where to find one. A certain specimen has made its nest in Titan's Wake, not far from here. A certain specimen? You are most perceptive, Your Grace. In answer to your unspoken question, yes. In fact, this is the very same beast your father meant to slay. I have been tracking its movements since you were but a boy. Were you to slay it in his stead, as men of House Rosfield, it would surely make your father proud. What say you, Joshua? What else? Habe ich wirklich eine Wahl? Nein, habe ich nicht. The griffin your father meant to slay is currently nesting in Titan's Wake. Gut. Torgel, komm. Titan's Wake is to the south of here. But we must not be hasty. The good lady has been disappointed once already. Torgel, komm, wir müssen noch einen Greif erledigen. Anything else? A fine choice. Come again. Wenn es sonst nichts ist. Da unten. Ich glaube, da sind wir aber von hier schneller. Das ist doch garantiert auch noch mal eine Hand. Let's go. Finde ich aber so gesehen auch ein bisschen schade, dass sie dann nicht mehr Sidequests in die Hunts eingebunden haben. Peel, Joshua. Also es ist ganz cool, dass sie das jetzt noch so am Ende machen. Aber das hätten sie zwischendurch ruhig auch mal öfter machen können. Ach, schon wieder hier. Hier haben wir doch gegen das andere wilde Viech gekämpft. There it is. For House Kein Hand. Okay. Wow. Ist einfach ausgewichen. Too slow. Der ist ganz schön fix. Das Simurg. Junge, ich sehe gar nichts. Was hat der denn hier gezündet? Eine Stinkbombe? Aua. Ich hab's nicht böse gemeint. Könnt ja wohl noch fragen, du. Also doch eine Stinkbombe. Schön, er hat eine Attacke, die Königsmörder heißt. Sehr sympathisch. Na, ob Papa damit fertig geworden wäre? Ich muss leider ehrlich sein, ich habe meine Zweifel daran. Ist das gemein, wenn ich das so sage? Aber so viel wie ich hier gerade am draufbuttern bin, wie hätte Papa den alleine legen sollen. Au. Die Kamera ist wieder mein Freund. Aber ich muss sagen, ich glaube, ich hätte mir noch ein bisschen Jill-Time gewünscht.
Weil irgendwie kamen sie jetzt ein bisschen zu kurz. Der Herzstein. Greifs leiden unter einer Art Kristallfluch, bei dem sich ihr Fleisch im Laufe ihres Lebens, indem sie Äther kanalisieren, langsam in Stein verwandelt. Anders als bei Trägern ist die Wirkung jedoch auf einen Bereich um ihr Herz herum beschränkt und der langsame Fortschritt der Versteinerung führt zur Bildung eines Edelsteins von seltener Schönheit. Ist aber auch ein bisschen makaber, oder? Is this the Heartstone? I expect Lady Godotha will know. Bisschen makaber ist das aber schon. Kommt vielleicht nochmal in der MSQ. Das kann sein, ja. Also ich meine, wenn sie wirklich unser Kind unterm Herzen trägt, kommt sie bestimmt nochmal vor, aber so. Nochmal so eine Quest. Ich meine, ja, wir hatten das Picknick und so. Aber wir waren jetzt quasi mit jedem nochmal unterwegs. Nur Jill nicht. Jill steht traurig auf dem Balkon und guckt, ob wir wiederkommen. Während wir übelst die Party feiern. Thank the founder you were safe. Und auf all die Abenteuer fahren. And the Heartstone claimed. Aber dann wiederum durfte sie so die meiste Zeit mit uns rumfahren. Also vielleicht ist das nur fair den anderen gegenüber. Yes, this radiant luster like frozen flame. It is just as your father described it. Thank you, my lord. Your grace. Your father would be so proud. Lady Godotha, the lapidary is ready. Thank you, Cyril. I will be with him shortly. If you would excuse me, I shall have the stone cut and set forthwith. Da bin ich jetzt aber mal gespannt, wie die Armbänder aussehen, wenn sie fertig sind. Nehmen sie einfach Couples-Armbänder. The armbands are complete. Pray, take them. They are yours, after all. Heartstone is harder and more enduring than garnet, or even ruby. It symbolizes unwavering will and devotion. And the graven vines encircling the stone represent the unbreakable bonds between you. It's a message. Father knew we had enemies both inside and outside the duchy. Enemies who would thwart his vision. Only with unwavering devotion would it ever be realized. Haben die das jetzt einfach in die Arschtasche gestopft? Together, as Phoenix and Shield, as brothers in arms. Only then might those enemies be overcome. Das ist nicht okay. Indeed. His Grace knew the enormity of the task he would entrust to you, his heirs. But this was more than just a message. It was a promise. That he would always be with you. Thank you, Lady Godotha, for remaining the steadfast custodian of our father's will. Forgive me, my lady, but there is something I don't quite understand. The Undying told me that after Father died, Mother claimed all of the ducal treasures for her own. Even if the armbands were incomplete, she would surely not have overlooked them. So, how were you able to keep them from her? Geklaut. Because I was the keeper of the vault. Though I was but a lowly servant, your father spoke to me of his intentions for the bands, of the deep love he had for both of you, and his hopes for your future. In the days before the disaster at Phoenix Gate, I discovered that the Duchess had ordered her jewelry be sent away from the castle. It was then that I knew she meant to betray us. I tried to warn your father, but it was too late. Von Annabelle, When aber auch word ein of the bisschen fire blöd. reached Rosalith, I knew my time was short. So I took up the armbands and I fled into the night. And thank the Founder you did. Yet my duty to your father was incomplete. Not knowing what else to do, I followed the Griffin, thinking I might claim the Heartstone on its passing. And so my pursuit continued, until Lord Cyril appeared before me. He informed me that His Grace's will had been recovered, and that his sons were alive and well. Lady Godotha, on behalf of my father and all the people of Rosaria, I thank you for your loyal service. As do I. Thank you, my lord. Your Grace, for coming back to us, for giving my service meaning.
Das war schön. Kann ich das jetzt auch anlegen? Sieht ehrlicherweise nicht so aus. Na gut. Dann nicht. The bands suit you well. It must be gratifying to finally receive the inheritance that was denied you for so long. It is. And we thank you for the part you played, Cyril. If you would permit me to play my part a little longer, might I suggest that you make your way to your father's memorial atop Hawk's Cry Cliff? Let him see that you have received his blessing, and that his vision lives on in you. I suppose it would be churlish not to. What do you say, Clive? Shall we pay Father a visit? Yeah. I think we should. I was hoping to be able to offer him my thanks before we left for Origin. Your father's helm is enshrined there. It has been since the day we recovered it from Phoenix Gate. I prithee claim it, for it too is a part of your inheritance, and I do not doubt that your father would prefer it in your hands than perched upon some lonely rock. Okay, aber vielleicht sind das doch 2 Token dann. Thank you, Cyril. Aber das ist voll die schöne letzte Sidequest. Außer sie poppen jetzt noch eine raus, aber das ist halt voll die schöne letzte Sidequest. Jetzt nochmal zu Papa und das alles klären und bevor wir dann in die letzte Schlacht ziehen. Das ist auch so thoughtful irgendwie. Ich weine immer noch ein bisschen wegen Kev. Let's go. Run like the wind. Unwavering will and an unbreakable bond. Do you really think we're strong enough? To save the world? Of course. To have overcome Father's political enemies? Of that I'm less certain. Especially knowing what we know now. What Mother was truly capable of. But perhaps these bands would have helped. Knowing he was with us would have made all the difference. Vielleicht, aber auch nicht. Das weiß man leider nicht. Wir werden es nicht mehr rausfinden. Ist das schon wieder ein Monster? Ach. Ist wieder so ein Viech. Das Ding ist, ich frage mich, ob das Finale wirklich so krass knallt. Weil das hast du verpasst, aber dieser kleine Abstecher zu Ultima letztes Mal, der war schon relativ zahm. Straight home now. Und ruhig und dieses Piano-Stück und alles. Ich weiß nicht, ob Origin so krass wird. Also bestimmt, aber nicht im Sinne von Crash Boom Bang. Father always fought for what he believed was right. It wasn't until that night at Phoenix Gate that I realized I had never fought for anything. I always had someone else to do the fighting for me. Joshua, du warst 9 oder so. Ist okay. No matter how fate conspired against him, he never lost heart, never looked back, never stopped fighting. To me, he was the greatest of men. And I've been trying to live up to his ideals ever since. We all have, Clive. We all have. And we'll keep trying. Because that's what he would have wanted.
he would have done himself. Even if it meant standing against the very gods in the heavens. I shall be borrowing this, Father, if I may. That you might watch over us as we follow in your footsteps. Ich will nichts sagen, aber der Helm ist zu klein für den Kopf. Also den beiden würde er nicht passen. Oh. Oh, 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 oh. Ach, Clive. We won't lay you down. Papa passt auf uns auf. Was soll da noch schief gehen? Hm? Onward then. Onward. To the end. And to a new beginning. Uff. Was für eine geile letzte Sidequest. Lass mich das nicht bereuen, Spiel. Level 48. Rostiger Helm. Der Helm des Großherzogs Elwin. Ich kann nach 6 Stunden nicht mehr lesen, sorry. Den er in zahlreichen Schlachten trug. Ach, Papa. Wärst du doch nur nicht von Sean Bean gesprochen worden. Beistand von Joshua. Joshua hat sich der Gruppe angeschlossen und wird bis zum Aufbruch nach Origin bei Clive bleiben. Das kommt jetzt ein bisschen spät. Ich meine, das ist für die Hans vielleicht noch ganz cool. Oh no. Guess we're not done yet. Sie haben mich einfach bambuselt. Es war so klar. Es war so klar. Der Brief. Es war so klar. Das Spiel hört einfach nicht. Es hört nicht auf. Es hört nicht auf. Aber es fehlt halt auch immer noch was, ne? Lass mal die Wand angucken. Ja, jetzt fehlt nämlich das hier. Und ich denke, das, was da jetzt noch fehlt, kriegen wir gleich. Und das hier am Ende ist hoffentlich kein Token, das wir am Ende von Clive oder Joshua aus Origin raustragen. Könnte aber sein. Ist Jill jetzt eigentlich auf meinem Balkon? Tatsächlich. Clive, do you have a moment? Für dich immer. Of course. Always. I wanted to give you Wir something. sind eine Person. Vielleicht gibt sie es mir jetzt auch. Is this? I stitched it from the cloth you gave Hortense. The piece she said you liked best. I told her I used to enjoy needlework, but I didn't think she'd remember. Der schwarze It's Stoff. beautiful, Jill. Wisst ihr noch? You didn't have to. When I was very little, Aus der I Sidequest? recall my mother telling me that young ladies of the court would give knights ribbons from their hair before they went off to war. I still wear mine, so I made you this instead. Black is the color of eternity. It cannot be stained. It cannot be sullied. It is unchanging, unwavering, just like your resolve. And mine. Oh, ich wüsste gern, was sie bei den anderen Farben gesagt hatte. Our resolve. May it never diminish. And may it ever bring you back to me. I will always, always be here. Thank you, Jill. Leinentaschentuch. Aber es ist nicht hier, ne? Es war nur ein besonderes Item. Okay, mehr Briefe. Ein zünftiges Willkommen. Edda scheint den Glücksbringer, den wir ihr gegeben haben, wirklich zu mögen.
In letzter Zeit sehe ich ihn oft auf ihrem Bauch liegen, während sie sich ausruht. Sie meinte, der kleine Racker würde dann auch immer ganz wild um sich treten. Wir haben es wohl mit einem richtigen Kämpfer zu tun, und die können wir ja immer gut gebrauchen. Ich kann es kaum erwarten, unserem neuesten Fluchbrecher alles beizubringen, was ich weiß. Aber wir sollten wohl erstmal seine Geburt abwarten, und die muss ordentlich gefeiert werden. Nur nichts überstürzen. Gav. Oh nein, Sorge um Jill. Es kommt noch eine Jill-Sidequest. Ich dachte noch, es ist halt super komisch, dass sie keine Sidequest bekommt. Nun. Des Schicksals Sold. Erinnerst du dich noch an das, was du mir damals am Phönixtor gesagt hast? Du hast gesagt, dass das Schicksal Rosarias auf meinen Schultern lastet, aber das Schicksal des Dominus auf deinen. Doch sind wir nicht beide Domini des Feuers und brennt die Flamme unserer Vorfahren nicht in unser beider Herzen. Sollte ich dich nicht so beschützen wie du mich? Du hast dich damals entschlossen, mein Schild zu sein. Jetzt lass mich deiner werden. Hätte unser Vater das nicht gewollt, genau wie Sid auch, dass wir nicht das Schicksal über unseren Weg bestimmen lassen, sondern ihn selbst wählen? Gewähre mir diese eine Bitte, Clive, und lass mich für dich stark sein. Joshua. Okay, dann schauen wir mal, was mit unserem Sahnehäubchen so abgeht. Sorge um Jill. Jill hat viel wegen ihrer Esper gelitten, aber der Verlust von Shiva lastet trotzdem schwer auf ihr. Als Freunde sollten wir zumindest versuchen, ihre Last ein wenig zu lindern, bevor wir nach Origin aufbrechen. Lass uns persönlich darüber sprechen. Joshua. If Joshua's worried about Jill, I should go and speak with him. Blumen für ein Lächeln. Aber das haben wir doch mit Dion schon gemacht. Das können wir doch nicht nochmal machen. Die beiden hier jetzt chillen so. Joshua, I read your message. You're right. Jill is different. I don't think I'd realized how different, but since we returned from Drake's spine, I felt it more and more. Das ist so mit Schwangeren, macht ihr da nichts draus? Imagine why. She doesn't think she belongs anymore. And that's why we need to remind her she is still one of us. To let her know that we still need her. Now more than ever. That you still need her. But how to do that? When last we were truly close, we were but children. Of course. Do you remember the time we accompanied Father on his annual tour of the Duchy? And Jill and I broke from the procession to ride up Man's Hill. To see the snow daisies, I remember. It was the first time Father had allowed us to join him. And when he realized you were missing, he had the entire retinue down to the pot boys combing the countryside. In the rain. A thunderstorm forced us to take refuge in a grove of oaks before we'd even made it halfway there. It was the Lord Commander who finally found us, and needless to say, he was none too pleased. Then it seems you and Jill have unfinished business. What do you say? Man's Hill. It's not that far. Oh, true. Though I suspect it is also much changed. Little in southern Rosaria remains as it was when we were children. You're saying I should go and scout the area for bandits? I'm saying we should first go and see if there are actually still any snow daisies left. What would you do without me, Clive? Ja, Clive ist halt nicht die hellste Kerze auf der Torte. Tut mir leid. I can't say my travels ever took me back to Man's Hill. I'm curious to see how it has fared. Was soll er denn machen? Offensichtlich sind die Brains an Joshua gegangen. Kann doch Clive nichts dafür, der arme Junge. Dafür ist er breit wie ein Schrank. Und hat nicht Hüften wie ein Twink. So nämlich. Ja, Clive war hier. Aber die Schneeastern sind's leider nicht. This is the place, but... Das ist übrigens die Trophy dafür, dass man an jedem Ort einmal Sorry, war. Clive. Falls euch das interessiert hat. Has nowhere been spared. What do we do now?
We keep looking. Man's Hill cannot be the only place where snow daisies grow. Einfach mal Tomes fragen. It's the only place I know of. Knew of. Then why not ask someone who might know of another? Someone in the backyard? To the hideaway, then. Schnitzeljagd. Ist aber ganz schön hoch und gefährlich, um hier als Kinder zu spielen. Kein Wunder, ist der Papa so ausgerastet. Ups. Wenn da einer runtergeplumpst wäre, dann wäre das Geschrei aber groß gewesen. Nicht Toms. Let's hope one of the gardeners knows where to find snow daisies. Nigel. Natürlich. Wäre ja auch zu schön gewesen, wenn wir nicht nochmal in den Garten hätten gehen müssen. Hier, Götz ist auch ein bisschen zu kurz gekommen, ne? Ich sollte vielleicht nichts mehr sagen, wenn ich heute irgendwann nochmal fertig werden will. Aber ich denke, Jill ist jetzt wirklich das Letzte. Also, die letzte Sidequest. Das kam jetzt falsch raus. Oh. What brings you down from the heavens, Sid? I need your advice. Joshua and I are looking for a place where snow daisies grow. Preferably in abundance. Snow daisies. Then you'll want somewhere not too hot and not too cold. And where the winds are strong enough to carry the seeds. I reckon Man's Hill would be a good place to start. There in the Royal Meadows, perhaps? Both have similar climbs and the right elevation. If the Blight hasn't claimed them yet. Right. Thank you. Did you learn where we might find our flowers? The gardener here mentioned the Royal Meadows in Sambrek. Ah, the fields beyond Northreach. Well, if that's the case, then Yote was right. I recalled that she kept a record of our travels, you see. So I asked her if she'd perhaps noted anywhere that snow daisies grew, and she mentioned Oilefeist Bay. Whose shores border the meadows. Off we go, then. Off we go, off we go. The winds that blow across the Royal Meadows from Oilefeist Bay are strong indeed. Strong enough for snow daisies, it seems. Ja, guck mal, wie riesig der Garten auch geworden ist. Nur irgendwie haben sie nicht mehr Apfelbäume gepflanzt. Wollten sie das nicht eigentlich mal machen? Mehr Apfelbäume? Ich erinnere mich daran, dass da sowas gewesen wäre. So, wo wollen wir denn hin? Da drüben hin. Da, wo auch wieder unser kleiner Chrono-Dingsbums steht. So langsam bin ich aber auch echt durch, ne? So lange haben wir schon lange nicht mehr gestreamt. Those things didn't fight like men. Sechs Stunden ist auch ein Vierteltag, du sagst es. Good girl. Aber deshalb wollte ich so früh anfangen, weil ich habe mir das halt wirklich gedacht, dass das nochmal 6 Stunden dauert hier. Hab ich gut eingeschätzt. The meadows are vast. Where do we even start? Yote mentioned the coastline. We can start there. Gut, dass wir den Hand hier schon aus dem Weg geräumt haben. Da sind sie nämlich. Unsere Blümelein. Look, brother. Und jetzt zünde ich sie alle an. Sorry, Jill. See them? I do. The flowers and our friend. Was haben eigentlich Square und Flowerfields? Oh, hi. Ein Minotaurus, das ist aber lange her.
Let's hope this is the last one. Only one way to find out. Weil ich möchte euch erinnern an Final Fantasy VIII. Ich möchte euch erinnern an Final Fantasy X-2. Das haben wir schon ein paar Mal gesehen, so ein Flower Field. Und es hat uns meistens ein paar Tränchen eingebracht. Ich hoffe, ihr seid bereit, noch ein letztes Mal in eure Tempos zu schluchzen heute. Au. Auf ihn mit Gebrüll. Ein letztes Mal. Oder auch nicht. Joshua! Get them boy! Thanks, boy. Ist das überhaupt Viecher, Hunde? Auf jeden Fall brauche ich mal ein bisschen mehr Platz. Nice try. So. Noch eine Runde Unkraut-Ex. Und dann ist die Nummer auch gegessen. Sweet. Aber sind es auch die richtigen Blümchen? That was harder than I expected. But Founder, it was worth it. They're beautiful. Do you think Jill will like them? She'll love them. Come on. Let's go. Langer Ladescreen ist lang. Jill! Ich habe eine Überraschung. It appears my work is done. The rest, as they say, is up to you. Oh. Well, you and the skies. We wouldn't want another thunderstorm now, would we? Er ist so schnell groß geworden, Chat. Er ist so schnell groß geworden. So. Ich will euch jetzt nicht mit Screenshots nerven, aber nur für den Fall, dass ich doch nochmal das Bedürfnis haben sollte. Machen wir hier mal noch ein Save. Das könnte nämlich, glaube ich, echt cute werden. Jill, there's something I'd like to show you. There is? And where might this something be? It's, not here. Now, I know this is sudden, but how would you fancy a trip to Oriflamme? Und geht einfach weg. Ach, herrlich. Ich habe auch ein bisschen Angst, dass mein Controller stirbt, bin ich ehrlich. PS5-Controller sind nicht dafür gemacht, so lange Sessions zu spielen. There are so many. This is what you wanted to show me. I don't know what to say. You don't need to say anything. The smile on your face is enough. We've been worried about you, Joshua and I. Do you remember when I took you to Man's Hill? Or tried to? How could I forget? You saw me crying and thought a change of scenery might lift my spirits.
In the end, it earned me a nasty cough and a stern scolding from your mother. But I felt wonderful nonetheless. I'm sorry. I had no idea what I was getting us both into. But I couldn't bear to see you like that. Before we left, my chambermaid told me she'd overheard your mother talking about my marriage prospects with some of the noblewomen at court. They were debating whether it would be more profitable to marry me off to one of the high houses instead of saving me for the ducal line. No one thought to ask me what I wanted. I was nothing to them. A pawn at best. I felt so trapped. So lonely. I didn't know. But I wasn't alone. You were there. Your hand in mine as we ran for those oaks. And I knew then, no matter what happened, I would be all right. I'll never forget that feeling. Oh, Dog. Passt auf. Sie macht jetzt eine Flower Crown. Ach, wie süß. Eine Blumenkrone. Before we broke camp, the morning after the storm, do you know what I did? No? What? I slipped away from my governess to climb the tor. And from there I saw a sea of petals, all reaching for the sun. And I realized that no matter how terrible the night, dawn would always come. That you would always come for me. And you have. Again and again. Where do you see us? When all this is over? I don't know. Not here, though. I think I've outgrown the twins. After everything we've been through, the realm just seems so small. I'll need some space to spread my wings. Then that's what you'll have. And I'll stop at nothing to see that you do. I never was much good at garlands, but it'll have to do. I'll treasure it forever. Thank you, Clive. For this, the flowers, for everything. It's exactly what I needed. You are my treasure. We should probably be getting back. I expect the others are wondering where we are. You're right. There's still much to do. And we'll do it together.
Der Schneesternkranz. Nee, Schneeasternkranz kann ich lesen. Ich weine. Ein von Jill geflochtener, duftender Kranz aus Blumen, die an den Ufern der Eule Feist Bay gepflückt wurden. Und Shivas Kuss. Wenn ich sie jetzt nur auch mal benutzen würde. Nun. Komm, einer geht. Einer geht. So. Ist halt doof, dass das Spiel dann immer angehalten wird, wenn man das macht. Beistand von Jill. Jill hat sich der Gruppe angeschlossen und wird bis zum Aufbruch bei Clive bleiben. Das habt ihr über Joshua auch gesagt. Und, meint ihr, es kommt noch eine Sidequest? Nein. Nix ist mehr grün. Nehmen wir mal an, der Kranz war das, was in der Mitte gefehlt hat. Ein neuer Brief, der ist bestimmt von Jill. Jetzt kann man nur noch rumfahren und Screenshots mit der Party machen. Und die letzte Belohnung abholen, für die wir doch nicht alle Hans gebraucht haben. Das ist gut. Your benefactors are a generous lot. Jedes Epos beginnt mit einem einzigen Wort, jede Sinfonie mit einer einzigen Note. Dies ist nur der Anfang. Deine Legende soll für immer erzählt, deine Taten für immer besungen werden. To sail forbidden seas. All yours. Still und leise. Best of luck out there, Sid. Dankeschön. Nehme dann aber auch mal an, dass er jetzt auch nichts mehr haben wird, weil... Warum auch? Dann waren das wohl alle Sidequests, die Final Fantasy XVI zu bieten hatte, und sie waren fantastisch. Mein Gott. Wie gut waren diese Sidequests? So, ein Abstecher noch zu dir. Trouble with your gear, or... Mein Bruder. So, what it be? Können wir noch irgendwas machen? Irgendwas verbessern? Nö. Anything else? Einmal noch mit Götz reden. Oh. Ich wünschte, ich könnte dich begleiten. Es ist nicht richtig, alles da oben euch dreien zu überlassen. It's hardly everything. Hier unten gibt es auch noch eine Menge zu tun. Zum Beispiel muss sich jemand um unsere Vorräte kümmern und Karen beschützen. Du kannst beides sehr gut, Götz. Das mache ich, versprochen. Tante wird nichts passieren. Ganz egal, was passiert. Große Worte. So wie wir alle darauf zählen, dass du gesund zurückkommst. Ich glaube, wenn Clive jetzt doch stirbt, werde ich sehr, sehr, sehr heartbroken sein. Da darf ich immer noch nicht rein. Tante Karen sagt einfach nein. Richtig hart, Mann. Und da ist der Schneeasternkranz. Das heißt, es fehlt jetzt wirklich nur noch eins und das kriegen wir dann wahrscheinlich wirklich am Ende. Guck mal, wir haben so viele Dinge. Die haben wir uns alle hart erarbeitet. So viele Erinnerungen. So viele. Das ist halt so eine schöne Idee auch. Ich finde das so toll. Das ist eine böse Vermutung. Ich habe auch eine böse Vermutung. Wollen wir es gleichzeitig sagen? Ich fürchte, das könnte vielleicht die Phönixfeder von Joshua sein. Oder Clives Schwert. Ja, das kann auch sein. Weil Gav ja meinte, dein Schwert gehört mir, wenn du stirbst. Es könnte auch sein. Aber ich dachte tatsächlich an die Phönixfeder. Wobei, wenn die noch da ist. Die hat sich, glaube ich, ja aufgelöst, als wir bei
Ultima waren. Als er sich da zu Clive hingedödelt hat. Aber so gesehen, wir haben Clives Übungsschwert halt schon. Und ich weiß nicht, wir haben, glaube ich, haben wir was von Joshua bekommen? Ich glaube halt nämlich nicht. Die Stolas-Feder. Sids Kelch, das von Jill, das von Papa. Wir haben halt nichts an dieser Wand, was, außer das hier vielleicht. Aber das ist auch eher, wie hieß er, Wade? Sir Wade. Wir haben halt nichts an der Wand, das an Joshua erinnert. Und das wäre halt so das Totem, Token, was zu Joshua irgendwie passen würde. Weil immer in diesen Schlüsselszenen war halt diese Phönixfeder dabei. Und was symbolisiert ein Phönix mehr als eine Phönixfeder? Da muss er ja noch nicht mal für sterben, aber also das könnte ich mir halt schon vorstellen, dass das das letzte Token wäre. Mein größtes Geschenk. Es fühlt sich an, als wäre es in einem anderen Leben gewesen. Nein, es war in einem anderen Leben. Der Nachmittag auf der Mannhöhe war unser erstes Abenteuer, aber schon damals wusste ich einfach, dass es nicht unser letztes sein würde. Ich werde diesen Tag niemals vergessen, und dass du ihn auch nicht vergessen hast, erfüllt mein Herz mit einem unbeschreiblichen Gefühl der Freude. Seit dem Moment, als wir uns das erste Mal trafen, bist du ein unersetzlicher Teil von mir, meine andere Hälfte, mein Licht in der Dunkelheit. Wenn ich nicht mehr weiter weiß, bist du der Stern, der mich leitet. Du bist genau das, was ich brauche. Alles, was ich brauche. Du bist mein größtes Geschenk. Oh boy. Und jetzt gibt's für uns halt nur noch eine Sache zu tun. Ich glaube, er ist auf der anderen Seite. Man kann ihn von hier einfach gar nicht sehen. Auch gut. Jill, hast du noch letzte Worte? It's not time yet, is it? Somewhere in the back of my mind. Irgendwo tief in mir drin habe ich immer gewusst, dass es so kommen würde. Dieser Moment war unausweichlich, Jill, und er wird entweder Ultimas Ende bedeuten oder unseres. Aber wenn er das so sagt, müssen sie ja eigentlich wiederkommen und ein happy-sappy Ending haben, oder? Komm schon. Ich weiß, aber ich bin einfach noch nicht bereit dafür. Und wenn ich daran denke, was du auf dich nehmen musst, würde ich am liebsten weinen. Dann weine, schreie, lache, tu das, wonach dir zumute ist. Unsere Gefühle machen uns zu dem, was wir sind. Und sie sind das, was uns Ultima überlegen macht. Thank you. Thank you, Clive. Aber ich habe mir vor langer Zeit geschworen, dass mich nie jemand weinen sehen wird, außer den Sternen. Well, girl, I got news for you. And so for now? Und deshalb verwahre ich meine Tränen, bis die Wolken sich wieder lichten und der Himmel sich uns wieder zeigt. Stimmt, wir können ja gerade Matty ja gar nicht sehen, ne? Ich kann nicht fassen, dass du dich noch an diesen Tag auf der Mannhöhe erinnert hast. So long. Wir haben so viel verloren in den letzten Jahren, aber unsere Erinnerungen kann uns niemand nehmen. Wenn sie wirklich das Einzige sind, woran wir uns festhalten können, dann will ich mehr davon. So when this is over. Wenn das alles hier vorbei ist, dann lass uns durch die Welt reisen und Erinnerungen sammeln. Ich werde sie hüten wie ein Drache seinen Goldschatz, denn unsere gemeinsamen Erinnerungen sind für mich die wertvollsten von allen. Right. Pet the Torgel. Ich weiß nicht, ob ich Torgel gerade petten kann, aber ich versuch's. Ich kann's versuchen. Aber ich darf leider nicht. Brother, I put Father's helm in your chambers. Hab ich gesehen. He should be with you when his vision is finally realized. Thank you, Joshua. For everything. Don't mention it. Aber ich könnte mir halt schon vorstellen, dass Joshua sich opfert für Clive am Ende. Weil er sowieso so far gone ist,
durch den ganzen Schaden, den Ultima und Phoenix an ihm angerichtet haben, dass er einfach sagt, okay, weißt du was, ich schmeiß jetzt Dion und Clive wieder auf die Erde zurück und bring's allein zu Ende. Das könnte ich mir halt schon vorstellen. Und dann wäre die Phönix-Feder halt das perfekte Token für ihn am Ende. Und dann steht er wieder aus der Asche auf. Vergesst mal nicht Addas Baby. Was, wenn er einfach als Addas Baby wiedergeboren wird? Das wäre so unfassbar ekelhaft kitschig. Er könnte auch Chiffrit werden. Ja. Also die Möglichkeiten sind endlos, ja. Aber da Adda ja kurz vor der Geburt steht, wir gehen da hoch, kloppen Ultima, Joshua stirbt, Addas Baby wird geboren und sie nennen es Joshua. Like. Das könnte man machen. Ich meine ja nur. Er hat immer versucht, mir gut zuzureden, mir Mut zu machen. Heute weiß ich, dass seine Worte aufmunternd gemeint waren, aber als ich klein war, haben sie mir jedes Mal einen Stich versetzt. Sie haben mich meine Schwäche spüren lassen, meine Unzulänglichkeit. Erst nachdem wir ihn verloren hatten, wurde mir klar, dass er immer an mich geglaubt hatte und dass er sich nie etwas anderes gewünscht hatte, als dass auch ich an mich glaubte. Die Worte Vaters waren für mich wie eine Fackel in der Dunkelheit, die die furchterregenden Schatten vertreibt und den Weg erhellt, der vor mir liegt. His flame burns in your heart. Genauso wie in meinem. Und diese Flamme wird weiterhin unseren Weg erleuchten, bis zu unserem Ziel. Shall we then? Da loomt es, unheilvoll über uns allen. Origin. Das Ziel unserer so langen Reise. Mit dem Stream heute haben wir 60 Stunden geknackt. Und da wartet er. Ultima. Und welches Ende auch immer wir bekommen. Wer lebt, wer stirbt. Ob es ein Chiffrit Baby geben wird. Ob Joshua Addas Baby reborn wird. Ob Torgal es überlebt, weil Torgal ist auch immer noch ein Dominant und ich mache mir ein bisschen Sorgen um alle, die jetzt noch theoretisch Dominant-mäßig sind. Das ist auch für Jill nicht so cool. Joshua ist noch da, Dion ist noch da, Torgal ist noch da. Die anderen haben wir alle schon aufgeräumt. Aber ich denke, wir werden viele Antworten bekommen, sobald wir erstmal da drin sind. Und dann ist es einfach vorbei. Und ich werde sehr traurig sein. Was für ein tolles Spiel.